Mhm. Sehr schön. So. Gleich an, oder? Noch eine Minute. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zum letzten Tag der 6. Wiener Strategiekonferenz. Und wie auch in den letzten paar Tagen erwarten uns auch heute wieder 4 spannende Vorträge sowie ein Panel. Wie schon erwähnt, Brigadier Peischl, der Organisator der Konferenz, ist leider an Corona erkrankt. Die Tests liegen draußen auf, sowie Masken können getragen werden. Da wir wie immer bei der Wiener Strategiekonferenz ein sehr straffes Programm haben, gehen wir gleich in medias res. Unser ersten Vortrag wird Professor Tirman Margitay halten. Professor Margitay lehrt an der Edward Lorand Universität in Budapest und davor lehrte er an der Budapest University of Technology and Economics, Institute of Social Studies. Zudem ist Professor Margitay Mitglied der Ungarischen Akademie der Wissenschaften und erhält einen PhD in Philosophie sowie einen Master in Maschinenbau. Professor Margitay war Senior Trainer in den Bereichen Decision Making, Group Decision, Running Meetings, Intuition Trainings, Negotiations, Argumentation und Business Writing. Im Zuge seiner Vorträge bei der Wiener Strategiekonferenz hatten wir immer wieder versucht, diese zivilen Führungsprozesse, einschließlich der Notfallprocedures, mit militärischen Führungsverfahren zu vergleichen und aus der Zusammenschau eine Optimierung in beiden Welten zu erreichen. Professor Margitay hat bei seinen bisherigen Vorträgen immer überzeugt und es regelmäßig geschafft, strategierelevante Aspekte und Führungsprozessen herauszuarbeiten. Und deshalb freuen wir uns auch heute wieder auf seinen Vortrag. Das Thema, das er behandelt, war ursprünglich auf das Vorjahrsthema ausgerichtet, konnte aber damals nicht gebracht werden. Weil es aber so eine grundsätzliche Relevanz für strategisches Denken hat, haben wir Professor Margitay gebeten, es dieses Jahr vorzutragen und noch in der Entstehung des begriffenen Konferenzbandes 2021 hinzuzufügen. Esteemed Professor, we are very much looking forward to your presentation and the floor is yours. Thank you very much for having me here. Thank you for the invitation, and especially I have to thank Dr. Peischl. A very inspiring question from last year. His question was, could authoritarian systems be more capable of strategy than Western pluralistic societies? And we had a running discussion per email with him about this problem, and I sternly opposed the implication of his question, namely, it is possible at all. And my answer is no. And it's not because there are factual circumstances that determines dictators, in a way, psychological circumstances, geological, historical, cultural circumstances, that determines the dictator in a way that they cannot make better decisions, or they usually make serious blunders in strategic decisions or in general in social decisions. But it's necessarily so. It is necessarily so. It flows from the, or it derives from the structure of knowledge and the structure of dictatorship. So they are not compatible. That's a simple argument I'm putting forward. It is important that this presentation was written 1 year ago, without Putin in Ukraine, without many other developments in the Russian-Ukrainian conflict. So it is really interesting for a philosopher that you can have empirical feedback from your theoretical position.
immediate empirical feedback, not historical empirical feedback. Of course, you can have historical or case studies, historical feedback or case studies always at hand. So, my thesis in brief, or my argument in brief, is that dictators are aiming for absolute power. By absolute power, I mean reserving the right to decide on anything according to his or her will. And I'm not going to use this gender-neutral expression anymore, because in history I do not know any dictator, female dictator. It might be a historical accident, but I think it's more than a historical accident, and it has serious consequences that we should leave our government mostly to women rather than men. But it's not part of my talk. The aims of a dictator and the structures by which he can realize those aims are incompatible with the structures that can produce knowledge. That is necessary for the realization of the dictator's aim. So the dictator has certain aims. He needs certain knowledge in order to realize those aims. But the knowledge production system that could produce that sort of knowledge that he requires cannot produce the knowledge, because they are incompatible with the dictatorship itself. Therefore, no dictator can exercise and retain absolute power rationally. And that's the point here, rationally. Of course, they can maintain their power by force, by sheer force. Absolute power can be maintained only by force, and the decisions, especially strategic decisions, a dictator produces are necessarily suboptimal. So let me begin with some clarifications. Democracy exists when principal leaders of a political system are selected by competitive elections in which the bulk of the population has the opportunity to participate, therefore to influence decisions. And authoritarian systems are usually defined as the opposite of democratic systems. And competitive elections and the opportunity for masses to participate in decision-making and in election presuppose fairness and liberty. Therefore, democracy is by nature a liberal, pluralist democracy. So illiberal democracy cannot exist. Cannot exist in the sense that people participate in decision-making, participate in the election of their representatives. Unfortunately, there are many leaders who believe in illiberal democracies. Of course, not because they think this makes sense. This is a contradictio in adjecto. Nevertheless, they believe in because it pays off. That's good for their power. So dictatorship here in this lecture is an extreme form of autocracy in which the dictator vindicates absolute power on every decision. Absolute power, meaning here, he is the only one who has autonomy in making decisions, and everybody else's decision can be overruled by dictators. So it's not that the dictator is the only one who can make decision, who is allowed to make decision. Of course, he can delegate decisions to an assembly, to certain other persons, etc., etc. But whatever the case is, he can overrule those decisions by power. And that's the point. That's why he is the ultimate decision maker in this sense. If he chooses, then he can
reshuffle the national football team because he thinks he knows better how to assemble a good football team than the coach. And just in brackets, authoritarian leaders tend towards this extreme because it usually is the only way how they can maintain their power and prevent rivalry. There are many arguments, surprisingly, for authoritarian rules, and we can hear nowadays quite a lot of them. There is an empirical consequentialist argument, or a type of arguments rather, saying that authoritarian rule produces more benefits like order, security, stability, prosperity, morality, etc., than democratic government can, especially in the case of emergency. So when we are in the case of emergency, we need strong rule. That's almost a platitude. That's almost a platitude. It's not the case, actually. It's not the case. There are other arguments, also I do not tackle them, arguments based on ideologies, and qualitative, quantitative justification arguments from the contradictions of liberal democracies. The strategy of this kind of argumentation is that we spot the flows of liberal democracies and claim that autocracies can overcome those flows. There are arguments, interestingly, epistemological arguments from liberalism as well, and I would like to mention some of them in order to locate my argument in this framework, in this conceptual field. So, from Mill on, probably from Locke on, many philosophers argue that liberal democracies are superior over autocracies of any form because of epistemological reasons, because of the knowledge that can be produced by the society. And one of these arguments is no one individual or body can possess the knowledge of all people and foresee the consequences of his or her action. So it's essentially an argument from the limitation of human knowledge. For the same reason, we need free market and the rule of law, and a most prominent advocate of this kind of argument is Hayek, of course, and Popper. The second argument for liberalism, epistemological argument for liberalism, is that collective participation and liberty are necessary to find truth and what good is. Truth can be found only in free and unconstrained discussion, because knowing is essentially a social enterprise. This argument originates from Mill on liberty. You should note that this argument is strong enough only if you assume that we have these values. We want to have truth and we want to have good. If you don't care about truth, then this argument doesn't matter. And most of the dictators of our days don't care about truth. They simply ignore truth and say, so what? Probably the most prominent representative of this position was Mr. Trump. And finally, the third argument for liberalism is certain types of knowledge can be known only by individuals because they have privileged access and can be brought into the domain of social knowledge only when they got to know it
and when they provide us with this kind of knowledge. Again, this is the central argument of Hayek. People themselves know what they need, what they want, and therefore free market is indispensable as a sort of information market. Notice again, this is a value-based argument. It matters only if you want to know what people want. If you don't want to know, if it's not a value for you as the ruler of the society, then who cares about what they know? No one cares about it. Okay, so let me contrast my approach to all the approaches I mentioned. So epistemological defenders of liberalism present value-based arguments for it, saying it is better because, and all this after the because rests on the values, the common values we suppose everyone shares. Okay, but if it's not the case, and it is not the case in dictatorship, therefore these arguments are useless against dictatorships because they don't care about these values. So you cannot derive your argument from the presupposition of those values because they don't care about them. Therefore, I take another way. The opposite of liberalism is dictatorship, the other end of the scale. I argue against dictatorship by virtue of its drawbacks without any reference to common values. So I will discuss values, but only those values that derive from the dictatorship itself, the nature of the dictatorship itself, the definition of the dictatorship itself. So a dictator, by definition, absolute power aiming dictator. So dictator defined by dictator aims at absolute power. So a dictator, by definition, wants to exercise and retain his full sovereignty, absolute power. Therefore, he needs to know how to do this. Unless he knows how to run a country by absolute power, he cannot do that. Sound knowledge and truths are necessary for successful dictatorship. And I'm talking about rational dictatorship, of course. Now, we have to have some epistemological considerations in order to develop the other side, the epistemological side of the problem. So, dictators needs knowledge. That's that's quite simple. Now we have some assumptions and some considerations about knowledge. First of all, a metaphysical assumption, not about knowledge, but about the nature of reality. This is part of my argument, so if it fails, then my argument fails as well. So reality, physical and social alike, is at least partly independent of autocrats. So there is something that is at least partly independent of us, even of the most independent of the most powerful people. Therefore, truth and knowledge cannot be only power. Unlike Foucault's position, it presupposes that there is some harshness of reality that can resist our efforts, whatever we believe, whatever we devise culturally, whatever power we have. Knowledge and truth is partly independent of what the dictator wants to be true. So it's not a simple voluntarism. That's all what I need, all what my argument needs. So the other side is about the epistemology, how knowledge is produced. And my assumption is epistemology is basically a social phenomenon.
Knowing is a social enterprise. Individuals, dictators included, by themselves can achieve only very limited knowledge, very, very limited. So there is no Robinson Crusoe kind of knowledge that can accumulate knowledge infinitely, provided that he can live on indefinitely. So, very limited knowledge, that is not enough to exercise absolute power over complex social systems. And then some more assumptions about the social production of knowledge. If we accept that knowledge is by nature a socially produced phenomenon, then we should also accept some of its consequences. So any form of knowing, not just science, requires freedom and autonomy in a social sense for the knowing individuals and community. Because knower and knowing should be governed by its own epistemological rules and by its subject matter. So if you want to know reality, then your knowledge, your process of knowing reality, getting to know reality, should be governed two factors: reality itself and the process and methodology that you use to find out what reality is. Freedom of thought and speech are necessary for the discovery of truth in social knowing, in the social process of knowing. For example, critical discussion of proposals is necessary. Unless you have critical discussions, you cannot have knowledge. The third one is restriction of cognitive initiatives. Cooperation hampers social knowing. So, for example, some form of freedom of assembly and action is necessary to free these sort of discussion groups, to organize these sort of conferences, to organize academic research groups, etc., etc. They are all indispensable for reliable knowledge. If knowledge is a social enterprise, given that knowledge is a social enterprise. So what we see here is that knowledge as a social enterprise requires some sort of freedom, and definitely knowledge production definitely requires autonomous decision-making on research and on the acceptance of research. So the conditions of knowing are incompatible with the exercise of absolute power. Therefore, in a perfect dictatorship, dictators cannot acquire the knowledge they need, or they do not have the absolute power over knowledge production. So if my argument is sound, then it shows only that sufficient knowing is impossible if a dictator controls and directs everything, including the process of knowing, process of knowledge gathering, production. If he is the only autonomous person in social decision-making. And indeed, we used to have these sort of dictators. We used to have, in the communist bloc, these sort of dictators. The great man, the party boss, went to the production site and gave directions on the spot. They called it on-the-spot directives of Nicolae Ceausescu. On-the-spot directives of Mátyás Rákosi, the Hungarian ruler, and the Romanian ruler, Nicolae Ceausescu. They went to the field and told the peasants, you should do this and that will be better to produce corn, say. Absurdity. It was reported in the news. It had media coverage always. And the same is true for the nowadays dictators. As Mr. Trump
suggested how to cure COVID by certain detergents and chlorines. That was absurd. Okay, so it doesn't work. It obviously doesn't work. You don't need any more argument for this. Let me go a step further. What if dictators are more rational than those dictators I mentioned? So what if we are facing with an imperfect dictatorship? Imperfect in a very special technical sense that is not fully comprehensive. That is, a rational dictator may want to trade in some power for knowledge. Okay, I do not control knowledge production. You give me knowledge by which I can control the rest of the society. That would be a rational way of handling this problem. This would be the imperfect dictatorship in the sense it is not the dictator that is imperfect, but it is not fully comprehensive. This rational dictator wouldn't want to control every aspect, every social domain, every aspect of life, every social domain. So he would like to give room for knowledge production and then use this knowledge in order to control the rest of the society. So suppose he relinquishes his sovereignty over part of the knowledge production by giving freedom to knowers. Thus, part of the knowledge production is governed differently from the rest of the society. I leave you alone, I give you freedom, I give you the necessary liberties, you produce knowledge, and I use this knowledge to oppress the rest of the society. So what are the problems with this imperfect dictatorship? The possibility of a rationally self-restrained dictator gives rise to three serious questions. One, is it possible to delineate and treat differently the social domain that needs freedom in order to provide the necessary knowledge for me by which I can oppress the rest of the society? How could he, the dictator, know that this domain, what this domain is? What knowledge he needs in order to exercise his absolute power on the rest of social domains? How could he know? It is a serious epistemological problem. So you should first know what you need before you know. You should first know what you need in order to use for particular purposes. But how can you know that if you don't know it already? It's a kind of Platonic problem you should solve before you can do this. Even if he does not direct his social domain, I mean the knowledge production domain, how can he control it? Because he needs control over knowledge production to prevent any possible threat to his power. He needs social control over knowledge production because otherwise his personal dictatorship will be threatened by those domains. And finally, can dictators accept truths that contradict what he wants or what he believes? That is, can he respect and acknowledge the sovereignty of truth over his own knowledge and sovereignty? Okay, it means that you submit to knowledge and accept the power of knowledge over your own wills and wishes. So the first question is whether you can localize the knowledge what you need in order to maintain absolute power before you know all those pieces of knowledge. So a self-restrained dictator must be liberal in knowledge production in order to be a proper dictator as well.
diverse and vast amount of knowledge is needed to rule a society. Virtually, and that was the argument from Mill, virtual knowledge from every aspect of society is necessary here. And this knowledge hardly can be produced by localizable social institutions or a circle of individuals. Many branches of science and profession, from posters to military intelligence, are necessary. And the freedom of military intelligence is necessary in order to produce knowledge. Therefore, military intelligence should be run differently from the rest of the society where dictator exercises absolute power. You see? So, virtually most of the society is necessary to produce this kind of knowledge. And you can remember Hayek's argument about the distributed knowledge in the market. I mentioned earlier that is necessary in order to run the economy. Thus, even if the dictator would be restrained, he could not rule as a rational dictator because the society should be tightly ruled by the same society, or most of the same society, as the source of knowledge for this tight rule should be liberally and democratically governed. So that's the problem here. That's the problem. The scale of the knowledge that is necessary to maintain absolute power on a substantial domain of society. So, preventing threat coming from knowledge production. How can he prevent threat coming from knowledge production? And you should remember, dictators are always frightened even by the thought of a university. Universities are always considered as a great threat to dictatorships, to autocracies, and other institutions as well. So even if the production of necessary knowledge could be localized, it cannot be localized. But even if it could be, it's a counterfactual hypothesis here, and treated liberally, separately from the rest of the society. Dictator could not afford to let this autonomous knowledge production part of the society threaten his power, to let knowledge production be as an incubator of uprising against him. He cannot let this happen. He can make sure no threat emerges from knowledge production by appointing loyal people to these institutions. And that's the way how dictators operate. They appoint loyal people to knowledge production institutions. He can trust them because he can trust them, and therefore can give them autonomy. However, this again is a deviation from the logic of knowing. For obviously, the best knower can best produce knowledge. The best knower can best produce knowledge, and not the most loyal ones. Additional problem emerges with assigning the task of knowing to loyal people is that it entails that the outcome will be distorted, and necessarily so. Because if I am loyal to the dictator, I share his views, then how can I trigger truth that contradicts those views? Since loyal people are as such positively prejudiced toward the dictator, his ideology and his dictatorship, it is hardly the right mindset for finding truth, of course. That's a platitude. The institutional power problem is the third one. If your primary aim is to prevent political challenge from the knowledge production institutes, then structure and management of the institutions will be set accordingly, and they are set accordingly in dictatorships. However, such management is not the best fit for the knowledge production. It can even block knowledge production, and we see that in Hungary right now. All in all, the knowing process is at least threefold distorted by loyal knowledge producers. Therefore, one can hardly expect reliable knowledge and truth from the delegation of knowledge production to loyal people. And can dictators submit to truth?
when it crosses his will and toward his power? Yes, I do. I think here is a hard dilemma for him. If yes, then he should relinquish his sovereignty not only over knowledge production, but also over many other social domains, because other social domains behave differently from what he thinks and believes they should behave. If not, then truth and knowledge remains limited to what he happened to know as an individual. His limited self-restraint over knowledge production in order to retain absolute power elsewhere is hardly successful in either case. So, conclusion for imperfect dictatorship: when the dictator approaches society in a way to let knowledge be produced as it should be produced, and use this knowledge that is necessary to be used for the oppression of the rest of the society. So the strategy to swap part of his power for the knowledge that is necessary to exercise absolute power in other social domains does not work. Either the dictator must give up absolute power, or he cannot get the knowledge what he needs to have. And it is the most basic point here. And usually dictators do not give up absolute power, so they have to give up knowledge. It seems that even a self-restrained dictator cannot secure the reliable knowledge that is necessary to rationally preserve and exercise absolute power over most of the society. So my argument does not say that no rational decision can be made by a dictator. They can make rational decisions. They can make empirically justified and rationally executed decisions on particular small, restricted cases. So they can make local decisions very well, but not the absolute. They cannot make the decisions that are required by absolute power over society. So rational dictator, well-founded decision virtually on any particular issue, but not on the whole scale of absolute power. And other qualification, and that's again very interesting. A dictator may come into power with a lot of knowledge accumulated in society, and he can use this knowledge during the first period of his dictatorship. And then, of course, he can make even good decisions in his terms, according to his wills, according to his aims, good and rational decisions to maintain absolute power. But then this knowledge gets obsoleted, and he gets in a position where he has no accurate, up-to-date knowledge anymore. So it is part of the explanation why dictatorship gradually detach themselves from reality and truth. The longer he remains in power, the bigger the risk of making unfounded decision is, because of this essential tension. Consequently, dictators tend to rely more and more on terror to maintain their power, instead of rational decisions to maintain their power. Stalin was a good example in case. He was a brilliant mind how to use terror as a simple tool to maintain his absolute power. But it was not a rational dictatorship, and it has consequences as it had. So it is the only model of dictatorship. There is no other model, because there can be no other source of dictatorship, because the only other source that could be is knowledge, and knowledge is not accessible to dictators. So there is an essential tension between absolute power and truth, sound knowledge. There is an essential tension between holding and exercising absolute power and acquiring the necessary knowledge for holding and exercising absolute power. So what is my conclusion to the question raised by
partial. Therefore, a dictator necessarily deprives himself from the knowledge and truths that are necessary for him to rationally exercise and retain absolute power on any significant social domain in a historical period, strategy included. And I think the best case in example best example here is you should remember Putin's hearing or collective decision-making over the recognition of the Donbass self-proclaimed states. And you remember how he chased into the corner and mocked his own chief of intelligence. The chief of intelligence wanted to warn against this decision, and he simply humiliated that man. So that is a sort of example that embodies the problem, that exemplifies the problem in its depth. So there can be no reliable source of knowledge for a dictator, because it's an existential threat for all those who wants to feed back to the dictator. And this is not because the dictator is selfish, is so ruthless, or because the dictator psychological setup prevents this. It's not. It's because the dictatorship, the logic of dictatorship itself, prevents the production of reliable knowledge, prevents the reliable production of reliable strategy. And that's the only hope I have. Thank you very much. Professor, thank you very much indeed for this more than interesting lecture and also for the deconstruction of the strongman myth. Fragen vom Auditorium? Hier. Sammy, kommst du vor? I fully agree to what you say, of course, given the quality of knowledge or non-knowledge that the dictator can provide. Perhaps may I add an argument which may help you from the more formal point of view as a historian, not as a philosopher, because I'm a historian. If we ask ourselves what the dictator actually can provide in terms of formal qualities of his decision-making, then what his decisions show is that they are fast, that is the speed of their decisions, and secondly, the unambiguity of these decisions. But speed and unambiguity are not characteristics of strategic decisions, but of tactical or operative decisions. So normally you get a dictator to solve operative problems, and the Romans normally, the normal Roman dictatorship was half a year. And once the dictator was appointed, matters of strategy had already been decided. So the dictator is by its very essence not a strategist, but at the maximum he is an operator. That's it. Thank you. Thank you very much. It's a very good point. I should emphasize this is so when it comes to the question whether dictators or strong man is necessary in case of emergency, it's always quoted as an argument that yes, we need a strong man because of the fast decision-making process and because of the clear-cut, very straightforward decisions they make. Look, none of them are characteristics of good decisions. They are features of decisions that can be expedient in social use. But it's quite different from the problem whether this decision is sound or good or optimal or the best possible under certain circumstances. And these
characteristics has nothing to do with good decision. You know, it is just two characteristics of useful decisions. Useful decisions that comes in time and you can act on. These are useful characteristics of a decision. But these are not the primary characteristic or the quality of the decision. This has nothing to do with the quality. Sometimes the best decisions are the more ambiguous decisions because it can leave up to you what to do on the spot instead of directing you to do this or that, ordering you to do this or that. It's much easier to follow this later kind of decision, but the former kind can be much better because it takes all the possibilities, unforeseen events into account and leaves you to decide what is the best on the spot. Thank you very much. Thank you so much. I will come to you to discuss these points. Yeah, that's very interesting. Historian perspective is very interesting always. Thanks, Professor. Eine weitere Frage? Thank you very much, Professor, for your presentation. What is a pity referring to Putin and how to say the rise to power? He took certain decisions when he became prime minister, for example, to pay rents. Pardon me? To pay rents. And ordinary people not living, what is it, in towns like St. Petersburg, they were over-enthusiastic. Let's say he thinks one, what is a thorny issue. But then you referred, in order to, let's say, to take another view, Narishkin, what is the head of intelligence. He was not a counterweight because he was what is one of his buddies, let's say from St. Petersburg. That these people are not able, how do you say, to produce a kind of counterbalance. What is a pity if you follow his biography, and you of course know that better than I, let's say, what is a pity that we in the West from, for example, 2000, hopefully I'm correct, 6 or 7, when he said, okay, I can't be re-elected, therefore we find a different mechanism. And from that point of view, we should have been extremely careful and not always to refer to this argument here defended by a lot of people. He fixed the chaos left by Yeltsin. And therefore we have the constitution. But he make abuse. And then the latest, what you said, let's say, not giving people the possibility getting access to information by trying to control internet and so on. And that was already, how do you say, you could feel it already from 2000 onwards. Let's say that he tried to restrict access to certain internet sources. Afterwards it was a little bit different. But let's say the majority had difficulties more and more to get access to certain knowledge sources. Thank you. Thank you so much. Thank you. Good morning. Briefly, what would you say how the development of artificial intelligence will change this concept? Artificial intelligence is an alternative source of knowledge about the society. Could you imagine that the dictator yeah, okay, thank you. Yeah, I see what you mean. I'm not that worried about artificial intelligence because I do not see artificial intelligence. That's my prejudice. Just I want to put it on the table. I do not see artificial intelligence as one kind of autonomous intelligence and man as another kind of autonomous intelligence. I think artificial intelligence and human intelligence are cooperating. They are working together. Artificial intelligence are used, developed, directed, technically devised, etc., technically implemented, devised, etc., by humans, and the computational results, the decision made by artificial intelligence are carried out by humans, etc., etc. So human intelligence and artificial intelligence are really intertwined. And insofar as intelligence, artificial intelligence, is real intelligence, then the best possible feature that can account for this
could be that how artificial intelligence can cooperate with human intelligence. For instance, what is it? Autonomous driving. Autonomous driving is a very good example. You use artificial intelligence in order to drive your car. But in order to drive your car, you have to cooperate with other drivers. Some are human, some are autonomous drivers. And you have to cooperate with traffic lights, with the instructions of police, etc., etc. So artificial intelligence, if it is intelligence, it is embedded in society, along ways with human intelligence, and cooperate with human intelligence. So I don't think this would refute my argument because of this social embeddedness of artificial intelligence. That's my view about artificial intelligence. It's not necessarily true. There are other views on artificial intelligence that do not treat artificial intelligence in this social terms or social embeddedness terms. Thank you so much. That's a surprise. That's a surprise. Thank you very much. Thank you. In Anbetracht der Zeit gehen wir gleich zum nächsten Vortragenden, Dr. Posch, bitte. Da wir wirklich einen ganz, ganz straffen Zeitplan haben. Dr. Posch ist von uns beim Haus, vom IFK, ist schon vorgestellt worden auf dem Panel. Deswegen, Herr Doktor. Danke. Das ist etwas erschauend, da müsste irgendwann mal ein Vortrag sein. Ja. Yeah, good morning everybody. The reason we've been jumping into this topic is almost a personal one. To begin with, we had talked a lot about hybrid warfare, and I will use this case to look at hybrid warfare or propaganda and ideology towards Europe, in both cases, Turkish and in the case of the PKK. Secondly, the day before yesterday, no, exactly yesterday morning, Deutschlandfunk, a German broadcast, a very famous German broadcast, brought a program on a feature on Turkey and the PKK, where other than Jeffries, the former ambassador of the US to Turkey and Iraq, and General Citlolo, I was interviewed, which created a fierce reaction on pro-PKK circles on Twitter and so on. And yesterday afternoon, I've been writing suggestions of how to deal with that for the Lavak commander. So it's very apt to look at it. What I would like to do in a couple of minutes now is to go only to the development of the conflict as far as it is absolutely necessary to understand why things happened this way. To begin with, generally speaking, we saw recently that Turkish President Erdogan blocked Sweden's and Finland's NATO membership application, quoting allegations that both countries are harboring terrorists, meaning the PKK and other left-wing radical groups from Turkey. And this comes to a point of time when he got already a quasi-rehabilitation due to Turkish support of Ukraine, namely Turkish military support with the Bayraktar drones. The West, on the other hand, and sympathizers of the PKK's cause recognized the YPG's, the PKK in Syria's contribution in defeating ISIS, and made the point that you cannot treat an ally of the West this way. You should be more grateful. Neither position is entirely true, nor is it entirely wrong. What the Europeans are conveniently and stubbornly and for decades overlooking is the fact that both Turkey and the PKK are very much engaged in domestic European politics. And I know that I'm entering a minefield now, ignore it for political reasons, I would say. Let's just
go very through Turkey's ideology and praxis in northern Syria. Turkey, we all know that within all these problems, the issue with the YPG was quoted, and this belongs to the Syrian setup of conflicts. I will not go into the genesis of this conflict. I will just make the very point that Turkey has a long-standing experience with working with irregular forces. It always had one. A very good one, a different one. Why? Because even the modern Turkish Republic goes back to the 19th centuries in Bulgaria, the Bashi Bozuk and so on. So this is a long-standing practice. We don't have to go into it. And they also know how to cooperate with Kurdish forces. Be it inside Turkey, the so-called Korucu, be it outside Turkey, where they do partner. In Syria, their preferred target was, of course, pan-Turkish groups, and there is only a very small amount of Turkomans possible, and Caucasians. That's mostly Chechens, and similar groups. However, the Ottoman heritage was always claimed, even before Erdogan, and Turkey always maintained a combination between cultural activities and intelligence. And I would say cultural activities are always part of hybrid warfare if you use them with a strategic guidance, whether you want to do something good or not, but they are belonging to it. Why? Because any cultural activity of any country reflects its ideology, whether they have an explicit ideology or an implicit one. So the implicit ideology of Europe is pacifism. Hence, military operations are not for power projections, full stop. But you don't say so. You say liberalism or something nice so that you can stomach it or to make international relations work in your brain. However, fact is Europeans do pacifism. Turkey does nation state, nationalism. And one part of it is the problem of the Kurdish issue, which is now much better, but started with denial of Kurds' existence. Why? Because it's a project to create Turks out of whoever is in Anatolia. The fact of the moderate Kurds, in this case it's the KDP, which are at the same time the arch enemies of the PKK. And Erdogan, and even in the 1990s, the Refah party managed to cultivate relationships which now came in handy with Sunni Arab groups, some of them very radical. And it's kind of a chicken and egg question. Have they been radical before? Have they been radical afterwards? But there's a clear focus on the Muslim Brotherhood system, and there's a clear focus on certain Sufi tariqas. A tariqa is, how should I say, like an order, and especially the Naqshbandi, who are traditionally spearheading political Islam in Turkey. And if you look at the alliances in northern Iraq with Turkey, you would see there's a lot of contradiction in it, but these contradictions vanish as soon as you put the Sufi layer over it, the dervishes layer, and you would see Erdogan is a Naqshbandi Sufi, the Barzanis are Naqshbandis, and then certain interesting Arab groups too, which I don't go into detail now. In Syria, we should see that Turkish policy towards Syria is actually the result of a failure. Ankara, or to better speak, Erdogan, wanted that Assad should liberalize the regime by allowing the very powerful Muslim Brotherhood, the Ikhwan, into the fold, or and participate into power, especially in economy, because they're middle class based, they share the social background of the AKP party of Erdogan's. But if this wouldn't work, and as they saw that the Europeans and the Americans were behaving like replacing Assad, remember that a certain Guido Westerwelle, who now passed away for a few years ago, as German foreign minister, counseled coram publico the Syrian president
to go to Sochi and for retirement. Whoever, this was a very maladroit suggestion, because if you suggest an Arab dictator to retire and don't put 3 tank divisions on his borders, you've done an empty threat, but you change threat perceptions. And everyone was actually expecting that the West will seriously intervene, hence they jumped on the bandwagon. Turkey would never have agreed to the fall of Assad, not because they like him, but because they fear the consequences and feel kind of stuck now inside, because they counted on the Europeans and the Americans that Assad will fall through. What they also want to prevent is a strong and functioning Kurdish entity, which potentially could unify with northern Iraq. So the core enemy is Kurdish nationalism in the form of an independent nation state, and for the military and for the right wing in Turkey, a substantial Kurdish autonomy inside Turkey. The word autonomy, this must be underscored clearly, always in the Middle East always includes full control over intelligence and security. So that's a very, very important difference. Language rights come secondly, but this is about full control for security. And it took Turkey very long to go for an OSCE-based approach. It took also Kurdish groups very long and Kurdish intellectuals very long to go for an OSCE-like approach when it's about language and culture and so on. And a democratic form of autonomy, a cultural autonomy. And what Turkey wanted to achieve was also to diminish the role of Russia, but it was very quickly taught another lesson. And I think personally that they accepted to a certain degree the presence of Iran, because they know the Iranians very well and they know how difficult it is to deal with them. So we are now in the plan B. Relations with Russia, the Islamic Republic and Syria have been ameliorated, and the main aim is to limit the YPG space of maneuver and to do a repatriation of refugees. Until now, only Erdogan has any plan what to do with Syrian refugees. No one else has. Erdogan would say 1 million in this and that area. We come to that point for sure. And of course, Ankara is dealing with problematic partners. We don't have to go into the symbols, the Liva Sultan Murad, the Harraka Nuruddin and so on. They're quite, you would not like to have them in Europe. Well, they are here. They came, part of them came with the big refugee crisis. And this is the area we are talking about when it comes to ethnicity. These are the areas where you see orange in amber, the domination of the Kurdish ethnicity in Syria. Please notice that the ethnic groups go beyond the border. And this is also the region where the PKK, seeing itself as the sole representative of the Kurds, claim control. And I mentioned these two Sunni radical groups because they are stretching over the canton on Afrin, and Afrin is peculiar. It's not entirely Sunni. It's very strong Yazidi. It's very strong sectarian, and it's the only region with a real clear power base for the PKK. PKK has other power bases too, but Afrin is really deep. So using this, and when they marched in 2018 into Afrin, this was a logical step. We can here see the fears of Turkey, and here again, the different areas Turkey is interested in. Sorry. No. Yeah. In this area, we would have a semi-autonomous rule around Idlib with the
various fundamentalist groups, which are much now, where Turkey much tries to keep some kind of control, but it's very difficult to maintain this control. However, the Turks manage it. It would be a grave security loss for Europeans if Turkey loses here. And this is where Turkey added area. This is the area where Turkey always threatens to intervene. And here we have Syrian and PKK forces, and I will come to them in a minute. Again, this is not about the Syrian. We can go into details when there's questions, but let's go to the YPG. The YPG, the People's Defense Units, are of course part of the wider PKK family. The PKK family starts with a civilian and a military branch, which is replicated everywhere. It's a very complicated, full of abbreviations and groups and groupings organization. The official name is PKK any longer. It's KCK, which is the Union of Societies of Kurdistan. Kurdistan. Please, pardon me. Which is Union of Societies of Kurdistan. It owes very much to the left-wing tradition of Turkey. The organization started as one of these urban and communist guerrilla groups of the 1970s. It was tolerated by Syria in late 70s, but it was also tolerated by the Turkish Secret Service because the PKK wiped out the slate in southeastern Anatolia against other more stronger and more popular groups, and was one of the few armed communist groups that survived in great numbers, and it became the sole alternative for everyone who wanted to pick up a fight against Turkey. The Syrian interest is, of course, the operational area, that is southeastern Anatolia, that is where the water is. And one main interest of the Syrians was to prevent, to slow down Turkey's construction of dams and water barrages. So this is one of the reasons why they would support them. Beyond that, the PKK is anti-imperialist, communist. The relationship of the PKK to the KGB are debated. Slowly, information comes to the light. But it has inherited a very strong ethos of discipline. It's a very Stalinist organization. It looks with a myriad of societies, clubs, organizations, civil society groups, very democratic. But for this, we have to understand that the word Demokrat in the Turkish communist parlance simply means communist. It's like Deutsche Demokratische Republik, like democracy in Eastern Germany. HPG is the main militia of the PKK, or KCK in this case, and they have a direct command structure down to the YPG. So Maslom Abdi, the general of the YPG, reports to the main force, which is called HPG. What is the HPG doing? Their theater of operation is Turkey. And you could try to separate them, but there's an exchange of cadre, there's an exchange of expertise, there's an exchange of, rotations. It's stuck now a little bit, but basically they are one organization. I'm very bad, I have forgotten the women organizations, but they have their own organization, but they're parallel. So there's Ishastar on the level of the whole organization, and YPG on the level in Syria. And they replicate this in Iraq, and they replicate this for Iran, and so on. And you would have a political party, that's the PYD, the Democratic Party, and both in one way or the other report to the party conference in Kandil Mountain in Iraq, where all the structures are. So, the project of Rojava was long. Rojava is this northern Syrian area. There was an older plan to unite the strongholds of the PKK, wherever they are, to the detriment and against the interest of the Iraqi Kurds under the leadership of Barzani.
This was always in the plans. This was always a PKK plan. Because they are arch enemies, they hate each other, they fight each other. And Öcalan wrote in 2005 a constitution for all Kurds, basically where he claims leadership for all Kurds. And all smaller, or all nation states, or all Kurdish organizations in nation states wrote their own constitutions. It's always on the same level. There's a democratic assembly, which is controlled on key issues by PKK members. They allow other political parties, provided they behave, to be active. They don't allow, for instance, in Syria, the Barzanis to be active. And all security-related institutions are under control by the YPG. However, the whole project, which is a very, very simple to understand communist People's Front project, the whole project runs under the banner of anti-fascism and gained legitimacy in its fight against ISIS. We have here a talent of the PKK, which also was foreseen by Öcalan in his papers around 2005 to build alliances. And we would have here three core elements among the Kurdish groups. The Jabhat al-Qrat, the smaller one beyond there, is an allied force, more fundamentalist Kurds. The Shams al-Shimal are Kurds and Turkmens. And we have three different Arab brigades also, but this is based on long negotiations and a working alliance. This whole alliance, this setup of military forces has been supported by the US and renamed Syrian Democratic Forces. Now, their Western reading is that the US came into the desert and told them, be nice, let's fight ISIS together. This would never have had a chance if there had been indigenous plans based on a strategy derived from an ideology beforehand. So the American success in building up the SDF is also the PKK's success in making alliances. Recruitment and propaganda in Europe, and this is where it becomes interesting. In 2014, when the Battle of Kobani raged, a second battle raged in Iraq, and that was the Battle of Baghdad. So it was the Western media then which elevated the Battle of Kobani to a very high degree and lauded it as a showcase example in fighting ISIS. Then this also allowed that the BBC and other Western media unisono took over the whole propaganda of the PKK and broadcasted it, reformulated in English. This had an impact on the re-emerging left-wing current on the universities. By this I mean the third worldist, the tiers-mondialist or third worldish currents like the Zapatista and the sympathizers with, for them. So that very soon volunteers joined the Kurds. Here we have the first example of how hybrid warfare works. Actually, it was only the PKK, but both the Barzanis and the Kandil leadership, PKK, preferred the terminology Kurds fighting ISIS in order to gain legitimacy, and especially the Barzanis had the reason to allow this framing, even if the arch enemy of the PKK would lose, because, how should I say, there's but the Barzanis have been very reluctant to fight ISIS seriously in the critical phase. Later on they did, but not that serious they could, because they know this organization very well. Again, when you break down it from the organizational level to the tribal level, you would see. Now, what came in from Europe and from the US was an international volunteer force. The first ones were American and British ex-soldiers, but more and more came in. And so came people from Turkey. And they created 3 outlets
to organize them. One is called EUT, the Internationalist Freedom Brigade, one is called the Unified Revolutionary Movement, and one is called the United Freedom Forces. The cross-sect and Entschuldigung. They are cross-fertilizing themselves, and they are also exchanging fighters and expertise. There's a difference though. The HBDH movement, which I mentioned here, was founded by the Kandil leadership with the political narrative focus on the Alevites of Turkey and with the aim to do attacks inside Turkey, which they do until this day. Sometimes they get an army officer killed, sometimes they just blow something up. But this is about reorganizing the left-wing structure and the rest of the urban guerrilla inside Turkey and focus them towards the strategic aims and wishes of the military leadership of the PKK. IOT, the third format, had another aim. They were founded by the YPG in Syria in order to do the necessary security checks for all these incoming volunteers and to allow them to form battalions. So whatever communist and separatist groups from France and Spain would come, or even Britain, they had to be there. And they are centered on left-wing extremist groups who see clearly the Rojava revolution as a part of a global urban revolution. And if one knows Turkish, the literature of the Turkish urban guerrilla, they already see a huge battleground from the urban centers in Turkey to the urban centers of Europe. Very shortly, the US, the decision of the US to go with the YPG is for many reasons problematic. First, it's cynical. It's cynical. You don't have any other ally, so you go for the only one who can deliver. This pragmatism is therefore cynical because it's dealt with from the perspective, what do we gain from it? But they totally ignore the motivations on the ground. And secondly, the ideologies are irreconcilable. All the PKK universe, all the writing of Öcalan is anti-imperialist, anti-American, anti-Zionist. So you elevate these people because you need them. And they know, they say, yes, if you want to fight ISIS fascism, as they call it, you need progressive communist forces, you need us. And the bourgeoisie, sooner or later, will realize that. The CIA has already grasped it, that they have to give us arms. We know that 2014 was also changed also the equation inside Turkey because the peace process between Turkey and the PKK came to a halt and then failed. And actually the Americans were hoping that they could reconcile KDP and PKK, making them very tolerant and cooperative force, and you would support this by supporting the peace process inside Turkey. This was an illusion, but it worked for a few moments in Kobane, in the so-called heroic battle of Kobane. And yeah, that's number from 2015. I'm terribly looking always for new numbers, but it's almost impossible to get serious numbers. Yeah, and these are the pictures which were infuriating the Turks so much. The YPG and all guerrilla movements in the Middle East are learning institutions, and they are quick learners. They are committed, they don't waste time. The trainers, the American trainers, were only frustrated because at 15 hours sharp, everyone has to stop, everyone who has a gun has to stop and read pages of Abdullah Öcalan's works, period. This is dealing, they are on one mission. They know what to speak, they know what to say, they know how to say the same thing in 100 words, but they are committed. This is an absolute ideological steel force, and they impress already the Americans.
They are clear, yeah, they are communists, they have their leader and so on, but these are the people to go to because contrary to the Peshmerga, they really can fight. And we see some of the story of the women fighters is, of course, that was a given. They exist since the 1980s, but the media campaign around them, their films, even in the Volkstheater, there was a play about it, is extremely successful and supports a certain, and is claimed by the gender debate inside Europe as one proof of how important this is. And these mortars, mounted mortars, are quite a little bit more than just a little bit infantry and a little bit guerrilla, because it also includes the guiding systems, and this is actually our fear. The YPG knows how to deal, meanwhile, with complicated electronic battlefield devices. They know it already. They have learned it. They've been trained. Now look at the internationalists. These are Europeans. That's one of these battalions I've mentioned. Look at the iconography. It's the Zapatista iconography. They have good relations with the Zapatista. They exchange. They do this in Vienna, by the way. The Zapatista were here a year ago and had a conference together with the PKK, and therefore Vienna is a progressive city. TKPML, that's one of the Maoist groups from Turkey, very aggressive, very strong in the west of Austria, very strong in southern Bavaria and so on. That's only one. People from Third World know this picture. I think it's South American, but the point they make is it's a global movement. And this is how the FARC, this is how the Naxalites in India and so on see it. This is one of the international brigades. Very clear, we serve, the international movement serves the Spearhead movement as represented by Abdullah Öcalan. Here in Ireland, Derry, with the real IRA, things to come. These are Breton and Sardinian anarchists and separatists. This is the group from Barcelona. And this is Berlin, the Berlin Antifa. So the military cooperation from a YPG point is very good. And what they want to do is to get, because they control already the media space in Europe, to get delisted enough pressure so that they get rid of the terror list and become legal. The PKK in Europe in general has, not under the name PKK, under other names, excellent autonomous underground structures. Parallel state institutions has a very, very, very strong influence on who writes what about the Kurds. So most scholars, especially those of political science, are at the same time political activists speaking the gospel of the PKK. So I found almost no one. I think we are two who are a little bit contradicting them, but it's extremely strong. And they are very well connected to mainstream political forces. I'm not talking about the fringe. The fringe groups, the extremist groups, like Sozialistische Linkspartei, or in Vienna the group Wende, and all these others, which hardly anyone ever had heard of, they are dealt with by the Turkish, mostly Maoist groups. This was the case in Favoriten we had 2 years ago by these riots where the PKK wouldn't do this. The PKK wants to be in the center of the city, wants to be respected, and wants to have a handshake with the president. And of course, there must be, it's no point to deny it any longer, there must be some kind of deals of certain security services with, or other groups with the PKK, the contents of which we don't know. And by getting delisted from the terrorists, at the same time, and this is what happened now to me, they try to keep the control over their constituencies. So everyone who's Kurdish or left-wing
should first think what would Öcalan say, or what is the party line, formally or informally, and to get through it. So the way how we talk about the region sometimes is one-to-one from the positions they have been formulating in their policy papers. And by their constituency, and I have to stress this more and more, this includes taxation, this includes contact to official documents, so they expect their members, when they got successful as business people, there was just a case of a very famous German firm, to cooperate with the organization, to finance them, to pay taxes. Many do voluntarily. If you don't do it voluntarily, you get your lessons. And they also expect, and this is now because so many of the rank and file members or the sympathizers are citizens of the European states already, even in the second generation, so they speak the languages. So they expect them, when you rise through the ranks as a official, you're going to work for us. You're going to make things possible. And the first aim are the universities, so that you can pass at least the language classes and to get the certificates quickly signed for Kurdish students who are then activists. And the final point of this very successful organization and very much liked organization in this city is that they also are one of the few capable forces to put taxation on the Kurdish drug cartels. So the heroin dealers and so on have to pay for them too. That's efficiency. Turkey does the same thing. Turkey does the same thing. I will not go because I've burned my mouth too much with an article I wrote a few years ago about Turkey as a narco state. And the Turkish mafia had some unpleasant encounters with states, with officials in my country, which I did never think that this is possible. But anyway, Turkey has a natural strong constituency in Western Europe. Basically, most mainstream Anatolians and Thracians who are here. But they reorganized how to deal with them under Erdogan. And this is one of the great points, because for the first time, Turkish citizens living abroad had the feeling that the embassy is indeed their embassy, there to serve them. Under the Kemalist days, they were looked down because they were just working class, but now things changed. And they called this, I wrote it wrongly here because I could not write Turkish with this program. I have forgotten to load up the fonts. It's called Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı. So it is the presidency for Turks living abroad and related societies, meaning both religious societies and ethnic groups. So the aim is to make Turkish leadership professionally and intellectually acceptable for all the Chechens, for the Bosnians, the Albanians, the Sunni Muslim community in general, and there, especially within the Arabs, with those who come from the Muslim Brotherhood tradition. They also very delicately and very diligently keep their own contacts to Turks in official positions in Europe, mostly over the cultural side. And they use campaigning in favor of, say, Erdogan's politics towards Syria or other places. In general, the presidency is still a very professional body, and more of the political activities go to volunteer organizations, some of them semi-criminal, like the Reisol Çakları or the Alperen Ocakları. These are organizations of far right-wing Turkish groups, and more to the AKP leadership. So we see now, since the last month, we saw it also in Austria, that there are direct contacts to high rank or to citizens of Turkish extraction
that are in high places, who have direct contacts to the AKP party and connect directly and influence, therefore, the politicians over here. The Turks have a very clear understanding of political arithmetics. They know exactly where the Turkish vote counts in European elections. They know this exactly from district to district. And they are very careful. They are not very aggressive pushing, but they have some guidelines, and they are colorblind. They are not supporting one party over the other, but judge them how many citizens of Turkish descent you allow to rise in the ranks, or friends of Turkey to rise in your own administration. So, and this is the new normal. In the EU, Turkey and the PKK sidelined any actor. It's almost now, when you talk about the Turkish community, this was not this way years ago. You're either pro-Erdogan or anti-Erdogan. When you're from the Kurdish side, you're either pro-Öcalan or anti-Öcalan, but then you have to say nothing. This goes very deep. It affects your relationships when, say, restaurant owners are singled out that they are on the wrong side. Nobody would go there, or nobody would help, and so on. And these groups are the strongest to fight about the interpretation of events and narratives happening in Turkey and affecting Europe. And this is, I would say, right now there is a draw, because the PKK is quite content with the strong presence on the universities, which is quite strange when you really meet the core of the PKK. They are not academic at all, absolutely not. There's just a word of Öcalan and nothing else. But they are very popular within the academia, the left-wing chic, both the gauche caviar, so the champagne left, and the radical left. And they know the dog very well. Whereas Turkey has numbers, has the presence, and has also the economic clout, and will always remain for a state a more interesting partner. And one example was in the same interview I gave, Mr. Heusgen, who is now the head of the Munich Security Conference, said that the aim of Germany is not to have, because of its position towards both Turkey and the YPG in northern Syria, not to have any problems on German streets. Yes, but this basically means that you admit defeat already. I cannot do foreign policy because otherwise I have riots here at home. So therefore there is a no position. On one hand, this goes to a negative spiraling up. The stronger the PKK is perceived in the public scene, among the young people, and they are now very well connecting themselves with the gender issues and with the Fridays for Future, the Women's Day and so on, because there's an order of Öcalan to coordinate them and to get all the left-wing groups following Öcalan. At the same time, the policy towards Turkey gets more and more friendly because you need Turkey, and this will continue in this contradiction, which is basically a no policy. You just wait and see and bide your time. In the region, there's another new normal, the so-called irregulars, like proxies, militias, terrorists, or whatever you call them, are one of the main fighting forces. It's them more, and they are very good adapting and connecting with other regular forces. Iran and other countries do the same thing, but they do it differently. And so they are now the irregulars are now the regulars on the battlefield. And once you start sponsoring one group, you have a double binding. It's not only that you are sponsoring someone and believe that now they should kill this and that group, but they also bind you. You sponsor them and you have political problems. The US have political problems with Ankara exactly for these reasons, for better or worse. And I agree that, that one must not forget the YPG's contribution to fight ISIS, but, and this is the other point, the Iranians better understood,
The Iranians have groups who are 100% committed to the case of the revolutionary case of Iran. The Americans are sponsoring an anti-imperialist group, which is very, where the Americans think they guide them, but which very much looks as if the Turkish narrative is right, that they know exactly what they want, and they cooperate for a certain tactical and operational aim, but basically you're legitimating this organization, and that's their aim. And besides that, because we have strong ideological non-state actors, I think the US are beyond, in this peculiar relationship, the US are beyond the point where they simply can drop the YPG. They can't. It's over. They dream of it, because it is a kind of ridiculous to have US soldiers next to the Red Star and other paraphernalia of eternal communism, or, as you mentioned, talking about truth. When you talk with communists, there's this truth in the Red Star. But they can't. And if they did, or if any effort, as are going on now, has any chance to become more serious, it will be blood on the streets over here. And in order to prevent this, your governments have the tendency to do these organizations some favor. Oh, if they are now making a demonstration, how big will that be? 30,000, 100,000, 50,000? Let's talk with the reasonable ones so that nothing gets destroyed, that we don't have street fighting and so on. And that's already ongoing. That's already ongoing, but the political level is ignoring it. Why? Because it's inconvenient. And living now under a media attack campaign from the PKK, I can imagine why politicians are a little bit shy. Besides, as I mentioned, the narrative on the Kurds is controlled by the PKK and by no one else. And how deep this goes into the system can be seen here it is, on a decision of the workers' chamber in Vienna. Austria, as you know, has a very special system. The so-called Arbeiterkammer, the workers' chamber, doesn't exist, as far as I know, in any other country. It's a very powerful institution. It also has elected bodies. And in Vienna, we also have a very strong left-leaning majority there. And this is the final point where the PKK manages, via the Rojava narrative, to go into the political system of a democratic country. The declaration of the Workers' Chamber from autumn 2019 reads like that. Rojava is the symbol of a democracy from below. For a democracy in enterprises, and in economy. Rojava is therefore one of the few moments of history in which the question of a better world is culminated. The ideas for which the men and women in Rojava are fighting were already the ideas of the social democratic workers' councils in Vienna in the early 1920s. It are also the ideas for which social democrats, communists and anarchists and others fought in the international brigades in Spain from 1936 onwards. And also today, humans from Europe and Austria and the whole world fight for these ideas in Rojava, for a better world. So that is what I call a quite successful march through the institution for a banned organization. Thank you very much. Dr. Posch, thank you very much indeed. It's always fascinating to hear one of your lectures, and I was very fond of your three-part article on far-left Turkish extremism. It's really spectacular. I forgot, I wrote something, I put it out there on the Kurdish issue, where I looked into the military operations in northern Iraq and in Syria, where I also touch upon the ideological problem of it. Sorry. Yes, thank you very much indeed.
questions, please keep them short. We're running on a very, very tight schedule here. Thank you. Do you have some insights into what happened in Kazakhstan in the winter 2022? Kazakhstan? Yes, and the role of the Turkey. These rebels in Kazakhstan. There were rumors, there are some Islamists from Syria like that. The core element is a Uyghur group in northern Syria. They are the flotsam of history because they started as a civil rights movement in China and got quite mistreated. And usually Turkey is very careful with the central relations and prefers to sell them at the next possible possibility. The Kazakhs are not very strong in the global Islamist movement. They are gaining ground. Political Islam is gaining ground in Kazakhstan, but they do not know in which element of this. You know, the Kazakhs are divided in three groups. The Orthodox, I don't speak Kazakh, but so I only got the Turkish translations. But they are not. Turkey playing a role there in Kazakhstan, I doubt it. I think the Kazakhs have the Turks quite under control. And coming to Islamists, much less than Uzbeks, much less than Azeris, and definitely much less than Uyghurs. So I don't see too much, but we are looking into this very carefully. However, there is someone in Baku, Jehangir Araslı, who really knows up down to the last person who from the former Soviet Union is fighting in Syria. But that's an entirely different story, and I ignored it because it's out of the focus of this hybrid dichotomy of how Turkey and the PKK exert hybrid influence over Europe. Vielen Dank. Zeit für noch eine Frage. One more question. Okay. Jetzt Pause? Gut, danke. Fernpause. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, wie schon gesagt, so viel, wir sind ein bisschen im Verzug mit der Zeit. Deswegen der nächste Vortrag ist Professor Christian Stadler und er wird uns einen Vortrag halten mit dem Thema Zu Wesen und Wert des wahrhaften Krieges, Reflexionen zum Ukraine-Krieg im Lichte der Fichteschen Kriegsschrift von 1813. Professor Stadler muss, glaube ich, nicht mehr erwähnt werden, er war schon am Dienstag da und deswegen, ja, der nächste Vortrag ist für ihn, ja. Da kommt er schon. Zwei Vorträge. Der erste war auch da drauf. Und ich mache hier. PTX nehmen wir da. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe gehört, es hat sich heute alles verspätet. Ich war ja schon brav eine halbe Stunde da und habe erfahren, es gab da in der Früh doch Verspätungen, aber jetzt haben wir es doch geschafft. Und einige von Ihnen wissen, ich hatte ja schon am Dienstag einen ersten Vortrag und es ist hier sozusagen die Fortsetzung, Vertiefung und Abrundung der Überlegungen vom Dienstag anhand eines Werkes von Johann Gottlieb Fichte
zu Wesen und Wert des wahrhaften Krieges. Der Mann hat das 1813 geschrieben, am Tag bevor seine Studenten, denen er das erzählt hat, gegen Napoleon in den Krieg zogen. Also es ist von einer gewissen Unmittelbarkeit dieser Text, eine Unmittelbarkeit, die in Zeiten wie diesen gut verständlich ist, in friedlichen Zeiten völlig wirr erscheint, aber in kriegerischen Zeiten durchaus nachvollziehbar. Ich möchte aber trotzdem noch einmal, weil das beim letzten Mal ein bisschen zu kurz gekommen ist, habe ich mehr über Europa und seine Strategie gesprochen, noch ein bisschen den Ukraine-Krieg beleuchten. Sie kennen dieses polemologische Konzept, das wir entwickelt haben. Ich habe es das am Dienstag schon vorgestellt. Da haben wir die Dimension Oikos, die wirtschaftliche Dimension eines Konflikts, wirtschaftlich-technologisch. Dann haben wir die Polis-Dimension, die strategisch, juristisch, militärische Dimension. Und die dritte Dimension ist die Logos-Dimension. Hier geht es um die Frage der Bildung, des Menschenbildes, der Werthaltung, Religionen und so weiter. Also diese drei Ebenen gibt es und ich möchte jetzt zu jeder dieser Ebenen einen Gedanken Ihnen vorstellen, einen nur, man kann das dann in einer großen Analyse viel sorgfältiger machen, nur ein kleines Musterbeispiel. Und es wird auch die Formel vorkommen, wie die Dinge zusammenhängen, weil es sind nicht drei Ebenen, die unabhängig voneinander sind, sondern die eine geht in die andere über und erst zusammen ergeben sie ein Ganzes. Das ist ganz wichtig. Keiner dieser Faktoren allein ist allerklärend. Er ist immer nur ein Momentum des Ganzen. Seit 2014 greift Russland die Ukraine an. Seit 2014. Verdeckt, hybrid oder in der neuesten Version ganz offen seit dem 24. Februar. Aber der Konflikt, der Krieg läuft seit 2014. Die Oikos-Dimension. Wirtschaftlich ist die Ukraine auf dem Weg, auf eigenen Beinen zu stehen und eine europäische Entwicklung zu nehmen, die ja gestern wieder einen wichtigen Zwischenschritt geschafft hat. Während Russland heillos zurückfällt und außer seinen Bodenschätzen, die es allein technologisch kaum mehr fördern kann, nichts für den Weltmarkt anzubieten hat. Nichts. Haben Sie irgendetwas auf dem Weltmarkt made in Russia? Das ist auch Vergangenheit nach diesem Krieg, weil wer kauft noch solche Waffen? Also russische Autos, wie Sie festgestellt haben, waren auch nicht russisch. Kaum kamen diese Aktionen, ist man draufgekommen, dass jetzt Moskvich-Modelle aus den 70er Jahren wieder gebaut werden. Was anderes geht nicht. Und diese sind alle ohne Airbag, ohne alles, also sind nirgends auf der Welt mehr zum Fahren zugelassen. Die UdSSR, und ich spreche jetzt bewusst von der UdSSR, umfasste ja Länder wie Ukraine, Litauen, Lettland, Estland, Georgien. Das sowjetische Imperium umfasste Länder wie Polen, Tschechoslowakei. Ich nenne nur die beiden wichtigsten für unsere Themen. Die sind jetzt alle weg. Meine Damen und Herren, die sind alle weg. Mit diesem Imperium hatte das System UdSSR durchaus technologisches Potenzial. Doch nun steht Russland allein da. Ohne Baltikum, ohne Ukraine, ohne Georgien. Wenn Sie sich fragen, was reite ich auf Georgien herum? Sie wissen vielleicht, Georgien hat im Trojanischen Krieg die Waffen für beide Seiten geliefert. Die waren schon ganz gut unterwegs, die Georgier. In früher Zeit, als wahrscheinlich Atlantis im Schwarzen Meer lag. Auf jeden Fall, Georgien hat den Trojanischen Krieg mit Waffen versorgt. Und jetzt kommt ein Punkt, der mir aufgefallen ist in den letzten Tagen, wo ich noch einmal darüber nachgedacht habe. Auch die Rüstungstechnologie, alles, was Russland geschaffen hat, ist fast schon verbraucht. Und was wir jetzt erleben, ist die Verwertung von Erbe der Sowjetunion. Fast alle Waffensysteme, die jetzt im Einsatz sind, sind mindestens 30 Jahre alt. Verstehen Sie, das ist invers gesprochen ein Innovationsschub im Lichte des österreichischen Bundesheers. Wir sind hier wesentlich moderner als die Russen zurzeit. Ihre Waffensysteme sind steinalt. Sie wurden alle aufgehoben. Jetzt werden, ich weiß nicht, Panzer aus den 60er Jahren aus dem Lager herangeschafft. Aus den 60er Jahren. Und mir ist aufgefallen, dass die UdSSR Panzer hatte, aber eine kleine Mediennachricht hat mir zu denken gegeben vor ein paar Wochen. Sie erinnern sich an den Moskwa, das Flaggschiff. Wissen Sie, dass es eine innerukrainische Aktion war? Die hat mit Russland nichts zu tun, meine Damen und Herren. Die Moskwa wurde in der Ukraine gebaut und vom Stapel gelassen in der Ukraine.
Und eine ukrainische Neptun-Rakete hat sie abgeschossen. Das war eine innerukrainische Aktion. Sie hat mit Russland unmittelbar nichts zu tun. Es war Teil des russischen Imperiums, aber es war nicht gewachsen aus der russischen Erde. Und auf diesen Aspekt möchte ich hinweisen, und der gibt Ihnen einen wesentlichen dritten Grund für diesen Krieg. Sie wissen, es gibt die Yellow Press-Argumentation, Präsident Putin ist schwer krank und er muss es noch versuchen, bevor er stirbt. Mag sein, mag nicht sein, ich weiß es nicht. Wenn Sie doch einmal das Petersburger Wirtschaftsforum genau anschauen und analysieren, werden Sie draufkommen, da wird schon was dran sein. Die zweite Dimension war, der Westen ist zurzeit irgendwie abgelenkt. Macron hatte Wahlen, Boris Johnson seine Probleme mit seinen Partys, Präsident Biden ist ein relativ hohes Alter, die Frau Merkel ist nicht mehr deutsche Bundeskanzlerin, Scholz muss sich erst einarbeiten, also ein gewisses Chaos, Draghi ist ein Ökonom und kein Politstratege. Also eigentlich sah es irgendwie so aus, als ob der Westen verwirrt ist und mit sich beschäftigt. Und in der Ukraine war die Stimmung gegen Zelensky sehr schlecht. Also in der Ukraine sind die Leute frustriert, der Westen ist verwirrt und vielleicht hat Putin selber auch ein Zeitproblem. Also jetzt oder nie. Jetzt gibt es aber ein neues Argument. Wenn Sie sich die Berichte des Krieges die ganze Zeit anschauen, kommen Sie drauf, dass wenn die Russen noch 10, 15 Jahre warten, die Waffen, die sie haben, nicht einmal mehr bewegt werden können. Und es kommt nichts Frisches nach. Der beste russische Panzer, der jetzt entwickelt wurde, mit einem Abwehrsystem, konnte mit einer Carl Gustav Rucksackrakete von den Ukrainern zerschossen werden. Das ist die hohe technologische Qualität. Das ist ein Verkaufsargument für solche Geräte. Und die Ukrainer schießen auch die neuesten russischen Flugzeuge ab, mit durchaus beschränkten Waffensystemen. Und darum sage ich Ihnen, das ist ja auch eine ökonomische Geschichte. Es geht hier auch um die Frage, wer wird noch russische Waffen kaufen nach diesem Krieg? Wenn eine ukrainische Semi-Partisanentruppe sie so lange aufhalten kann. Also das ist eine Dimension, die mir aufgefallen ist, und das wurde auch in Kommentaren geschrieben, Putin verheizt jetzt das sowjetische Erbe. Und das sowjetische Erbe war nicht made in Russia, das war made in USSR, und das ist nicht dasselbe. Wir haben uns irgendwie 1991 selbst eingeredet, dass Russland die natürliche Nachfolgerin der UdSSR ist, weil sie ist ja das Große und da sind die vielen kleinen Zwergerl rundherum. Aber es gibt auch keine russische Weltraumfahrt ohne Kasachstan. Es gibt nichts ohne irgendjemand anderen, der jetzt weg ist. Verstehen Sie, das ist ein Aspekt. Und das Erbe verrostet langsam. Also es ist auch ein Krieg gegen den Rost. Das ist eine irre Überschrift, versteht kein Mensch, aber ich glaube, Sie verstehen, was ich meine. Es gibt hier eine ökonomische Dimension, eine technologische Dimension, die ganz, ganz wichtig ist. Und ich habe ja, das will ich nur einmal sagen, im Rahmen meiner Tätigkeit an der Uni Wien wurde ich auch zu einem Sicherheitsbeauftragten gemacht. Und ich hätte eigentlich Bürogebäude mit Computerausstattung lernen sollen, aber es war kein Platz, also hat man mich zur Raffinerieschulung gebracht. Das heißt, ich kann jetzt erklären, welche Sicherheitskriterien in der Raffinerie Schwechat anzuwenden sind. Und ich habe gelernt, wie sensibel ein Pipeline-System ist. Das ist sowas von sensibel, das ist wie eine hauchdünne Ader. Es ist nichts Robustes, da genügen nur 3 Löchlein und es sind Tausende von Kilometern tot. Also hochsensibel. Das braucht Technologie. Und dass wir jetzt kein Gas haben, wird offiziell begründet, da fehlt ein kleines Modul von Siemens. Egal was wahr ist, es ist eine Katastrophe. Wenn es wahr ist, ist es eine Katastrophe. Sie können Ihr eigenes Gas nicht fördern ohne deutsche Technologie. Wenn es nicht wahr ist, ist es einfach ein Vorwand, um politischen Druck zu machen. In beiden Fällen Lose-Lose-Situation. Die Zeit läuft Russland davon. Bald ist das gesamte sowjetische Erbe verbraucht oder zerfallen und dann zeigt sich die Wahrheit der russischen Technologie- und Wirtschaftsleistungsfähigkeit schonungslos, was zu einem massiven Machtverlust führen würde. Dem wurde durch den Krieg in letzter Minute, 30 Jahre nach dem Ende der UdSSR, versucht zuvorzukommen. Meine Damen und Herren, Sie werden jetzt nicht wissen, aber in der Stadt Charkow gibt es 19 Universitäten. Die Stadt Charkow ist so groß wie Wien. 19 Universitäten.
Dort wurde die Metallurgie entwickelt, dort wurde das Eisenbahnwesen entwickelt, dort wurden die Raketen entwickelt und die Panzer. Die Materialien, um das zu bauen, sind 400 Kilometer südlich im Donbass. Dort ist die Superkohle und die Riesenwerke. Und die Fabrik, um das zusammenzubauen, ist wieder in Kharkov. Also eigentlich so ökonomisch eine geniale Geschichte. Nicht hier wird's erfunden, hier gibt's die Rohstoffe in 300 Kilometer Entfernung mit einer Eisenbahn erreichbar und dann wird's gleich wieder dort gebaut, wo es erfunden wurde. Ganz genial gemacht. Das war eine sowjetische Meisterleistung. Das Problem bei der Geschichte ist, das ist seit 2014 für die Russen tabu. Poroschenko hat jedem ukrainischen Forscher und Wissenschaftler verboten, in Russland tätig zu sein. Bei sonstigem Verlust und Strafe, Hochverrat und alles. Was war das Resultat? Die Russen konnten ihre Atomwaffen, die sie auch nicht selbst gebaut haben, nicht mehr warten, weil sie wurden von den Ukrainern gebaut. Deswegen war dieses Abkommen von Budapest 1994 so eine heikle Geschichte. Die Ukrainer haben ihre Atomwaffen abgegeben. Seit wann haben die Ukrainer Atomwaffen? Ja, die waren ja alle dort. Sie haben sie ja gebaut und sie haben sie den Russen übergeben. Und dann mit Verträgen, die gewartet, wie immer, wie in alten Zeiten. Die alten Zeiten waren 2014 vorbei. Und plötzlich konnten die Russen ihre Atomwaffen nicht mehr warten, sodass ich in den letzten Tagen die ersten Analysen gelesen habe. Die große Frage ist, sind die überhaupt noch einsatzfähig? Fliegen die überhaupt noch los? Wenn sie jetzt seit 8 Jahren nicht mehr gewartet wurden. Ich meine, das ist ja nicht ein alter Traktor, den ich wieder raushole, ein bisschen Öl und wieder weiterfahre. Das ist ja auch damals schon Hightech gewesen. Also überlegen wir einfach hier diese Oikos-Dimension ganz, ganz scharf. Die Ukraine ist das Hackerland Nummer 1 in Europa, hat die meisten IT-Zauberer. Sie haben eine eigene IT-Armee aufgebaut. Ich möchte ja unserem Cyberabwehrzentrum nicht so nahe treten, aber die haben eine eigene Cyberarmee. Und mittlerweile wird schon gefragt, was geschieht mit der nach dem Krieg. Das sind die besten Knacker von allem, weil sie können das. Und wo werden die Panzer der Sowjetunion repariert? Dort, wo sie gebaut wurden, unter anderem neben der Ukraine in der Tschechoslowakei. Sie wissen, die Slowakei war eine einzige Panzerfabrik und Tschechien hat sie konzipiert. Als das noch zu uns gehört hat, haben sie die ersten Eisenbahnen und Autos gebaut, Skodas und so, nicht? Also die Tschechen und Slowaken können das. Sie waren Teil des sowjetischen Imperiums, jetzt sind sie es nicht mehr. Und es wächst nichts nach. Also bedenken Sie die Oikos-Dimension dieses Konfliktes. Und ich rede gar nicht von der Frage der Schiefergasfelder vorkommen, die zwischen Kharkov und Donetsk, der Stadt Donetsk, liegen und die, wenn sie gefördert werden, dazu führen, dass die Ukraine die nächsten 50 Jahre sich wie Saudi-Arabien fühlt und Europa energieautonom würde. Weil die europäischen Firmen Shell haben bereits das Förderungsrecht unterschrieben, weswegen die Ukraine den 1000 Seiten Kooperationsvertrag vor vielen Jahren bekommen hat. Wenn die Ukraine jetzt Kandidatenstatus bekommt, ist das nicht nur politisch, wie Moldawien zum Beispiel, rein politisch. Die haben schon 3/4 des Acquis erfüllt in dem Vertrag. Die Ukraine ist der Europäischen Union 100-mal näher, als die Öffentlichkeit glaubt. Weil die Ölkonzerne haben gesagt, wenn wir in der Ukraine hunderte Milliarden Euro investieren, um hier ein gigantisches Schiefergasfeld bei etwas gemäßigteren Umweltschutzvorschriften dort als bei uns herausholen, dann wollen wir da Investitionssicherheit haben. Wir werden das Geld ja doch nicht hingeben und dann verschwindet es bei irgendwelchen Oligarchen. So geht das nicht. Das ist alles schon gemacht. Und wenn der Europäische Rechnungshof die Ukraine kritisiert, kritisiert es im Lichte dieses Vertrages. Sie haben schon 100% Korruptionsfreiheit unterschrieben und haben erst 75% geschafft. Aber es ist nicht so, dass sie in der Korruption versinken. Sie sind nur noch nicht an der Benchmark angekommen. Und deswegen hat der Rechnungshof gerechnet und sagt, das solltet ihr haben, das habt ihr, Leute, da ist noch ein Fehl. Das müssen Sie als Hintergrund wissen, um zu begreifen, dass die Ukraine ja schon 2 Schritte gemacht hat, bevor sie jetzt überhaupt offiziell in diesen Status hineinkommt. Also es gibt viele Dinge, die hier im Hintergrund mitzudenken sind. Das war die Oikos-Dimension. Die Logos-Dimension, die ideologisch-religiöse Wertdimension. Die erste Reichsbildung auf dem Boden des heutigen Russland und der heutigen Ukraine war der Kiewer Rus. Ich habe das letztens schon kurz erwähnt. Diese germanische Reichsgründung, und ich betone, es ist eine germanische Reichsgründung. Vorher war dort nichts, was irgendeine Staats-, Reichs- oder sonstige Ordnung repräsentieren würde. Es waren glückliche Leute, es sind in Wahrheit bulgarische Slawen, die den südrussischen Raum besiedelt haben und den ukrainischen. Und es waren noch ein paar andere Völkerschaften dort, die da irgendwie als
Jäger und Sammler und Hirten gelebt haben, kleinere Dorfeinheiten gebaut haben und dann kamen die Waräger und haben Reichsarbeit geleistet. Sie haben einen ganzen Staat gegründet. Sehr föderal übrigens. Es waren locker verbundene Kleinfürstentümer, die einen Holdingchef hatten und der war in Kiew angesiedelt. Darum heißt es Kiewer Rus. Aber Novgorod war ein Zentrum, Sustal war ein Zentrum und andere Städte waren Zentren. Das war ein Netzwerk mit einer, also fast so wie die EU, nicht? Und Kiew war das Brüssel des Kiewer Rus. Dieser Kiewer Rus, diese germanische Reichsgründung durch schwedische Waräger, bestand von 988 bis 1240 als anerkanntes europäisches Großreich, denn es wurde 988 christlich. Ein ganz wichtiger Punkt. Für diejenigen von Ihnen, die sich in Religionsgeschichte ein bisschen auskennen, die Waräger, die Rus, haben sich nicht für die Orthodoxie entschieden. Das ist ein ganz großer Irrtum der Kirchengeschichte, weil die Orthodoxie gab es 988 noch nicht. Sie haben sich für die katholische Lehre byzantinischer Ritus entschieden, nicht für die Orthodoxie, die gab es erst 100 Jahre später. Nur dass wir da auch verstehen, wieso es die katholisch-griechische Kirche in der Ukraine gibt und eine russisch-orthodoxe. Das muss man einfach wissen, es ist viel komplizierter, als man glaubt. 1240 wurde dieses riesige Reich im Osten und es war so groß. Sie wissen, wir haben den Osten in der Schule nie gelernt und deswegen ist er für uns nicht so unmittelbar präsent. Er ist genauso groß wie das Reich Karls des Großen im Westen war. Spiegelreich. Im Osten Kiewer Rus, im Westen Karolingisches Reich. Da haben Sie eine ungefähre Größenordnung, was die Territorien betrifft. Und im Südosten waren noch die Byzantiner, das altrömische Reich, das oströmische. Diese drei großen Reiche hatten wir in Europa. Und die Mongolen kamen und haben 1240 den Kiewer Rus erobert, eigentlich durch einen politischen Erbschaftstrick. Sie haben nicht wirklich geschossen. Sie wissen, die Kiewer hatten, weil sie ein germanisches Reich waren, germanisches Erbrecht. Und das germanische Erbrecht der Waräger hat eine sehr eigenartige Regel gehabt. Nicht der Älteste erbt den Thron, sondern der Beste. Das ist in der Theorie wunderbar. Wir haben immer den Besten als unseren Fürsten. Das ist ja keine schlechte Lösung. Das Dumme ist nur, wie stelle ich das fest? Das heißt, alle Jahre, wenn es wieder ans Erben ging, hat jeder der Brüder gemeint, er sei der Beste und es kam zu Konflikten. Wenn Sie ein statistisches Mittel nehmen, ist die Ältestenregel im Durchschnitt stabil, mittelmäßig bis gut und selten ein Verrückter dabei. Aber Sie haben das Risiko. Wenn Sie kein Risiko haben wollen, nehmen Sie den Besten, aber dann stellen Sie fest, wer der Beste ist. Quis judicabit. Wer entscheidet es? Und die Mongolen waren clever. Sie kamen bis zum Kiewer Rus, haben gemerkt, da ist gerade ein Erbstreit. Wir hören, was da los ist. Wer sind die drei Kandidaten für den Thron? Und unterstützen den Idioten. Mit Geld, mit Freundschaft und er ist ein Freund der Mongolen, da passiert euch nichts und alles. Und man hat sich der Dümmste von den dreien durchgesetzt, der wirklich ganz umnebelt war, der wäre normal nie zum Zug gekommen, aber der Mongolen-Druck, ja, kaum war er der Chef, haben die Mongolen angegriffen und er konnte sich nicht wehren und sie haben sofort überrannt. Verstehen Sie, das ist Politik. Das ist Politik. So macht man das. Man kann lernen aus der Geschichte, man kann auch von Bismarck lernen, man kann lernen, man muss es ja nicht nachmachen, man kann die Prinzipien verstehen. Und damit wurde der Kiewer Rus erobert. Der nordöstliche Teil des Rus, das heutige europäische Russland, wurde für mehrere Jahrhunderte von den Mongolen besetzt und kontrolliert. Der südwestliche Teil des alten Rus, die heutige Ukraine, kam zum Königreich Litauen-Polen, teilweise bis ins 20. Jahrhundert hinauf über die Habsburger vermittelt. Das heißt, Sie haben hier eine vollkommen unterschiedliche historische Tiefenprägung. Der russische Teil ist tief mongolisch geprägt. Der ukrainische Teil ist polnisch-westlich geprägt. Litauisch, da können Sie es dann differenzieren. Das ist ein Grundunterschied. Er wurde nicht nur von mir festgestellt, es gibt auch ein großes Werk von Voltaire über die Geschichte des Russländischen Reiches. Und da erzählt er ganz genau, dass die Ukrainer etwas völlig anderes sind wie die Russen. Überhaupt nicht zu vergleichen, also völlig anders, wie Tag und Nacht. Und jetzt kommen wir noch zu einem historischen Detail, das Sie bitte auch nachgoogeln können, wenn Sie es mir nicht glauben. Weil im Internet steht die Wahrheit, wie wir wissen. Ich fantasiere nur, aber das Internet hat die Wahrheit. Mitte des 13. Jahrhunderts kam es zum Konflikt zwischen zwei Männern, Andrei und Alexander Newski.
Alexander Newski kennen wir zumindest echomäßig als berühmten Russen, aber Andrei Newski, wo gibt's den? Ja, das war sein Bruder. Das waren Brüder. Und Andrei Newski war zuerst Zar oder Großfürst von Moskau, allerdings nur sehr kurz und er starb sehr kurz, denn er hatte folgenden Plan. Wir werden versuchen, mit den Polen zusammen und dem Vatikan die Mongolen zurückzudrängen. Wir wollen sie wieder zurückjagen nach Asien. Wir wollen unser russisches Gebiet, so wie die Ukrainer, wieder frei bekommen von den Mongolen. Der Mann lebte nicht lange. Und dann kam sein Bruder Alexander Newski an die Macht und er hatte ein anderes Programm. Er hat gesagt, wir werden mit den Mongolen einen Deal machen und Polen, das Baltikum und den Vatikan angreifen und die Schweden noch gleich dazu, mit Hilfe der Mongolen. Alexander Newski, sein Denkmal finden Sie in jeder russischen Stadt über 5000 Einwohner. Putin wollte beim Wirtschaftsforum in Petersburg dem Präsidenten Kasachstan den Alexander Newski-Preis übergeben, den höchsten Preis, den Russland hat. Und der kasachische Präsident hat, so die Medienberichte, abgelehnt, diesen Preis entgegenzunehmen, vor laufender Kamera. Irgendetwas ändert sich im Bereich der OVKS schon langsam. Wenn der eine Verbündete sagt, diesen blutbefleckten Orden nehme ich nicht an von dir, zu seinem anderen Verbündeten. Der eine Verbündete ist 18 Millionen Leute, der andere ist 140 Millionen Leute. Und der kasachische Präsident verdankt seine politische Existenz der Intervention Putins im Jänner dieses Jahres. Also einfach einmal zwischen den Zeilen weiterlesen. Diese Grundentscheidung wurde mir auch von russischen Wissenschaftlern bestätigt im persönlichen Gespräch. Ja, nehmen Sie uns nicht als Europäer, das ist ein Irrtum. Wir sind mongolische Eurasier. Wir sind keine Europäer, so wie ihr, so Holodrio-Typen da im Westen. Wir sind das nicht, wurde mir ganz stolz erklärt. 1634, weil Präsident Putin ja historische Vergleiche immer wieder bemüht und sich als Peter den Großen sieht. 1634 gab es den sogenannten ewigen Frieden. Polen-Litauen verzichtete damals auf den russischen Zarenthron. Ich sage Ihnen das nur deswegen, damit Sie die Nachrichten besser deuten können. Als Putin gemeint hat, oder einer seiner Sprachrohre, man sollte den Beschluss des obersten Sowjet neutralisieren, mit dem Litauens Unabhängigkeit verankert wurde, haben die Litauer postwendend zurückgesagt, dann lasst uns auch gleich den Vertrag von 1634 auflösen, der stört uns nämlich auch und dann werden wir morgen in Moskau die Herrschaft antreten, weil wir sind die Herren des Kreml. Ihr habt das damals, wir haben das nur verzichtet, denn wir waren die Herren des Kreml. Und wenn Sie sich eine Karte anschauen über Polen-Litauen im 14., 15. Jahrhundert, dann werden Sie sehen, dass ein riesiges Land umfasst heute das Baltikum, Weißrussland, Polen, Ukraine. Und auf der anderen Seite haben Sie das Großfürstentum Moskau. Das sieht da im Vergleich dazu aus wie Holland. Und da haben Sie das Warschau als Zentrum des Riesenreiches und Klein-Moskau. Ist ja wohl klar, dass der Große den Kleinen beeinflusst hat. Wir sind nur durch unsere Geschichtswahrnehmung Sowjetunion, rechnen wir zurück und glauben, Russland war immer groß, Russland war immer klein. Es ist erst vor 250 Jahren groß geworden. Davor waren Polen-Litauen groß. Und das ist zufälligerweise jetzt jene Union, die sich gefunden hat. Die Ukrainer und die Polen berichten in den Medien, es darf keine Grenze mehr zwischen uns geben. Klammer auf, es soll wieder so sein wie im Mittelalter, Klammer zu. Und Litauen ist mit von der Partie und blockiert jetzt Kaliningrad, Alt-Ostpreußen. Verstehen Sie, das sind alles historische Implikationen. Die müssen Sie nur wissen, damit Sie wissen, wie das in Russland wirkt. Das war ein Kooperationsvertrag. In der russischen Narrativ war es ein Unterwerfungsvertrag. Ihr habt euch dem Zar unterworfen. Im ukrainischen Narrativ ist es ein Kooperationsvertrag. Wir machen eine Waffenbrüderschaft gegen die Türken, die uns gerade massiv angreifen. Jetzt kommen wir zum Oikos, wo die beiden Dinge, zum Polis-Bereich, also zur politisch-strategischen Dimension, wo die beiden Dinge verbunden werden. Im Oikos-Bereich läuft Russland, wie wir gesagt haben, mit Zeit davon. Das 1991 einfach angetretene Erbe der UdSSR verblasst bzw. fällt langsam. Fast alle Errungenschaften der Dachmarke UdSSR verdanken sich in Wahrheit den unterdrückten Unionsrepubliken, nicht Russland selbst. Russland allein hat wieder das Gewicht wie zu Beginn der Neuzeit.
Ich habe gerade gestern einen Vortrag gehalten und den habe ich mit dem schmissigen Titel begonnen, das war in der Schweiz, da hat das wieder gewirkt, mit Wilhelm Tell und so, habe ich gesagt, so, Russland folgt der österreichischen Geschichte nach. Vor 100 Jahren sind wir auf unser mittelalterliches Niveau zurückgestutzt worden und die Russen werden das jetzt auch erleben. Sie werden wieder so groß werden, wie sie im Mittelalter waren. Und alle neuzeitlichen Errungenschaften könnten sich auflösen. Im Logos-Bereich gibt es eine lange russisch-ukrainische Spannung, die seit 1654 von den Russen dadurch ausgelöst wurde, dass eine Kooperation umgedeutet wurde zu einer Unterwerfung, die dann von Zarin Katharina der Großen brachial umgesetzt wurde. Die Ukrainer im Russischen Reich verlieren jegliche Autonomie und der Kampf beginnt gegen die russische Unterdrückung. Es handelt sich hier um das Jahr 1654, in dem einerseits diese Kooperation begann und 100 Jahre später Katharina die Große, 1700 irgendwas, dann das beendet hat, diese Kooperation endgültig und zu einer Unterwerfung umgedeutet hat. Und da habe ich bei Voltaire einen interessanten Kommentar gefunden und auch bei anderen französischen Autoren, die gesagt haben, Ukraine war für uns, also die Kosaken, das hieß damals nicht Ukraine, das war das Kosakenhetemal, das ist ein ganz spannendes Gebiet. Das sind freie Krieger, das sind freie Bürger, die hatten sogar basisdemokratische Elemente in ihren Stammesritualen eingebaut. Und plötzlich sind sie von der Bildfläche verschwunden und die haben sich gefragt, wo sind die hin verschwunden, in welchem Orkus sind die verschwunden? Und wissen Sie, was da ein französischer Autor richtig herausgearbeitet hat? Es war der Charme von Katharina der Großen. Sie war die große Aufklärerin, sie war die große Europäerin. Sie hat die Krim befreit von den Tataren. Dass sie auf dem Weg dorthin die Kosaken fertig gemacht hat, wurde im Westen fallen gelassen. Seit Katharina der Großen ist die Ukraine kein Faktor mehr im westlichen intellektuellen Bewusstsein. Ich habe mich immer gefragt, wann ist die verschwunden? Das war genau damals. Ich komme da nochmal drauf, auf diese Jahreszeit. Oikos mal Logos ist Polis, sage ich. Ökonomische Rahmenbedingungen, Verfall des Erbes, Verfall der Macht, kombiniert mit einem weltanschaulich-politischen Narrativ, führt kombiniert zu was? Zu einem Vernichtungskrieg. Diese Ukraine kann es nicht geben. Es darf sie nicht mehr geben. Übrigens das Wort Genozid, habe ich bei meinen Recherchen auch herausgefunden. Das Wort Genozid wurde von einem polnischen Juristen entwickelt, der Begriff Genozid, im Angesicht des Holodomor, den Stalin in der Ukraine organisiert hat. Das war der erste wirklich bürokratisch-systematische Massenmord von 4 Millionen Leuten. Und da hat der polnische Völkerrechtler gesagt, das nennen wir so etwas, gab es vorher noch nicht, das nennen wir jetzt Genozid und hat das Wort erfunden. Im Angesicht dieser Geschichte. Auch ein interessantes Detail, das man so gar nicht weiß. Deutsche Philosophie mache ich ganz kurz, das ist eigentlich nur ein Hintergrund, weil auch das eine Rolle spielt. Es geht ja um Johann Gottlieb Fichte. Für mich ist entscheidend, dass Sie begreifen, dieses Denken an Freiheit, ich habe das am Dienstag ausführlich dargestellt, es handelt sich um eine Strategie der Freiheit, es handelt sich um einen Freiheitskampf. Was ist dieser Freiheitsbegriff? Der Freiheitsbegriff, wie wir ihn kennen, wie wir ihn heute verstehen, stammt von Martin Luther. Er hat diesen Freiheitsbegriff geprägt in seiner wichtigen Schrift Freiheit eines Christenmenschen. Damals wurde das erste Mal von Freiheit gesprochen. Vorher war es Ordnung und göttlicher Schicksal und alles Mögliche und Gerechtigkeit, aber nicht Freiheit. Freiheit in unserem Sinne gibt es erst seit Luther. Und er hat Freiheit so verstanden, verstehe unmittelbar die Gebote Gottes, so bist du frei gegenüber den Menschen, die unter Vorgabe göttlicher Autorität nur ihre eigenen Machtinteressen durchsetzen wollen. Das war seine große revolutionäre Freiheitsdefinition. Also wann bist du frei, wenn du Gottes Gebote selber verstehen kannst und nicht irgendjemandem zuhören musst, der dir sagt und weißt was Gott von dir will. Weil Luther gesagt hat, wenn ich mir anschaue, was in der Bibel steht und mir anschaue, was die Leute sagen, das passt nicht zusammen. Das heißt, unter dem Titel Gott erzählen sie da ihre eigenen Geschichten. Und das war dieser erste, wenn Sie so wollen, frühmarxistische, ideologiekritische Ansatz von Luther. Er wurde mit Hilfe der göttlichen Autorität Ideologie begangen. Eigene Interessen durchgesetzt. Unter dem Titel göttliche Autorität. Ohne diese Reformation, sagt Hegel, gibt es keine Revolution. Ohne Reformation gibt es keine Revolution.
Die Revolution ist der Versuch, diese Freiheit gewaltsam umzusetzen. Ich möchte Sie nur daran erinnern, ich will das nicht im Detail ausführen, wir haben ein Zeitproblem vorne und hinten. Ein Punkt nur, bitte begreifen Sie Clausewitz als einen Denker des deutschen Idealismus. Nehmen Sie nie wieder bloß als einen Militärtheoretiker. Er wurde von deutschen Idealisten ausgebildet, er hat mit deutschen Idealisten in Berlin diskutiert und er ist gleichzeitig mit ihnen 1832 gestorben. Also er war ganz tief drinnen in der deutsch-idealistischen Denke, in dieser Blase. Und alles, was Sie bei ihm hören, über den Krieg, sein Wesen und über das Wesen der Politik und über den loyalen, kritischen Offizier, all das lesen Sie bitte vor dem Hintergrund des deutschen Idealismus. Sonst wird das nicht richtig verstanden und damit auch nicht erfolgreich umgesetzt in die Realität. Also bitte, Clausewitz ist wesentlich komplexer, als manche seiner berühmten Zitate vermuten lassen. Fichte war jetzt der ganz große Philosoph der Freiheit. Er war der ganz große Philosoph dieser Selbstbestimmung, der in seinem Kriegsbüchlein, und auf das möchte ich jetzt noch ganz kurz eingehen, diese theoretischen Dinge hatte ich mir vorgenommen, wenn mehr Zeit ist, aber die haben wir nicht. Vielleicht das Letzte, das ist wichtig. Er hat ein System entwickelt der Philosophie, das aus Metaphysik, aus Rechtslehre, aus Sittenlehre und Religionslehre besteht. Also Sie merken, da 4 Teile hat seine Theorie. Einer davon ist metaphysisch und die anderen 3 sind normativ. Ganz wichtiges Detail. Rechtslehre, normativ. Sittenlehre, normativ. Religionslehre, normativ. Metaphysik, Erkenntnislehre des Seins. Und ich verstehe das Sein nur im Sinne des Sollens. Damit ist mit Fichte jede Form von Positivismus schon tot, bevor sie geboren wurde. Also das Sein verstehe ich nur im Lichte des Sollen. Ohne das Sollen ist mir das Sein nichts. Das ist ganz wichtig. Das System besagt, dass jeder Gedanke streng auf dem Vorhergehenden beruhen und zum Nachfolgenden führen muss. Sein kann es nicht geben ohne das Recht. Das Recht kann es nicht geben ohne die Moral. Moral kann es nicht geben ohne Gott. Fichte ist der einzige Philosoph, der dem Recht eine metaphysische Bedeutung zuschreibt, nicht nur eine sozial steuernde. Normalerweise sagen alle Philosophen, das Recht brauchen wir, damit es keinen Konflikt gibt, damit wir Frieden haben. Aber Fichte sagt, ich brauche das Recht, damit mir diese Flasche Wasser Sinn macht. Ich kann das nicht abkürzen, das ist Gegenstand meiner Diss gewesen, 400 Seiten, aber das ist die Abkürzung. Ja? Also ohne das Recht ist diese Flasche Wasser hier für mich nicht existent. Und damit wird das Recht lebensnotwendig. Ohne das Recht stirbt man. Man existiert gar nicht mehr, man verliert seine Existenz ohne das Recht. Nie hat ein Mensch so radikal gedacht. Jetzt kommen wir zu den letzten Folien über dieses Kriegskapitel. Fichte unterscheidet, und das ist sehr tröstlich, einen vollkommen dekadenten Zustand Deutschlands zu seiner Zeit. 1813 sagte den Leuten, es gibt Menschen, die glauben, das biologische Leben sei das höchste Gut auf Erden. Es gibt solche Leute, sagt er. Und die geben dann dem materiellen Eigentum, weil es der Sicherung des biologischen Lebens dient, eine hohe Stellung. Warum haben sie das Recht auf Eigentum? Damit sie ihr biologisches Leben erhalten können. Darum gibt es ein Eigentum. Und was macht der Staat? Der Staat hat die Aufgabe, das Eigentum zu sichern, das sie brauchen, um ihr Leben zu erhalten. Also ist der Staat lebensnotwendig. Das ist im Wesentlichen die liberale Theorie von Locke und anderen. Der Mensch hat ein Eigentum, Life, Liberty and Property. Der Staat ist ein Dienstleister, der die Aufgabe hat, das Eigentum der Besitzbürger zu schützen gegenüber anderen und äußeren Feinden. Das heißt, der Staat ist ein Sicherheitsdienstleister und sonst nichts. Und jetzt kommt's. Krieg ist daher keine Option, da der den Staat, das Eigentum und damit das höchste Gut beschädigen oder vernichten kann. Für diese Leute ist Krieg nicht interessant. Es ist daher sinnvoll, einen Teil des Eigentums zu opfern, um den Staat, Resteigentum und vor allem das biologische Leben zu retten. Also schließe man mit möglichen Aggressoren einen Deal. So beschreibt es Fichte 1813. Es gibt Menschen, die sagen, wir werden Napoleon nicht bekämpfen, wir bieten ihm Geld und ein paar Verwaltungsposten und er möge uns in Ruhe lassen. Das hat Preußen gemacht in seiner Neutralitätsphase. Lassen wir das in Ruhe, lassen wir die Franzosen machen, wir machen einen Deal und leben glücklich. Clausewitz hat das eben als Fichteaner nicht akzeptiert und hat dann gegen Napoleon gekämpft. Aber das war sozusagen der Gedanke. Und was sagen wir im Ukraine-Krieg?
also nicht wir hier, sondern man sagt, kleingeschrieben, na ja, jetzt sollen sie aber langsam aufhören, sich zu wehren, das wird ein bisschen teuer. Wie soll man das machen? Man lebt ruhig und friedlich in seinem Land, wird überfallen und totgeschossen und dann wird einem gesagt, man soll aufhören, sich zu wehren. Meine Damen und Herren, es ist natürlich klar, der Krieg beginnt nicht mit dem Aggressor, der Krieg beginnt mit dem, der sich gegen den Aggressor wehrt. Verstehen Sie? Der sich wehrt, beginnt den Krieg. Und jetzt hat man gesagt, und viele meiner Philosophenkollegen sagen das auch, hört doch auf, euch zu wehren, wie lang wollt ihr uns das noch zumuten, dass ihr euch wehrt? Ja, das ist genau dieser Fichte-Mensch. Gib doch Ruhe und mach einen Deal, gib was her. Ich habe dann das Beispiel gebracht, da kommt ein Gewaltverbrecher in ihren Garten, besetzt ihren Swimmingpool und haut ihre Garage kaputt und danach machen sie wieder einen Deal und sagen, okay, und den Geräteschuppen kriegst auch noch, aber den Keller lasst mal. Und das ist dann eine gerechte Lösung. So macht man das unter den Zeichen des Rechts. Nicht? Genau so lösen wir das. Davor hat er noch Frauen und Kinder vergewaltigt, damit es abgerundet ist. Gleichzeitig aber unter einem christlichen Anspruch, das Abendland zu retten. Nicht so, wie es in der Bibel steht. Nicht, vergewaltigt mir die Frauen und Kinder. So steht es doch, glaube ich, in der Bibel. Nicht? Steht das so oder steht das anders? Jedenfalls wird das alles unter christlichen Vorzeichen gemacht. Und wenn der Irrsinn auf die Spitze getrieben wird, ist man so geblendet, dass man aufhört zu denken. Und das ist die Dialektik, die wir jetzt erleben. Dann sagt Fichte das zweite Bild, das Gegenbild, die sittliche Pflicht. Das Abbild Gottes im Lichte des zeitlosen Lebens, das ist das, worauf es ankommt. Das menschliche Leben ist nur ein Mittel, ein Instrument zur sittlichen Pflichterfüllung. Meine Damen und Herren, das war Fichtes Gedanke ganz radikal. Ich habe meine Gedanken zu Fichte mal mit einem marxistisch gut informierten Philosophen geteilt und er hat mir gesagt, ist ja interessant, Fichte ist radikaler als Marx. Das ist ja genial. Fichte ist ja noch radikaler als Marx, habe ich gesagt, das ist ganz falsch. Er hat nämlich gesagt, du hast ein Recht auf Leben, jawohl, du hast ein Recht auf Eigentum, du hast ein Recht auf soziale Sicherheit, ein Recht auf Gesundheit, ein Recht auf Wohnung, ein Recht auf Altersvorsorge, wie Marx es auch gesagt hat. Aber nur aus einem einzigen Grund, damit du Gott dienen kannst. Wenn du das nämlich nicht machst mit deinem Leben, ist es wertlos. Das ist in der marxistischen Theorie so nicht dargestellt. Krieg ist daher aus Freiheit für die Freiheit zu führen, von allen Bürgern, die dadurch zum Volke werden, sagt er. Wenn jeder Einzelne und die Gemeinschaft um seine oder ihre Freiheit kämpft, ohne Kompromisse und ohne Ausnahme. Alle müssen für jene Freiheit kämpfen, die dem zeitlichen Leben überhaupt erst einen Wert gibt. Denn erst wenn ich in Freiheit lebe, kann ich jene sittliche Pflicht erfüllen, die mein Leben, sagt Fichte, wertvoll macht. Also sie kämpfen um ihr Leben, wenn sie um ihre Freiheit kämpfen. Und nicht sie opfern ihr Leben für die Freiheit, sondern umgekehrt. Sie müssen die Freiheit erwerben, damit sie leben können. Friedrich Schiller, der genau zu der Zeit gedichtet hat, als Fichte gedacht hat, hat es formuliert, das Leben ist der höchsten Güter nicht. Das biologische Leben ist der höchsten Güter nicht. Und ich habe dann so eine Formel gemacht, Fichte denkt, Schiller dichtet und Beethoven komponiert. Und statt Freude, schöner Götterfunke, können Sie auch Freiheit, schöner Götterfunke sagen. Und wenn Sie sich die Ode an die Freude anschauen, passt da das Wort Freiheit sehr gut hinein, weil Fichte sagt, die einzige Freude, die ich haben kann, ist, dass ich endlich frei bin. Weil dann bin ich bereit, mein Leben wertvoll führen zu können. Und das macht die größte Freude. Der Ukraine-Krieg kann daher begriffen werden als ein Kampf um die Freiheit. Ich habe da schon sehr viel erzählt, ich will das nicht nochmal wiederholen. Es gibt sehr viele Aspekte, die hier eine Rolle spielen. Faktum ist, der Ukraine-Krieg ist ein Kampf um die Freiheit. Es geht hier nicht um den Donbass, es geht hier nicht um irgendwelche Territorien, es geht hier nicht um irgendwelche ökonomischen Abschätzungen, ja, so viel Land geben wir her für das oder jenes. Und was ich versuchen wollte klarzumachen, der Krieg geht seit 300 Jahren. Seit 300 Jahren latent, seit 2014 akut und seit 24. Februar heiß. Das gehört in die Analyse mit hineingenommen. Sonst versteht man nicht, was die Akteure sich so denken. Das versteht man so in seiner Tragweite nicht. Und zum Abschluss mein Lieblingszitat in voller Länge, und bitte nehmen Sie es im Lichte dessen, was ich Ihnen gesagt habe, weil Goethe war ein Fürsprecher von Fichte beim Fürsten, bevor
der Fürst Fichte hinausgeschmissen hat, weil er zu viel Freiheit in seinem Denken hatte. Und jener Goethe hat gedichtet, ja, diesem Sinne bin ich ganz ergeben, das ist der Weisheit letzter Schluss. Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben, der täglich sie erobern muss. Und so verbringt, umrungen von Gefahr, hier Kindheit, Mann und Greis sein tüchtig Jahr. Solch ein Gewimmel möchte ich sehen, auf freiem Grund, mit freiem Volke stehen. Zum Augenblicke dürfte ich sagen, verweile doch, du bist so schön, es kann die Spur von meinen Erdetagen nicht in Äonen untergehen. Im Vorgefühl von solchem hohen Glück genieße ich jetzt den höchsten Augenblick. Für viele Ukrainer ist es der letzte Augenblick, aber er ist schön. Vielen herzlichen Dank, Herr Professor. In Anbetracht der Tatsache, dass wir wirklich nicht mehr viel Zeit haben, wäre es in Ordnung mit Ihnen, wenn wir keine Fragen stellen würden? Wenn es keine apokalyptisch dringenden Fragen gibt, dann natürlich. Ich habe gehofft, es so darzustellen, dass es ungefähr klar wird, was ich meine. Vielen herzlichen Dank und ja, dann machen wir jetzt keine Fragen. Ich möchte jetzt mal einen guten Geist, der mir meinen USB-Stick zurückgibt. Er sagt, das System läuft noch, aber es läuft einfach ausziehen. Ja. Sind Sie sich sicher? Okay, Das jetzt ist Windows. Ja, nein, das ist eigentlich auch so. Das Programm ist ja auch schon da. Nein, brauchst du nicht. Ich brauch's nicht vorstellen. So, wo ist es? Gutes Gelingen. Danke sehr. Ja, Wiederschauen. Nein, haben Sie? Ja, genau. Ja, wahrscheinlich. Eine Videodatei haben Sie auch? Ja, vielleicht, ja, wenn Sie ausgeht zeitlich. Die muss man manchmal ein bisschen lauter stellen. Ja, das machen wir von der Zeit abhängig. Ja. So, und da habe ich diesen... Da sieht keiner was. Ja, aber ich will das nur... Fahr zurück und oben ist ein Ländchen der falsche. Ja, genau. Darf ich schon? Ja, dann möchte ich ganz kurz um Ihre Aufmerksamkeit bitten. Dann würde ich fortfahren mit meinem Vortrag. Aufgrund der Zeit werde ich ihn ein bisschen kürzen. Das heißt, ich werde jetzt einen Parforce-Ritt machen durch die letzten knapp 4 Monate des Konflikts und versuche Ihnen ein paar Aspekte quasi näher zu bringen, die Sie vielleicht jetzt so nicht gleich sofort am Radar haben. Der Vortrag heißt der Krieg um die Ukraine, absichtlich um die Ukraine und nicht in der Ukraine, weil im Wesentlichen ja sich also hier möglicherweise im Hintergrund auch noch andere Dinge abspielen. Und es soll also kurz im Prinzip auch eine Lagedarstellung sein dessen, was also gerade passiert oder was aktuell passiert. Sie haben es ja mitbekommen, in den letzten 48 Stunden hat sich ja die Situation im kleinen Rahmen doch ziemlich zugespitzt auch. Gut, fangen wir an. Das erste Wichtige, das zu verstehen wäre, ist, dass die Ukraine ein sehr großes Land ist. Man hat es am Beginn des Konflikts oft vergessen. Es war so, dass dann diese kleinen Pfeile der russischen Seite begonnen haben vorzumarschieren und wir haben uns gedacht, naja, das ist ja eh nicht wirklich viel. In Wirklichkeit war das von Beginn an sehr viel. Und es war so, dass die russische Seite eigentlich sehr erfolgreich in den ersten 2 Wochen diesen Konflikt aus ihrer Sicht geführt hat, mit einigen Kleinigkeiten, die nicht funktioniert haben, auf die wir gleich zu sprechen kommen. Aber wenn Sie hier noch einmal im Vergleich sich Österreich ansehen, dann sehen Sie, also die Distanz quasi von der ukrainisch-russischen Grenze bis nach Kiew ist also quasi wie Mittelburgenland nach Salzburg, also das sind schon große Distanzen. Das spielt auch noch eine Rolle, wenn wir uns die nächsten Wochen betrachten. Was ich auch betonen möchte,
ist, dass die Ukraine zentral durch den Dnepr geteilt wird. Diese Linie ist also immer auch wichtig zu betrachten im Hinblick auf mögliche starke Verteidigungslinien als solches, denn der Dnepr ist an manchen Stellen auch massiv aufgestaut. Also wenn Sie hier in Kremenchuk stehen und Sie schauen Richtung Nordwesten, dann ist es so, wie wenn Sie in Bregenz stehen und Richtung Bodensee schauen. So massiv ist er. Und es ist auch wichtig, wenn wir uns dann betrachten, was die Russen bereits erreicht haben im Wesentlichen. Gut, beginnen wir mit dem Angriff. Ich werde die Möglichkeit haben, dann im Folgepanel auch noch kurz über einen Teilaspekt dieses Angriffes zu reden, nämlich über die Cyberangriffe. Das heißt, die möchten wir hier nur kurz halten. Wichtig ist zu verstehen, dass dieser Angriff nicht nur begonnen hat quasi mit Landstreitkräften und Luftstreitkräften, sondern vor allem auch im Cyberdomain vorgetragen worden ist. Ich weiß nicht, ob Sie gewusst haben, dass die Russen kommen oder nicht. Ja, viele Experten waren sich einig, sie würden nicht kommen. Was war das Hauptargument? Die Anzahl der Kräfte, die bereitgestellt worden sind, nämlich diese knapp 200.000 Mann, gegliedert in grob 4 Manövergruppen, wenn man das so nennen kann, nämlich einmal also hier heroben, also eigentlich hier geteilt sogar in 2, dann hier herüben, hier und hier unten. Auf diese Kräfte werde ich dann später noch einmal eingehen. Interessant ist, jedes Fähnchen steht grob für einen Generalsrang und über jeden, also über 2 Fähnchen drüber ist noch einmal einer. Das ergibt ungefähr 20 Generäle. Auch diese Zahl nehmen wir mit für die Bewertungen in weiterer Folge. Jedes Fähnchen steht für eine Combined Arms Army. Das ist ungefähr ein Divisionsäquivalent von ca. 15.000 bis 20.000 Mann, manchmal auch ein bisschen höher. Und die hatten konkrete Aufträge. Interessant ist auch, sie wurden auch gebildet aus den Militärbezirken. Und die Militärbezirkskommandanten traditionell, gemäß russischer Doktrin, führen operativ. Das heißt, sie können sich ihre Teilstreitkräfte, die sie benötigen, selbst zusammensuchen. Und auch hier war es so, dass am Beginn diese Kräftegruppierungen ihre für sich selbst bestimmten Aufgaben hatten bei der Einsatzführung. Das heißt, die Aufgabe dieser 2 Gruppierungen war der Vorstoß nach Kiew. Hier dieser Gruppierungen, hier war auch das eigentliche Schwergewicht, ausgedrückt durch die 1. Garde Panzerarmee, der Vorstoß Richtung Kharkiv. Hier unten das lukrativste Ziel, das Umfassen der ukrainischen Landstreitkräfte entlang der sogenannten Separationslinie, also quasi ein Ergebnis von Minsk I und Minsk II, wo also 40% der ukrainischen Landstreitkräfte disloziert waren, und hier herunten der Vorstoß quasi vom Süden Richtung Norden. Über diese Kräfte sprechen wir dann später noch einmal. Das Allegro war diese berühmte Luftlandung, wo also eine Helikopter-Assault Force aus Belarus sich angenähert hat und Hostomel eingenommen hat, erfolgreich. Das Problem aber war, dass aufgrund des Widerstands der ukrainischen Seite, die Russen haben zwar vorher mit ihren Luftangriffen die ortsfeste Fliegerabwehr zerstört, konnten aber nicht diese Man-Pad-Stellungen detektieren und ausschalten, es zu Verlusten kam. Insgesamt wurden also 5 Hubschrauber abgeschossen. Damit war klar, sie können nicht die Folgephase durchführen. Das wäre die Anlandung gewesen von 8 schweren Transportmaschinen, um dann geschlossen mit schweren Geräten nach Kiew vorzustoßen, nicht um die Stadt einzunehmen, sondern vor allem um Bilder zu produzieren, nämlich russische Fallschirmjäger auf dem Maidan, beziehungsweise auch parallel zu versuchen, mit Spezialkräften die politische und militärische Führung zu stürzen. Heute wird von russischer Seite oft gesagt, das war nicht unser Plan. Das stimmt so nicht. Das ist ein bisschen wie das Gleichnis vom Fuchs mit den Trauben, wenn Sie das kennen. Also der Fuchs, der bei den Trauben vorbeigeht und sagt, die sind köstlich, die möchte ich haben, dann versucht er sie zu erreichen, erwischt sie nicht und sagt, na, eigentlich sind sie sauer. Warum wissen wir das so genau? Weil unter anderem am Beginn der Operation, das werde ich später nochmal ausführen, es im Informationsdomain zu Aktionen gekommen ist, die sehr klar darauf hindeuten, dass also dieser Enthauptungsschlag geplant wäre. Außerdem kommt noch dazu, dass das klassische russische Doktrin ist oder sowjetische, denken Sie an Afghanistan 79 oder auch an Prag 1968. Ich möchte jetzt gar nicht im Detail auf diese Ereignisse hier eingehen. Stichwort Butscha, auch sehr interessant. Also wenn da noch eine Frage ist, können wir das gerne klären. Auf jeden Fall eine Verzögerung aufgrund dieser Ereignisse hier in Hostomel. Hier herüben diese Kräftegruppierung auch relativ verzögert aufgrund des Umstandes, dass hier die Desna fließt und die Ukraine es geschafft hat, die Brücken zu sprengen, so wie es auch der Fall war bei diesen 2 Kräftegruppierungen. Hier herüben der Auftrag, quasi rasch Kharkiv einzunehmen. Warum das Schwergewicht? Weil es die Idee war, hier diese Drehscheibe rasch nützen zu können. Sie wissen, die Logistik der russischen Seite ist vor allem auf die Eisenbahn abgestützt. Das Problem war, dass man zwar hier am Beginn eine sogenannte tiefe Operation durchgeführt hat, also die Kräftegruppierung zum Beispiel der 6. Combined Arms Army hat es geschafft, in 10 Tagen fast bis nach Kiew zu kommen, also quasi vom Mittelburgenland bis nach Salzburg. Aber was nicht gelungen ist, ist die Einnahme der Stadt Kharkiv. Aufgrund des starken Widerstandes ist das gescheitert, was dazu geführt hat, dass der Kommandant der 1. Garde Panzerarmee, General Kiesel, und sein Stellvertreter abgelöst worden sind am Ende der 2. Woche. Hier diese Kräftegruppierung mit dem Auftrag, quasi eine Zangenbewegung durchzuführen zur Umfassung dieser ukrainischen Kräfte, geführt auch vom ranghöchsten Offizier, vom Generaloberst Twornikow, der dann in weiterer Folge noch eine Rolle spielen wird. Und hier herunten
eigentlich der erfolgreichste Kommandeur der 48. Company Arms Army, der hat also 3 Dinge geschafft und das war auch in den russischen sozialen Netzwerken diese Euphorie, die hier verbreitet worden ist. Erstens hat er es geschafft, einen Brückenkopf auf der anderen Seite des Dnepr zu bilden, was ganz entscheidend ist, auch möglicherweise für den weiteren Verlauf des Konflikts. Zweitens hat er den Nord-Krim-Kanal in Besitz genommen. Das ist jener Kanal, der Frischwasser auf die Krim bringt. Das ist immer schon ein Problem, auch in den letzten Jahren, seit 2014. Und drittens hat er im Vorbeigehen nicht nur die Stadt Melitopol eingenommen, sondern auch ein wichtiges Atomkraftwerk. Die Ukraine hat 15 Reaktoren. Diese sind zusammengefasst in mehreren Anlagen. 6 Reaktoren sind in Enerhoda bei Nikopol. Und mit der Einnahme dieses Kraftwerks war die Ukraine von einem Moment auf den anderen von 40% ihrer Stromversorgung abgeschnitten, was auch dazu geführt hat, dass die Europäische Union die Stromversorgung der Ukraine übernommen hat. Etwas, was wir, Stichwort Cyber, immer mit sehr Stolz betrachtet haben, dass wir physisch vom Netz Belarus, Ukraine und Russland getrennt sind. Das gehört jetzt quasi der Vergangenheit an, mit all den Nachteilen, die sich daraus ergeben. Gut, sehen wir uns jetzt die Phase 1 bis zur 5. Woche an, also die erste Phase, nämlich die Frage, warum war die Ukraine jetzt eigentlich wirklich so erfolgreich? Und das ist ganz interessant, weil es eine Kombination aus mehreren Dingen war. Das erste war die Taktik. Die Ukraine in ihren Abwehrmaßnahmen muss man verstehen aus den Ereignissen 2014. Ja, werden von Ihnen sagen die Begriffe oder die Ortschaften Ilovaisk, Debaltsevo oder Zelenopilja irgendetwas? Das macht einen großen Unterschied. Für den Ukrainer ist es sehr bedeutungsvoll. Zelenopilja, da war der Fall, dass die ukrainischen Streitkräfte mit einer Brigade im freien Gelände von den Russen im Prinzip zerschlagen worden sind. Hat es über 300 Tote gegeben und in 2 Kesselschlachten beim Einmarsch der russischen Streitkräfte im Osten wurden die ukrainischen Kräfte massiv eingekesselt bei Debaltsevo und Ilovaisk und haben dort jeweils ca. 1000 Mann verloren. Und die Ukraine hat verstanden, wenn wir es wieder versuchen würden, die Russen an der Grenze aufzuhalten, dann wird uns wieder das Gleiche passieren. Und was haben sie getan? Sie haben diesmal ihre Taktik geändert, und zwar in einer Art und Weise, die die Älteren unter Ihnen sicher kennen werden, nämlich in der Art und Weise des Raumverteidigungskonzepts, wie das österreichische Bundesheer das einmal überlegt hatte, nämlich quasi die Kräfte hereinzulassen, dann in Schlüsselzonen anzuschießen und dann quasi die Logistiklinien anzugreifen mit Jagdkampfkräften. Und genauso war es. Das heißt, die russische Seite hat diese bataillonstaktischen Gruppen, die extra gebildet worden sind 2014, um schnell, rasch und tief vorzustoßen, entsprechend logistisch für 3 Tage ausgestattet, hat ihnen noch 2 zusätzliche Tage dazugegeben, sodass sie quasi in der Lage waren, 5 Tage anzugreifen, und das haben sie auch gemacht. Sie sind also 5 Tage mit 35, 40 km/h durchs Land gefahren, schon punktuell immer wieder angeschossen von den Ukrainern, aber ohne großen Widerstand. Und am 5. Tag war dann Halt und man hat gewartet, dass die Versorgungskonvois kommen. Die sind aber nie gekommen. Warum? Weil die ukrainischen Spezialkräfte und die Nationalgarde dann aus dem Hinterhalt begonnen hat, diese Versorgungskonvois anzugreifen. Das war auch der Moment, wo dann plötzlich die Wehrpflichtigen, die russischen, ein Thema waren, weil die Kraftfahrer dieser Versorgungs-LKWs waren diese Wehrpflichtigen, denen man gesagt hat, ihr fahrt einfach hinten nach, es passiert euch nichts, und wenn dann quasi ihr die Spitzen setzt, wird dann quasi umgepumpt. Das Problem war natürlich aufgrund dieser für sich selbst abgetrennten Führungen durch die einzelnen Militärbezirkskommandanten hat es eine Zeit lang gebraucht, bis man sich bewusst geworden ist, was da gerade passiert. Und aufgrund des Kräfteansatzes von 200.000 Mann war es natürlich so, dass man nun Kräfte umschichten musste, um die Versorgungslinien zu sichern. Wobei das Sichern gar nicht möglich war, sondern man musste die Versorgungskonvois bedecken. Denken Sie daran, ob es möglich wäre, eine Versorgungslinie, die von Mittelburgenland bis Salzburg reicht, effektiv zu sichern. Sie können nur die Konvois begleiten. Und durch diese Kräfteumgruppierung sind natürlich die Kräfte komplett durcheinander geraten und das ganze Chaos hat dann quasi seinen Lauf genommen. Unterstützend war natürlich auch noch ganz wichtig, einerseits nicht nur die Taktik, sondern auch die Art und Weise der eingesetzten Waffen. Also diese berühmten Bayraktar-Drohnen haben sehr wohl am Anfang eine gewisse Rolle gespielt, nicht diese entscheidende Rolle, die man uns immer erzählt hat, aber doch eine Rolle im Sinne von einer Befüllung des Informationsraums mit quasi Erfolgsmeldungen. Und auch die ukrainische Artillerie, vor allem mit dem Einsatz von endphasengesteuerter Munition, hat also hier sehr erfolgreich auch die Spitzen der Russen angegriffen. Das heißt, das Erste, was wir mitnehmen, ist die Taktik der Ukraine, die hier sehr gut funktioniert hat, vor allem im Norden und im Nordosten. Nicht im Osten, weil hier ja quasi das Anrennen der Russen gegen die Verteidigungsstellungen passiert ist, und schon gar nicht im Süden, weil hier das Gelände sehr, sehr flach ist. Also hier einen Hinterhalt zu legen an der Straße ist also fast selbstmörderisch. Darum sind also die Russen auch hier so schnell vorangekommen und haben es geschafft, vor der Brückensprengung, vor allem also hier bei Kherson, dann entsprechend eine Entscheidung herbeizuführen. Das zweite Wichtige zu verstehen ist, nach der Taktik waren natürlich die Waffenlieferungen, und zwar die Lieferungen von den Waffensystemen, die natürlich perfekt in diese Einsatzführung gepasst haben. Also quasi Panzerabwehr
Waffen unterschiedlicher Bauart, aber auch Fliegerabwehr-Lenkwaffen. Die konnte man auch sehr schnell in das Land hineinbekommen. Sie können sich die Frage stellen, wo diese Waffen herkommen, ob die quasi in den Fabriken oder der Produktionsstätten auf Lager waren oder ob man nicht quasi die Streitkräfte Europas hier von ihrer Ausrüstung quasi getrennt hat, so wie das im Falle der Großbritanniens passiert ist. Und das hat natürlich perfekt gepasst, um diesen Effekt auch zu erzielen. Die wurden also nach Polen gebracht, nach Resnew, dort ist dann quasi der polnische Frechter mit dem Lastwagen nach Lemberg gefahren, dort wurde das dann aufgeteilt und dann mit dem DHL-Lieferwagen im Prinzip an die Front gebracht. Und auch da muss man sagen, dass die Russen sehr wohl das beobachtet haben. Es hat also 2 verheerende Angriffe gegeben in Lemberg, die auch dazu geführt haben, dass nicht nur das bereits seit einer Woche herangebrachte Material zerstört worden ist, sondern auch im ersten Fall nicht wenige Söldner ums Leben gekommen sind. Das dritte, aber entscheidende ist die Übergabe von Aufklärungsdaten durch vor allem die USA und die NATO. Auch das ist etwas, wo ich Ihnen kein Geheimnis erzähle. Es gibt also hier auch von amerikanischer Seite auch ein paar Kommentierungen zu dieser Sache. Ich zitiere immer General Barriers, den Leiter quasi der DIA, der Defense Intelligence Agency, ein 4-Sterne-General, der gesagt hat, in seinen 35 Jahren Militärkarriere hat er es noch nie erlebt, dass ein Land, das noch dazu nicht in der NATO ist, derart massiv in Time mit Aufklärungsdaten versorgt worden ist. Das heißt, die Ukrainer haben eigentlich ein besseres Lagebild zum Teil gehabt als die Russen selber. Wie wurde dieses Lagebild geschaffen? Vor allem durch SIGINT-Aufklärung, also Signal Intelligence. Sie können also jeden Tag, wenn Sie Zeit haben, auf Flightradar nachschauen. Da fliegen also zwischen 10 und 15 Aufklärungsmaschinen brav in den Lufträumen der NATO-Länder, die natürlich mit ihren Aufklärungssensoren tief in die Ukraine hineinblicken. Und da wird natürlich geschaut, wo wird gefunkt, wo wird verschlüsselt gefunkt, wo wird viel verschlüsselt gefunkt und damit ist klar, wo der Gefechtsstand sich befindet. Das Ergebnis war, dass unter anderem mit dieser endphasengesteuerten Munition es gelungen ist, die Gefechtsstände anzugreifen und man bis jetzt, man nimmt an, um die 15 Generäle getötet hat. Circa ein Drittel davon durch die gezielten Angriffe auf die Gefechtsstände, der Rest durch den Umstand, dass die Generäle dann versucht haben, nach der Zerstörung ihrer Hauptführungsstruktur mit der beweglichen Befehlsstände nach vorne zu gehen, wo sie dann in Hinterhalte geraten sind und ebenfalls getötet worden sind. Das heißt, von den 20 Generälen haben wir circa 17, die jetzt nicht mehr verfügbar sind, aufgrund zweimal Ablöse und der Rest durch Tötung. Viel verheerender sind aber nicht nur diese Generäle, sondern auch über 27 Oberste, die ebenfalls gefallen sind. Und das hat natürlich zu dem Chaos zusätzlich jetzt noch für eine sehr negative Entwicklung für die russische Seite entsprechend geführt. Hier wird es nochmal dargestellt. Hier sieht man diese Flüge, immer brav auch an Österreich vorbei, nicht immer, aber meistens. Und natürlich auch die Aufklärung hier, das ist zum Beispiel die AQ4, auch jene Plattform, die die Moskwa sehr genau beobachtet hat, die ja dann schlussendlich versenkt worden ist. Ja, am Ende dieser 5. Woche war für die russische Seite klar, wir schaffen das nicht und man hat also dann die Entscheidung getroffen, ein Schwergewicht zu bilden. Es kam dazu, dass innerhalb von 10 Tagen 60.000 Soldaten aus dem Raum Kiew zurückgenommen worden sind und Richtung Osten verbracht, was eine logistische Meisterleistung ist im Eisenbahntransport. Auch das wird so nicht in den Medien dargestellt, war es aber. Entscheidend ist zu verstehen, dass dieser Rückzug der Russen von den Ukrainern bis heute als erfolgreiche Gegenoffensive gesehen wird. Das heißt, die Ukrainer sagen, wir haben die Russen aus Kiew herausgeworfen. Das stimmt natürlich so nicht, sondern die Russen haben ihnen diesen Raum überlassen. Und das Narrativ ist deswegen wichtig, weil die Ukrainer auch jetzt sagen, wir haben Kiew geschafft, also werden wir den Donbass auch schaffen. Auch hier ist wichtig zu verstehen, dass die Verluste, die erlitten worden sind, immer noch im Verhältnis sind dessen, was möglich ist, also 1:4. Also für einen ukrainischen eingegrabenen T-64 braucht man also 4 T-72 und das Verhältnis ist auch nach wie vor da. Sie dürfen auch nicht vergessen, wir sind seit Anbeginn in einem Informationskrieg und viele der Bilder, die uns die Ukrainer geschickt haben, wo die Spezialkräfte quasi um zerstörte Fahrzeuge herumtanzen, haben also verschiedene Hintergründe. Zum Beispiel einer der Punkte war, dass die Russen, wie sie dann den Treibstoff nicht hatten, begonnen haben, Fahrzeuge stillzulegen und Treibstoff umzupumpen. Ja, die ersten Fahrzeuge, die sie stillgelegt haben, das waren die Fahrzeuge der Luftabwehr, was ein klarer Indikator dafür war, dass die ukrainische Luftwaffe ab dem Zeitpunkt eigentlich nicht mehr existiert hat, sonst hätten sie sie quasi auch nicht stilllegen können. Also das also mit zu betrachten. Ja, und ab der 15. Woche sind wir jetzt quasi in der, was ich jetzt nenne, die dritten Phase, wo also der Handlungsspielraum wieder zu den Russen übertritt. Und da spielen sich also diese Kämpfe vor allem also jetzt hier im Donbass ab. Die Ukraine stand von Beginn an im Donbass so, wie sie stand. Das heißt, sie konnten sehr schwer noch zusätzliches Gerät nachführen. Das haben sie zwar gemacht, aber nicht in dem Umfang, den sie gebraucht hätten. Sie haben aber versucht, intelligenterweise an anderer Stelle die Russen zu ärgern. Nämlich quasi hier zum Beispiel im Raum Kharkiv.
dann hier bei Saporoschschja, aber auch hier bei Cherson. Das Problem ist, all diese Angriffe sind im Prinzip im Feuer liegen geblieben. Warum? Weil nämlich zwei wesentliche Elemente fehlen nach wie vor. Das ist eine effektive Fliegerabwehr, die nicht existent ist, und eine Luftwaffe, um zumindest temporär Luftüberlegenheit zu schaffen. Darum ist vor kurzem zum Beispiel der Angriff einer mechanisierten Kampfgruppe bei Cherson in einer Einschließung und Zerschlagung geendet durch die russische Seite. Interessant ist natürlich aber sehr wohl, dass aufgrund dieser bösen Überraschung für die Russen am Beginn sie begonnen haben, ihre Ziele kürzer zu stecken. Und was man erkennen kann, ist, dass es jetzt nicht diese weite Umfassung der Fall ist, sondern die kurze. Und es wird das Ziel sein, bis Ende des Sommers diese beiden Oblaste aus russischer Sicht zu befreien. Wir sehen das ja jetzt auch bei diesen heftigen Kämpfen in Severodonetsk und Lysychansk. Das sind genau diese 3%, die noch fehlen, um öffentlich erklären zu können, man hat den Oblast Luhansk befreit. Hier beim Oblast Donetsk ist es ein bisschen komplizierter, da fehlen also noch ca. 45% dieses Oblastes, womit man also natürlich hier noch sehr heftige Kämpfe auch erwarten kann, vor allem in der nächsten Linie, die sich dann vor allem bei Kramatorsk dann darstellt. Wenn wir uns das noch einmal kurz im Gelände anschauen, weil man ja oft sagt, naja, der Kessel ist ja jetzt sehr klein, wenn man das jetzt mit Österreich vergleicht, dann nehme ich immer dieses Beispiel von Wien und Neusiedlersee, also quasi von hier bis hier, das sind also auch diese knapp 40 Kilometer, um die es geht. In den letzten 48 Stunden hat sich diese Zange hier mit einer anderen Zange vereint. Wir haben also hier einen kleinen Kessel mit knapp 1500 Mann und hier einen weiteren mit knapp 500. Der Kessel ist eigentlich operativ geschlossen. Operativ geschlossen heißt, dass die Russen von beiden Seiten die Bewegungslinien mit Feuer beherrschen. Die Ukrainer bringen auch kaum mehr Gerät hinein. Sie versuchen nur meistens in der Dämmerung und in der Nacht mit Hubschraubern, mit Mi-8 zu zweit meistens im Tiefflug hineinzufliegen und vor allem Verwundete zu holen. Aber das Problem ist natürlich, dass das Ganze einen historischen Vergleich bemüht. Ich bringe immer diesen Vergleich von General Falkenhayn. Die deutschen anwesenden Kameraden werden wissen, was ich meine. Die sogenannte Blutpumpe oder der Fleischwolf, der Verdun 1916, wo es ja die Idee war, die Franzosen dort anzusaugen und einfach tot bluten zu lassen. Und genau das sehen wir natürlich auch hier. Das heißt, die Russen haben im Prinzip hier alles auf dem Präsentierteller. Diese amerikanischen M777 Haubitzen, die geliefert worden sind, die versuchen die Ukraine hier zentral einzusetzen, wo sie also immer wieder von den Russen zerstört werden. Da gab es vor einer Woche eine interessante Aussage eines ukrainischen Brigadegenerals am Rande der Eurosatory in Paris. War vermutlich nicht ganz geplant, aber er hat also zugegeben, dass 50% des Geräts der Ukraine ausgefallen ist und dass auch diese 777-Geschütze nur 1-2 Schuss anbringen, dann durch das Gegenfeuer beschädigt werden und wieder zurückgenommen werden müssen zum Reparieren. Und zurückgenommen zum Reparieren heißt nach Polen gebracht werden und dort instand gesetzt zu werden. Ja, schauen wir uns jetzt noch die Ukraine in der Angriffsfähigkeit an. Ich möchte betonen, und das verstehen auch viele nicht, viele glauben, der ukrainische Soldat mit der deutschen Panzerfaust 3 in der Hand hätte die russische Armee aufgehalten. Das stimmt so nicht. Die ukrainische Armee war die quantitativ stärkste Armee Europas. Nur um ein paar Zahlen zu nennen, 260.000 Soldaten, über 2.400 Panzer, 1.500 Artillerie- und Mörsergeschütze, über 500 Mehrfachraketenwerfer, das gibt es in ganz Europa nicht. Das plus die Taktik, plus die Waffenlieferungen, plus Intelligence hat die Russen bis jetzt zurückgehalten. Das sollte man nicht vergessen. Und das Problem ist natürlich, dass jetzt diese Zahlen sich massiv abnützen. Und der Präsident selber hat es ja vor kurzem gesagt, bis jetzt haben die Russen seit dem 24. ca. 2.600 Marschflugkörper und Cruise-Missiles eingesetzt, was natürlich einen absoluten Abnützungseffekt auf der strategischen Ebene darstellt. Wir haben also zwei Ebenen, einmal auf der gefechtstechnisch-taktischen die Abnützung und wir haben es auch auf der strategischen. Und das Problem ist, während wir hier reden, seit dem 24. Februar, jeden Tag und jede Nacht passiert durch die Angriffe der Russen ein massiver Abnützungseffekt. Also es werden Treibstofflager zerstört, Raffinerien, Munitionslager, Kasernen und das hat natürlich einen massiven Effekt auf die ukrainische Seite und zeigt auch, dass es keine funktionierende Luftverteidigung mehr gibt oder auch keine Luftwaffe, weil solange das nicht endet, ist es völlig egal, was sie da hineinliefern, weil es einfach immer wieder zerstört werden wird. Und das ist das große Problem, das wir hier sehen. Ja, und damit bin ich auch schon bei den schweren Waffen, die sukzessive hineingebracht werden. Das müssen Sie sich vorstellen wie ein Hochofen, wo man mit der Schaufel Kohlen hineinschüttet. Ja, da müssten Sie wirklich warten, bis also massiv Kohlen da sind und dann den Hochofen zuschütten, dass das Feuer ausgeht, aber das ist nicht der Fall. Und das ist auch das Problem. Die Ukraine müsste sich durchringen, diese herankommenden Waffenlieferungen zu massieren und dann nach einer entsprechenden Vorbereitung in einen massiven Gegenangriff zu gehen, optimalerweise mit Luftüberlegenheit oder auch Luftunterstützung. Und das sehen wir im Moment nicht. Denken Sie aber auch an dieses Narrativ. Wir haben Kiew geschafft, wir schaffen auch den Donbass und hier gibt es auch schon die ersten Risse zwischen der politischen Führung des Landes und der militärischen, weil natürlich die militärische Führung sagt, wir können das nicht
da stehen, was da gerade passiert, vor allem in Severodonetsk. Und auch nicht wenige dieser Waffenlieferungen werden zerstört. Das dürfen Sie auch nicht vergessen oder auch erbeutet im Wesentlichen. Paradoxerweise ist es so, dass vor allem bei den leichten Waffen die Russen mittlerweile eigene Field Manuals herausgebracht haben, wie man eine Javelin zum Beispiel bedient oder eine Enlo. Und es auch Videos gibt, wo Sie sehen, dass russische Soldaten diese westlichen Waffen gegen ukrainische Soldaten einsetzen. Das Highlight gestern, wobei nicht bestätigt war, dass es offensichtlich gelungen sein soll, 2 französische Caesar-Geschütze quasi in Besitz zu nehmen, aber das ist wie gesagt nicht bestätigt. Was bestätigt ist, ist mindestens in 3 bis 4 Videos bereits der Verlust von diesen M777-Geschützen als solches. Das sind diese Haubitzen aus den Vereinigten Staaten. Ja, hier habe ich auch ein Beispiel gebracht, eines dieser Videos, wobei in diesem Video sieht man nicht die Zerstörung, das ist der Einsatz einer russischen Kamikaze-Drohne auf diese Geschütze, aber in den Folgevideos können Sie das gut erkennen. Das Problem ist, das Geschütz wurde unvollzählig geliefert. Sie bräuchten also eine gewisse Ausstattung und eine Munitionssorte, um hier wirklich diese Reichweite zu erreichen. Das haben die Amerikaner aber nicht mitgeliefert. Das heißt, das Geschütz wird also eingesetzt auf eine Distanz von 25 Kilometern mit der herkömmlichen Munition. Problem ist aber, es ist kaum beweglich. Das heißt, es kann seine Fähigkeiten nicht ausspielen, womit das Gegenfeuer der Russen natürlich dann sofort diese massiven Verluste erzielt. Ja, und dass das Narrativ sich langsam in Richtung Ernüchterung steigert, sehen wir auch quasi an den Waffenlieferungen, so wie sie angekündigt sind. Sie wissen, es war ja ein großes Thema, Stichwort Mehrfachraketenwerfer. Zuerst wollte Amerika nicht liefern, dann hat man zugestimmt, 4 Stück zu liefern, jetzt möglicherweise noch einmal 4 Stück, sind also 8 Stück. Briten und Deutsche haben ebenfalls noch einmal Erhöhung, insgesamt 6 Stück, das heißt, wir haben 14 Stück. 14 Stück haben natürlich keinerlei Effekt auf dem Gefechtsfeld. Da brauchten sie mindestens 100 plus, um tatsächlich einen Effekt zu erzielen. Und die Ukrainer selber sagen, sie brauchen 300. So viel gibt es in ganz Europa nicht. Und um die zu erzeugen, müsste man mal jahrelang unsere Rüstungswirtschaften wieder entsprechend in Stand bekommen. Warum sind diese Mehrfachraketenwerfer so wichtig? Weil sie genau die Reichweite der russischen Geschütze entsprechend übertreffen könnten und dann wirklich hier die Möglichkeit geben würden, hier gezielt nicht nur Gefechtsstände, sondern auch Kräftegruppierungen des Gegners zu zerstören und ihn in seinen Aufmarschvorbereitungen, die laufend stattfinden, auch empfindlich zu stören. Damit komme ich zusammenfassend zu den 4 Kernherausforderungen militärisch. Was haben die Ukrainer erreicht und was ist also noch die Herausforderung? Das Erste, was wichtig ist zu verstehen, sie haben das politische und militärische Center of Gravity des Landes gehalten, bis jetzt. Das ist also ganz wichtig, natürlich auch für den weiteren Verlauf des Krieges. Der Präsident ist am Leben, Kiew ist in ukrainischer Hand. Sie haben es auch geschafft, eine Folgeoperation, und da bin ich jetzt bei dieser Kräftegruppierung, die ich vorher Ihnen vorenthalten habe, nämlich in Belarus, nicht durchführen lassen. Also ist nicht durchgeführt worden von der russischen Seite. Da war also die Idee, wenn es hier zu einem massiven Rückfluss von Bevölkerungsteilen kommt, quasi hier zusätzlich Druck auszuüben und einen massiven Flüchtlingsstrom Richtung Europa zu erreichen, weil die Ukrainer gedacht haben, es wird ihnen hinten der Sack zugemacht. Problem ist aber nach wie vor, wir wissen nicht, ob diese Kräfte gemeinsam mit den belarussischen Kräften nicht doch zu Einsatz kommen, und die Ukrainer müssen natürlich Kräfte hier bereithalten, die ihnen hier oder woanders fehlen, weil sie ja nicht wissen, ob sie angreifen oder nicht im Wesentlichen, und das ist das Problem. Was bis jetzt nicht gelungen ist, ist einmal die Situation im Donbass, die jetzt aufgrund dieses Abnutzungskrieges sich immer mehr in Richtung zugunsten der Russen entscheidet, und das noch viel gravierender ist, dass die Russen nach wie vor einen Brückenkopf haben auf der anderen Seite des Dnepr. Und wenn Sie jetzt an das denken, was ich vorher gesagt habe, nämlich die Breite des Flusses, so ist natürlich erkennbar, dass dieser Brückenkopf zukünftig, nächstes Jahr im Frühjahr, das Potenzial hat, quasi hier verwendet werden für einen weiteren Vorstoß zentral in den Raum, hier in den Rücken quasi der Übergänge bei Dnepr und Saporoschschja oder natürlich Richtung Odessa, über das wir auch noch kurz reden werden. Ja, wenn wir uns jetzt die Szenarien ansehen, wie kann es weitergehen, so ist interessant, dass dieser kurze intensive Krieg natürlich nicht funktioniert hat, ja, auch wenn jetzt die russische Seite sagt, das war nie der Plan gewesen, da gibt es eben zu viele Indikatoren für diese Sache. Zweitens, wir sind in diesem Abnutzungskrieg. Den Abnutzungskrieg wollten die westlichen Medien lange Zeit nicht wahrhaben, aber er ist eingetreten mit aller Konsequenz und allen verheerenden Umständen, die also wirklich zum Tragen kommen. Nehmen Sie sich einmal die Zeit und sehen Sie sich die Videos an, die aus dem Donbass hereinkommen, wo Sie die ukrainischen Soldaten im Feuer der russischen Artillerie sehen. Das ist also wie in Verdun 1916. Sie können das aufgrund der Drohnenaufnahmen fast in Griffweite verfolgen, und das ist natürlich verheerend, wenn Sie dem nichts entgegenzusetzen haben. Der Abnutzungskrieg wird so lange weitergehen, bis beide Seiten etwas haben, das sie an Bevölkerungen verkaufen können. Das könnte zum Beispiel sein, dass die russische Seite bis Ende des Sommers den Donbass einnimmt, in der Grenze dieser beiden Oblaste. Dann, weil sie ja selbst auch abgenützt ist, sagt, okay, gnädigerweise sind wir bereit zu verhandeln und bereit ist auch tatsächlich diese Verhandlungen zu beginnen. Die ukrainische Seite wird dem Narrativ des Westen folgend sagen können, wir haben die Russen besiegt, wir haben der russischen Armee das Rückgrat gebrochen, Kiew ist unsere Hand, der Westen der Ukraine ist unsere Hand,
Wir brauchen jetzt aber Zeit zur Reorganisation, auch wir sind bereit zu verhandeln. Das wäre natürlich dann optimal, weil das dann eine erste Verhandlungslösung ergeben würde, die ganz wichtig ist für die Zivilbevölkerung, die ja quasi immer noch zwischen den Fronten zum Teil gefangen ist. Es kann aber auch sein, dass es zu einer Überregionalisierung des Krieges kommt. Denken Sie an die Diskussionen, wie gehen wir völkerrechtlich damit um, dass ukrainische Soldaten in Deutschland ausgebildet werden oder in Großbritannien? Oder die ukrainische Forderung, dass ja MiG-29 auch in Polen starten könnten, aufmunitioniert und Ziele bombardieren und dann wieder dort zurückfliegen als Beispiel. Oder die massiven Waffenlieferungen oder der Austausch von Intel. Oder vor kurzem auch ganz entscheidend hat Amerika auch zugegeben, am 1. Juni durch den Leiter des US Cyber Command, dass sie aktiv eigentlich Cyberangriffe durchgeführt haben bereits in Russland. Also wie geht man damit um? Russland hat auch 2 rote Linien bis jetzt eingezogen, die eingehalten worden sind. Die erste rote Linie war, dass man gesagt hat, man wird nicht akzeptieren, wenn die eigene Satellitennavigation angegriffen wird. Das war auch dann nicht der Fall. Und das zweite war die Lieferung dieser Mehrfachraketenwerfer, wo man gesagt hat, wenn es dazu kommt, dass diese Waffen Russland bewirken können, ist das ebenfalls eine rote Linie, die überschritten werden würde. Das letzte Szenario, der Tyrannenmord, da werde ich oft angesprochen, sagen Sie, Herr Reisner, gibt es da nicht irgendeinen Stauffenberg, der das irgendwie für uns erledigen könnte? Den sehen wir nicht. Wo wäre der? Im Gegenteil, Putin ist so gut im Sattel wie nie zuvor. Ich sage Ihnen sogar, dass Putin noch der harmlosere ist, weil der hat jetzt 20 Jahre gelernt, wie er mit uns umgehen kann. Wenn die zweite, dritte Reihe an die Macht kommen würde, der Siloviki, dann wäre das noch radikaler. Diese zweite, dritte Reihe können Sie oft in den russischen Talkshows quasi verfolgen, wo dann darüber diskutiert wird, ob es nicht endlich Zeit wäre, dass man einmal Kiew in Grund und Boden bombardiert, weil ja der Krieg jetzt einmal wirklich gescheit geführt werden sollte aus russischer Sicht. Also auch hier ist es nicht viel Hoffnung. In der Zeit versucht die NATO ein entsprechendes Abwehrdispositiv aufzubauen, stellt natürlich immer mehr fest, dass sie sehr exponiert ist. Denken Sie an die baltischen Staaten und die Berichterstattung dazu. Denken Sie auch daran, zwischen Österreich und der Ukraine befinden sich 20 Kampfpanzer in der Slowakei. Das wird die Russen jetzt auch nicht unbedingt schrecken, wenn es einmal theoretisch so weit gehen sollte. Und dann überlegen Sie sich, was ich vorher gesagt habe, 250 Stück S-300-Batterien, die die Ukraine im Einsatz hatten, also vergleichbar mit dem Patriot-System. Wie viele Patriot-Systeme wir hier zusammenzählen. Ja, denken Sie an den Flug der einen ukrainischen Drohne, die falsch abgebogen ist um 180 Grad in Richtung Zagreb und dort im Stadtpark eingeschlagen ist. Warum hat die niemand aufgehalten? Ein paar Grad mehr der Nord und sie wäre im Grazer Stadtpark eingeschlagen. Zeigt also sehr viel über die Verteidigungsbereitschaft quasi des westlichen Bündnisses. Von der Einigkeit, Stichwort Ungarn und andere Dinge, Türkei, NATO-Beitritte, Schweden oder Finnland, möchte ich gar nicht reden. Interessant ist auch, wenn man in die chinesischen Medien schaut, hier kann man also durchaus auch die eine oder andere Vision erkennen. Ich habe es hier nochmal kurz angezeichnet. KHPR, Kherson People's Republic, ja, also eine Idee quasi von Satellitenstaaten, von Vasallenstaaten, Russland vorgelagert als Glacis. Hier ist interessant, es werden also Nummerntafeln bereits ausgegeben, es wird also quasi Reisepässe werden quasi ausgegeben. Und das große Problem, das natürlich die ukrainische Seite nicht gerne hören möchte, ist, es gibt bis jetzt keine massive Aufstandsbewegung in den besetzten Gebieten. Es gibt also keine laufenden Anschläge auf Bürgermeister, die eingesetzt worden sind von den Russen, keine ID-Attacken und so weiter und so fort. Es gibt sie schon, aber nicht in dem großen Umfang, den man erwarten könnte, wenn das Volk dort wirklich in dieser massiven Opposition wäre. Die Russen machen das natürlich schlau. Sie verteilen natürlich Hilfsgüter und Sie wissen ja, die Hand, die mich füttert, die beiße ich nicht. Und das ist die Frage, ob die Widerstandsbewegung es schafft, zukünftig hier einen Keil hineinzutreiben und die Leute quasi auch gegen die Besatzer aufzubringen. Ja, die Frage ist auch noch jetzt, wie geht es also wirtschaftlich weiter? Ich gebe Ihnen immer bei den Vorträgen, also gebe ich immer als Beispiel dieses Denkmodell Time, wo man ja weiß, dass ein Staat verschiedene Möglichkeiten hat, Macht zu projizieren, also Diplomatie, er braucht ein Lagebild, Militär und Ökonomie. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, jede dieser Teilbereiche steht für eine Karte. Wir und Putin spielen um die Ukraine. Putin hat eröffnet, er hat seine Militärkarte gezogen, hat sie auf den Tisch gelegt. Wir waren völlig schockiert, haben uns gedacht, das ist eigentlich nicht mehr möglich in Europa, haben in unser Kartendeck geschaut und haben gesagt, naja, wir als postheroische Gesellschaft, um Herfried Münkler zu zitieren, also unsere Militärkarte wollen wir nicht ziehen, wir nehmen unsere Wirtschaftskarte, weil die wird die Russen quasi in die Knie zwingen. Haben also unsere Wirtschaftskarte genommen, haben sie auf den Tisch gelegt und haben gespannt geschaut, was passiert. Passiert ist gar nichts. Ja, der Rubel ist einmal kurz gefallen, hat sich jetzt wieder erholt. Und das 6. Sanktionspaket, um Ihnen das in Erinnerung zu rufen, sagt im Kern, also in 8 Monaten, wer nicht will, muss nicht dabei sein, wer eine Ausnahme braucht, kriegt eine Ausnahme und es geht nur ums Öl, aber über das Gas redet man nicht, weil das ist im Leo. Also können Sie sich vorstellen, ob das die Russen jetzt ängstigt. Und das Problem ist, jetzt sind wieder die Russen dran und was macht Putin? Er zieht jetzt nämlich seine Wirtschaftskarte und legt die auf den Tisch. Und das ist jetzt genau das Problem, dass wir jetzt langsam uns bewusst werden, dass nämlich diese Abhängigkeit von 42% der Rohstoffversorgung aus Russland
jetzt uns natürlich trifft, ganz massiv. Und die Russen machen das natürlich ganz gezielt und gesteuert. Nord Stream 1, jetzt auf 40% herunter reduziert und Sie wissen, ab 11. wird die Leitung komplett stillgelegt, weil ja die Wartung heransteht. Das heißt, das ist also schön temperiert, um zu schauen, dass man auch in Europa sicher weiß, dass man Probleme bekommen wird. Und Deutschland hat ja jetzt diese zweite Stufe ausgerufen, wo man eigentlich sagt, okay, wenn das so weitergeht mit den Liefermengen, dann wird sich das nicht ausgehen. Österreich noch prekärer, wir haben 82%. Wir sind aber noch ein bisschen wie der Vogelstrauß, wir sagen, das ist alles nicht so schlimm. Die Frage können Sie stellen, ob das tatsächlich der Fall ist oder nicht. Ja, das sind aber natürlich Probleme der ersten Welt. Ja. Wenn wir uns da, also ich habe noch einmal das dargestellt mit der Gasversorgung, 82%, aber auch zum Beispiel die baltischen Staaten und übrigens auch die Ukraine selber. Die Ukraine selber, 98% der Ukraine in der Energieversorgung wird durch Gas durchgeführt. Das heißt, das große Problem ist, die müssen einmal den nächsten Winter überleben. Die müssen 35 Millionen Menschen durch diesen Winter bringen. Ja, auch hier noch einmal ganz kurz, die IEA hat schon kurz darauf hingewiesen, dass es möglicherweise doch zu massiveren Störungen kommt. Ja, das sind aber Probleme der ersten Welt, also Stichwort Arbeitslosigkeit und möglicherweise kalte Wohnungen, aber was sich noch mehr, quasi immer mehr ankündigt und Gott sei Dank haben die Medien das jetzt auch vor einigen Wochen aufgenommen, was die Experten schon früher gesagt haben, und das ist natürlich die globale Hungerlage. Und das ist der Grund, dass also quasi die Ukraine und Russland zu den wichtigsten Getreideversorgungsgebieten gehören. 98% des ukrainischen Getreides, also noch so eine 98er-Zahl, verlässt das Land über den Seeweg. Diese Häfen sind entweder im russischen Besitz erobert geworden oder gesperrt. Die Ukraine hat vor Odessa so viele alte Treibankerminen verlegt, dass diese Minen sich jetzt zum Teil loslösen und Richtung Bosporus schwimmen, wo die rumänische Marine, die auch nicht im besten Zustand ist, und die türkische Marine die ganze Zeit diese versuchen zu räumen. Die Schifffahrt sagt, wir fahren nicht durch den Bosporus Richtung Schwarzes Meer, weil da könnten wir unsere Schiffe verlieren. Das heißt, die Energie die Versicherungskosten steigen an. Und das Problem ist natürlich, man bekommt diesen Weizen jetzt nicht hinaus. Aber der Weizen ist wichtig, weil viele Länder, vor allem der dritten Welt, natürlich von diesem Weizen abhängig sind. Das letzte Mal, wo es jetzt zu einer Eskalation kam, war 2010, der arabische Frühling. Sie wissen, damals gab es große Brände in Russland. Die Russen konnten ihren Exporten nicht nachkommen. Das Ergebnis war, dass in Tunesien das Brot das Vierfache gekostet hat und der Rest ist Geschichte. Was versucht man jetzt? Eisenbahntransport. Problem ist, von diesen 98% können nur 5% im Eisenbahntransport transportiert werden, weil die Masse der Anlieferung erfolgt eigentlich über den Dnepr zu den Häfen. Das Problem ist, die Ukrainer haben auch nur Schüttwaggons. Das sind also Waggons, die fix mit den Wagenrädern verbunden sind. Das heißt, man bräuchte eigentlich Container. Warum? Weil ja die Ukraine Breitspur ist und man müsste ja quasi umladen auf Schmalspur. Das heißt, man bräuchte Container, wo man den Weizen einfüllt und dann umlädt auf diese Schmalspurgeleise. Das Problem ist, das funktioniert natürlich nicht und das Ergebnis ist, dass wir jetzt versuchen, mit LKWs den Weizen herauszubringen, was dazu führt, dass ein durchschnittlicher LKW an der ukrainischen Grenze 6 Tage lang steht, bis er abgefertigt werden kann. Also können Sie sich die Frage stellen, ob wir hier tatsächlich einen Effekt ausüben können, während die Russen sagen, es gibt Weizen, kein Problem, wir müssen über die Sanktionen reden, dann können wir da ins Geschäft kommen, beziehungsweise Russland natürlich sehr gezielt sich neue Partner sucht und diesen natürlich den Weizen auch zur Verfügung stellt, den ukrainischen Weizen, nur um das auch klar zu sagen. Ja, 24% des Staatsgebiets sind bereits in russischer Hand. Ein bisschen um einen Vergleich zu ziehen, also so groß wie Schweiz und Österreich oder fast ganz Italien, also massiv. Das Problem, das sich daraus ergibt, ist, dass diese 24% für die Ukraine entscheidend sind, weil in diesen 24% haben bis jetzt 80% der Wertschöpfung der Ukraine stattgefunden. Wenn es den Russen gelingen sollte, in einer Frühjahrsoffensive noch Odessa einzunehmen, dann sind es 95% der ukrainischen Wertschöpfung. Das heißt, das Land ist nicht mehr überlebensfähig. Er wird sich um das Überleben des Landes kümmern müssen, die Europäische Union, sowie mit der Stromversorgung. Das Problem ist auch gerade, was den Weizen betrifft. Ja, hier haben wir dann auch den Winterweizen. Sie sehen also, die Kornkammer Europas ist die Ukraine. In der Ukraine ist die Kornkammer vor allem im Süden und im Südosten angesiedelt. Und das ist natürlich fatal, strategisch gesehen. Und auch bei uns, wenn wir jetzt quasi mit den Gaslieferungen diesen Winter schaffen, was machen wir dann im nächsten Winter? Oder wie wird sich die Situation dann darstellen? Ja, damit bin ich am Ende, gut in der Zeit. Dieses Bild möchte ich Ihnen zeigen aus Mariupol. Mariupol war eine Stadt, die besonders gelitten hat. Warum? Weil am Ende der ersten Woche aufgrund des schnellen Vormarsches der Russen die Stadt eingeschlossen war. 140.000 Menschen waren in der Stadt gefangen. Die Angriffe waren verheerend. Das ist also das, was im Prinzip entsteht durch den Einsatz dieser modernen Waffensysteme, BM-27, BM-30, diese Mehrfachraketenwerfer. Wenn eine Batterie BM-27 so ein Gebäude angreift, dann bleibt also nicht viel übrig. Sie können also davon ausgehen, dass tausende Tote unter den Trümmern von Mariupol liegen.
Ändert aber nichts daran, dass die Stadt quasi von den Russen jetzt wieder langsam begonnen wird aufzubauen, natürlich um auch entsprechend die Narrative zu befüllen. Und ganz wichtig sind die Narrative. Und damit möchte ich auch am Ende noch ganz kurz ein paar Zeitungsausschnitte zeigen. Warum sind die Narrative so wichtig? Weil das russische Narrativ ist, nicht wir kämpfen gegen die Ukraine, die mal falsch abgebogen ist. Nein, der Westen, die USA und die NATO kämpfen gegen uns. Wissen Sie, was dieses Z bedeutet, unter dem die russische Operation läuft? Spricht jemand Russisch? Also viele sagen, es heißt Sabobeda für den Sieg oder Sarodna fürs Vaterland. In Wirklichkeit steht es für das russische Wort Zachista und dieses Wort bedeutet Verteidigung. Das heißt, die Russen führen eine Operation unter dem Wort Verteidigung gegen den Westen. Und all die Dinge, die wir sehen, ob das quasi die Angehörigen des narzisstischen Regiments in Assow sind, die dann quasi aus den Kellern geholt werden, tätowiert mit Hakenkreuzen, passt perfekt in das russische Narrativ hinein, dass wir quasi wieder so weit sind, dass wir einen großen vaterländischen Krieg führen müssen. Auf der anderen Seite haben wir den Westen, der Anfang Mai begonnen hat, kritische Fragen zu stellen in den Medien. Die Time. Ukraine is in a worse shape than you think. Okay. Dann, it's getting complicated. Demands for long-range rocket launchers. Kissinger hat man dann vorgeschickt, der dann quasi von der ukrainischen Seite gleich als Verbrecher erklärt worden ist, weil er gesagt hat, naja, vielleicht wäre es doch gut, Zugeständnisse zu machen, was immer das dann bedeutet, um Luft zu holen für einen Schlag später, aber nicht jetzt quasi alles zu verbrauchen. Ja, wir brauchen eine Position der Stärke, die wir nicht haben. Wie schaut es auf dem Gefechtsfeld aus, wo die Russen scheinbar doch nicht so dilettantisch sind, wie wir das immer gedacht haben? Ja, wir können ja sagen, wir als Experten sind ja unserer Meinung treu geblieben, obwohl das ja keiner wollte, weil alle gesagt haben, die russische Armee ist ein Haufen von Dilettanten. Das hat sich also doch nicht so herausgestellt. UK Intel sagt uns jeden Tag, dass sie morgen zusammenbrechen. War bis jetzt nicht der Fall. Ja, das heißt, die unaussprechliche Wahrheit oder die bittere Wahrheit über die Situation ist die, dass es sehr wohl läuft. Wir sind vielleicht am Tipping Point, ja, da sind wir schon im Juni jetzt, ja. Und ohne große Hilfe wird das nicht funktionieren. Und da kommen wir jetzt zur Kernfrage und damit bin ich am Ende. Es gibt nämlich nur zwei Antworten für diesen Konflikt. Wenn wir sagen, wir sind alle Angehörige eines demokratischen Wertesystems, das es zu verteidigen gilt, dann ist es entweder so, dass wir an der Seite der Ukraine in diesen Krieg eintreten. Sie können sich die Frage stellen, ob Sie das wollen oder nicht. Oder wir es nicht tun und akzeptieren das Ergebnis, das herauskommt, möglicherweise auch mit den Folgen, dass Russland in ein paar Jahren auf einen weiteren Geschmack kommt. Das heißt, egal was Sie wählen, es ist eine unerträgliche Situation und für die Zukunft der nächsten Monate und Jahre leider eine Perspektive, die einen nicht hoffen lässt, sondern eigentlich daran erinnert, dass wir vermutlich schwere Zeiten vor uns haben. Damit sage ich herzlichen Dank fürs Zuhören und bin fertig. Ja, Markus, vielen herzlichen Dank für diese aktuelle Lagedarstellung in der Ukraine. Gibt es Fragen an den Herrn Oberst Reisner? Gut, wenn das nicht der Fall ist, du bist noch am Cyberpanel, du bleibst uns sehr erhalten und ja, dann gehen wir gleich zum Cyberpanel über. So, ich bräuchte Sie ganz kurz noch einmal bitte. Und zwar, ich habe jetzt nämlich noch einen zweiten Vortrag. Einen Moment, ja. Gerne, ja, ich hoffe, es war... Bitte? Was denn? Ja, das Problem ist, ich habe momentan 4 Hüte auf, also ich weiß nicht, was ich Neues machen soll. Ja. Ich sage das, wie es ist. Ja. Man muss irgendeine Entscheidung treffen, was wichtig ist. Ja. Aber das sehe ich entspannt.
Warte, da gehe ich ein bisschen rum, vielleicht schaffen wir es. Das ist echt ein bisschen. Nein, das wird nicht schaffen, wird nicht gut gehen. So, ja. Welche Medias Res? Eine Minute brauchen wir noch. Ja, jetzt ist die Sache. Der erste Vortrag ist der über Skype. Ja. Weil er bekommt jetzt das Tablet und hinten die Skype-Sache. Theoretisch würde er das tun, das Nein, am besten du bleibst nicht da. Du lässt mich hin. Und wenn es fertig ist, dann kommst du mit dem Tablet raus. Aber das benötigt es nicht. Das letzte Mal stellen. Super, ja. Wer ist der Erste? Das gibt's ja nicht, was hat's denn schon wieder erst, verdammt. Es gibt sonst keinen. Nur schauen, dass wir es schaffen. 13:15, das ist wahrscheinlich nur das ist ein bisschen auf dem Bau. Kommt drauf an, Volksjahr und andere. Aber heute sind die Besteigen. Die Frage ist jetzt nicht, dass das ist der erste von den Vortragenden mit. ja, ich leite ein. Okay, Sie leiten ein, aber Sie fangen nicht an, sondern der Herr Schmidt dann das erste. Ja, genau. Du weißt ja auch nicht voll rein, gell? Der Herr, der das online macht, sozusagen. Ja. Das heißt, ich bin nicht mehr leider, also ich kann das nicht mehr meine Arbeit. Und wenn Sie dann der erste Vortragende wären, nachdem Sie fertig waren, müsste nur das, also würde ich Sie bitten, das Tablet dann auf die Seite zu legen, nämlich der nächste Vortragende, damit ich Platz habe, um das umzustellen. Findet das keiner mehr. Oh ja, es kommt nämlich von Herrn So, meine Damen und Herren, ich muss ein bisschen drängen, ich weiß, die Kaffeepause ist ausgefallen, aber es hilft nichts.
Wir müssen starten. Bitte Plätze einzunehmen. Kann man meine Präsentation live schalten, bitte? Meine Präsentation brauche ich jetzt. I can hear you okay. Shredded the weekly pocket. Sie ist jetzt. 60 degrees here right now. Cool, nice. It's 15 degrees, you guys. Schokoladeseite. Okay. Indem man sich nicht vorbereitet, bereitet man sein Scheitern vor. Diejenigen, die voriges Jahr schon da waren, haben das schon einmal gehört. Wir haben heuer einen neuen Anlass, der die Aktualität dieses Zitates von Benjamin Franklin wieder unterstreicht. Am 24. Februar waren wir wieder überrascht, aber glaube ich, feststellen zu können, dass die Krisenreaktion in Österreich etwas schneller war als vor 2,5 Jahren, als die Pandemie über uns hereingestürzt ist. Mag sein, dass das Krisenmanagement doch besser vorbereitet ist, dass wir hier die entsprechenden Grundlagen geschaffen haben und dass wir auch regelmäßig üben. Das verkürzt die Reaktionszeit. Jedenfalls war die Regierung binnen weniger Stunden in der Lage, mit den 5 wichtigsten Ministern zusammenzutreten, sich von den Nachrichtendiensten und anderen beraten zu lassen und erste Maßnahmen zu setzen. Im Cyberbereich, da sind wir jetzt mittendrin, haben wir bis dato noch keinen größeren Angriff vor dem Hintergrund des ukrainischen Konfliktes gesehen. Also momentan sind wir safe, glauben wir halt. Wir sind aber alerted und meine Organisation ist aufgerufen, permanent ein aktuelles Lagebild dazu zur Verfügung zu stellen, gemeinsam mit den anderen Lagebeobachtern im Land, um die Regierung in die Lage zu versetzen, gute Entscheidungen zu treffen. Ja, die meisten, glaube ich, kenne ich mich. Ich leite die Cyberabwehr, neue Bezeichnung seit 1. Juni. Nach vielen Jahren ist es gelungen, die Organisation dem tatsächlichen Bedarf etwas näher zu rücken, anzupassen. Das heißt nicht, dass wir schlagartig um 50% stärker sind, aber wir haben die Möglichkeit auszubauen, das ist wichtig. Nur dann, wenn wir ausreichend qualifiziertes Personal gewinnen können und halten können, wird sich der Effekt im Cyberbereich stark verbessern. Meine Damen und Herren, der russische Eroberungskrieg gegen die Ukraine findet auch im Cyberraum statt. Er wird auch dort ausgefochten. Wer vorher dabei war bei Oberst Reisner, hat ja schon einiges davon gehört. Die Intensität und die hohe Anzahl der Cyberhandlungen, die wir beobachten können, ist doch überraschend. Erstmalig können wir beobachten, wie die Cyberdomäne, also wie die Konzepte, die seit langem herumgeistern, tatsächlich in die Praxis umgesetzt werden. Wir sehen also die unmittelbare Einsatzvorbereitungszeit, was spielt sich im Cyberraum. Wir sehen den Kriegsbeginn, was spielt sich im Cyberraum ab und was tut sich danach. Das ist natürlich sehr wichtig für uns, das genauestens zu beobachten und danach die Lessons daraus zu lernen, weil wir
unsere Konzepte überprüfen müssen, weil wir sie anpassen müssen und schauen, was hat sich bewährt, wo brauchen wir eventuell eine Nachbesserung. Neben den Cyberhandlungen zur Unterstützung der Luft- und Bodentruppen und der Abwehr spielt sich auch in der Informationsdomäne, auch da haben wir gerade einige Folien gesehen, massiv der Krieg ab und der stützt sich ganz wesentlich auch auf die Cybermedien ab. Also soziale Medien funktionieren ja nicht ohne Cyber und daher ist es wichtig, auch hier hinzuschauen, was tut sich. Was wir dabei nicht aus den Augen verlieren dürfen, dass die Kriminalität und die Spionage deswegen Pause macht. Das Gegenteil ist der Fall. Alle schauen Richtung Krieg, Richtung Konflikt in der Ukraine und parallel dazu sind die Kriminellen hochaktiv oder noch aktiver als früher und spioniert wird auf Teufel komm raus aus allen Richtungen. Wie wir wissen, die Cyberdomäne ist relativ jung, sie ist sehr komplex. Das Verständnis dafür, dass Kraftzeitraum in der Cyberdomäne ganz andere Bedeutung hat, ist noch nicht in alle Chefetagen durchgedrungen. Lassen Sie mich so sagen. Das heißt, die Techniker unter uns, wir alle müssen die Dinge so aufbereiten, dass Entscheider feststellen können und erkennen können, wie wichtig der Bereich ist und welche Maßnahmen zu treffen sind. Hinterher froh und dem Brigadier Dr. Beischel, dem ich auf diesem Wege gute Besserung, so er überhaupt erkrankt, wünschen möchte, dass er das Cyberpendel zum fixen Bestandteil gemacht hat, der 6. der Strategiekonferenz. Und ich danke ihm auch für den besonderen Sendeplatz, den wir da einnehmen, nämlich die letzte Panelveranstaltung vor dem Ende der Konferenz und heute ist da mit den alten Lateinern, die dafür ein Wort gehabt hatten, Supremus, nicht? Das Letzte, aber auch das Oberste. Ja? Das ist vom Blickwinkel gesehen das Oberste, der finale Höhepunkt der Strategiekonferenz ist das Cyberthema. So nehme ich es wahr und deswegen bin ich ganz gerne da dabei und mache da immer wieder mit. Wer gestern die Zeitung aufgeschlagen hat, hat also 3 Schlagzeilen gefunden in den ORF-News. Eine lautete vorerst keine Alarmstufe zu Gasnotfallplan. Die zweite hieß russischer Angriff auf Getreidelager und die dritte russische Hacker greifen Verbündete der Ukraine an. Das sind 3 strategische Themen, die, glaube ich, die ganze Woche über behandelt wurden. Also Gas als Waffe, als ökonomische Karte im Spiel, Getreidelager, um den Westen zu erpressen, indem er versucht, die Schwellenländer auszuhungern und eine Migrationswelle auszulösen. Und als letztes, russische Hacker attackieren den Westen. Alle jene, die Sanktionen mittragen, alle jene, die Waffen liefern, sind als Ziele auserkoren und werden mehr oder weniger intensiv bekämpft. Diese Schlagzeile geht auf einen Bericht von Microsoft zurück, die sie ja verdient gemacht haben in der Ukraine auch, die festgestellt haben, seit dem Einmarsch am 24. Februar haben russische Hacker rund 128 Organisationen in 42 Ländern attackiert. Das geht bei uns in den Medien völlig unter. Hauptziel ist die USA, aber es kommen auch viele andere dran. Und wenn ich einleitend gesagt habe, Österreich war bis dato nicht dran, wir tragen die Sanktionen mit. Also wir müssen wachsam sein, dass wir nicht auch hier zu den Opfern zählen. Interessanterweise und auch für uns etwas, was zum Nachdenken anregt, ukrainische Infrastruktur funktioniert großteils immer noch im IKT-Bereich. Sie sind in der Lage zu regieren, sie können führen. Es ist die Frage, wie kann die Ukraine das schaffen? Es ist
davon auszugehen, dass die 5000 Angriffe von 2014 bis 2021 dazu geführt haben, dass die ukrainischen Organisationen gut aufgestellt sind und dass sie sich auf das eingestellt haben, was da kommen könnte, plus die Hilfe aus den Nachbarländern und aus den großen Ländern, plus ein zusätzliches Satellitensystem, das freigeschaltet wird. Und das zusammen führt dazu, dass die IKT-Infrastruktur einigermaßen funktioniert. Ja, das ist der Punkt, an dem ich Ihnen das Panel vorstellen möchte. Wir haben gleich als Keynote-Speaker einen, den Sie sehr gut kennen, Generalleutnant Professor Schmiedle war in seiner Karriere auch stellvertretender Leiter des Cyberkommands und daher bin ich schon sehr gespannt auf seine Einlassungen. Professor Kolmhofer fällt leider aus, wollte heute mit der Bahn anreisen, in dem Fall mit der Westbahn, die hat alle Züge von Linz nach Wien gestrichen und daher musste er umkehren. Oberst Reisen aber schon da, wird uns auch einen Input geben, diesmal mit Schwergewicht Cyber in der Ukraine. Diplom-Ingenieur Philipp Blauensteiner kommt aus dem BMI, unser langjähriger Partner auf der operativen Ebene, wenn es darum geht, Cyberangriffe abzuwehren. Die Frau Magistra Schmidt ist Programmdirektorin im BMI und eine Expertin für das, was rechtlich gilt und wird uns daher unterrichten über die österreichische Cyberstrategie, über NIS-Gesetz und andere Grundlagen. Und aus unserem Ressort der Oberstleutnant Wurm, ich glaube auch vielen bekannt, der Chefberater in seinem Bereich zu fragen, was ist in Europa los im Bereich Cyberdefense, was tut sich da? Ich darf jetzt daher General Schmiedle bitten um seine Eröffnungsworte. Ich denke, die Vorstellung erspare ich mir. Was mir gut gefallen hat, auf der Universität in Arizona wird er vorgestellt als Experte für Luftkriegsführung, für künstliche Intelligenz, für Strategie, für Cyberoperationen, für Programmanalyse und Evaluierung. So mancher kennt ihn von anderen Bodien. Das liegt daran, dass er zahlreiche Studien gemacht hat und nicht nur ein Militärschädel ist und viele Bücher herausgegeben hat und sich in allen möglichen Bereichen immer wieder einbringt. Ich darf einen schönen guten Morgen nach Washington schicken, Herr General, und darf Sie um Ihre Keynote bitten. Generalleutnant Professor Schmiedle. Just check to make sure. It shows that I'm transmitting, just like I was before. We're on now. Okay. So you all can hear me okay? Perfect. Got it. Okay. First of all, I appreciate the chance to talk to you all this morning. I'm sorry that I'm not there in person, although looking at all of you with masks on, I'm probably not sure I'm missing a lot there. What I wanted to talk to you about this morning in this kind of this keynote address to set the stage for the panel is what it is about the strategic importance of the cyber domain that is of greatest interest here in the United States and specifically in the Department of Defense. What are we looking at now? What are the things that are of greatest concern? And the way I thought I would break this down is, first of all, to talk about the
characteristics that we consider to be important. Now, there's lots and lots of different characteristics, and I'm going to list the ones that we're particularly focused on now. Talk about the capabilities of operating in the cyber domain, and then talk a little bit about the limitations of operating of cyber operations from a strategic standpoint, and then finally a few thoughts on the way ahead and where we might be going. So in terms of the characteristics, there is, first of all, the threat. The cyber threat is, in a word, it's intangible. You can't touch it, you can't feel it, you can't see it sometimes, and that makes it very difficult for policymakers to wrap their heads around what the issues, what's really at work here, because you can't actually see it out there. It's also, the other characteristic that makes it difficult is that it literally is everywhere. You can't nail it down and say, well, the threat from cyber is going to be in this particular area at this particular time, which you can do, for the most part, with a more conventional military capability. The third characteristic that is of great concern is the anonymity of the perpetrator, right? So it's more difficult to attribute directly to a particular person or a country or a company some kind of cyber activity. Now, we are obviously getting better at this, but every time a cyber attack, let's say, every time it comes through another server, it jumps through another portal, it becomes that much more difficult to trace it back. And as we all know from seeing, the activities in Ukraine today, in many cases, even when the attacks are state-sponsored, they're not coming from state entities. They're coming from other organizations that are not directly a part of the state, which makes the attribution of those effects that much more difficult. This is not as much of an issue at a tactical level as it is at a strategic level. Before one country blames another for a cyber attack, if you will, the data that they need to be able to make their case is just that much more difficult to collect. There is, as we've been thinking about this for many years, when we first created the United States Cyber Command, and I was kind of the person who was doing that, one of the things that we talked about a lot, at the time, was how we thought the cyber effects would compress the way we thought about time and space from a strategic standpoint. At the time, we didn't have a real firm example of that. We do now. And we do know that cyber effects can decrease or increase suddenly the strategic depth of a particular effect. So what's happening now is that we have, for example, in the United States, we talk more and more about trying to compress the amount of time people have to make decisions. Right? And the theory of the case is that if I can make decisions quicker than an adversary, then I will have an operational advantage. However, what I think is at work here, what we're discovering is that you can actually be transmitting information and decisions so quickly that the adversary never has an opportunity to react to it. So in other words, I can make 4 decisions before the adversary has had a chance to react to the first one. What that means is that I compress the amount of time the adversary has to think about that, and in doing that, I make some of the other decisions I made almost irrelevant, because there's never been an opportunity for me, and as you know, in the world of strategy, when we think about how we might apply a strategic effect like cyber, it's only important
is related to how the enemy or the adversary is able to react to what I've done. If I don't give them the opportunity to react, then I really can't understand the effect my strategy is actually having. The whole notion of geographic space becomes problematic. Cyber effects, as we all have absolutely no respect for geography at all. So what has traditionally been the way that we've thought about strategy, which is we've thought about it in terms of geography, brain strategy that is, may not be the best model anymore. So those are some of the characteristics that we've been wrestling with and trying to figure out what the long-term effects are. Let's talk a little bit about capabilities, right? So when we talk about capabilities, I'm going to specifically focus mostly on the offensive capabilities that we have in the world of cyber that are a concern. So the first one has to do with the manipulation of data. And manipulating data in and of itself is, while it is inconvenient, while it is problematic, what is really problematic is that it degrades the trust that we all have as users of that data. And I'll give you an example. Early in my career, earlier on, a couple of years ago, I was the commander of the Marine Corps' experimental laboratory. And one of the things we were looking at was in the world of command and control of operations centers was the presentation of data. How we presented to the staff officers the data that was coming in. And in the course of those experiments, we manipulated the data and changed it because I wanted to see what effect that had on the officers that were trying to use that data. And I discovered something that was a bit surprising for me, which was that the most difficult thing for the staff officers to deal with was when they were doubting the truth of the data that they were seeing. In other words, they operated better, the staff operated better, when I simply pulled the plug on all the electronic data, and there was nothing out there, as opposed to showing lots of data that they didn't trust. Because as you look at the data, you begin to wonder if it's real or not. That doubt, it permeated everything, and it made all the things we try to do in an operations center very difficult and much less effective. The next issue about capabilities, we deal with this a lot. It's in the news a lot, and that's disinformation, right? And trying to understand what is real and what is not. Now, there is a subjective nature to a lot of information, but by the same token, there are certain objective things. There's that's a fire, there's a river, there are certain things that are objectively, tangibly, empirically true. But again, disinformation is designed to degrade trust. Trust not only in the information, but in the institutions that create that information. So this is one of the reasons that we are so concerned about election irregularities and manipulation of public opinion, manipulation of electronic or election results, because it degrades the trust in the institutions that have created that data. And that can have a more pernicious effect than simply attacking the information itself. We worry a lot about the vulnerability of power grids. As you all know, there are systems, the acronym is called SCADA, it's for the electronic control power grid. There are just a few companies in the world that make SCADA controllers that can handle large power grids. Those controllers are vulnerable. They're vulnerable to attack in many different ways. So that is a major concern, and it's a concern not only from the technical side of attacking the network, but also from the standpoint of
both parties. Most of our power grids are owned by companies, yet private companies, or public companies, but the responsibility for trying to bring power back eventually might fall to the government, and that relationship is we still haven't quite figured that out. The other thing that I've been very involved with is trying to help understand the cyber vulnerabilities of the weapons systems. So as we build more and more sophisticated weapon systems, it becomes evident that the vulnerabilities of those systems to attacks, cyber attacks, is in fact something that needs to be addressed and is a great concern, because in many cases those vulnerabilities come when the weapon systems are developed initially. They're created, and the vulnerabilities are almost inherent in the way they're created. So it becomes more difficult to apply defensive measures onto existing weapon systems. But this again is an issue. The stealing of intellectual property. Right? So it's not too hard to figure out why the latest fighter that the Chinese have produced looks a lot like the F-35. There was a tremendous amount of intellectual property that was stolen in contract U.S. companies that predated the development of that airplane. A different way of looking at use of cyber. So, and again, the Chinese have a different model. What they do is they would steal and take data from American companies on the development of airplanes or weapons, and then give it to their own companies, which is a very different model. It would be as if the country's capability to extract data from another country's companies and then give it to Boeing or whoever and say, here, this is what we know about the adversary, build something like it. It's just generally not the way we do things. The other thing on capabilities that's important and concerning is the way it's used to manage a native population's beliefs, right? So what we know about disinformation, what we know about propaganda, what we know about cyber effects, is that in order for them to truly be effective, in many cases they are pointed inward. So this is the Chinese control of population. They have a way of determining a social credit, right? So you, based on your behaviors online, you are given a number and that distinguishes whether or not the government thinks you are potentially a threat based on your online activities. We also remember that when in the Russian Revolution back in the 1918-19 timeframe, that when Lenin appointed Leon Trotsky as the minister of propaganda, that Trotsky focused all of his efforts, 100% of his efforts, on trying to keep the Red Army morale high and keep them fighting. In other words, he wasn't focused on the White Russian army at all. He was focused internally. And I think that that's something that we don't necessarily, we in the West tend to view cyber effects as something that happens to an adversary, but the adversaries in many cases understand that their own populations, the information that their own population sees is as or more important than the way they are perceived by the adversary. There are some limitations to cyber effects that are important for us to understand. The first one is persistence. If we go back and look over the last 10, 15 years at some of the cyber effects that have been perpetrated, offensive effects, we find that the ones that were truly effective were the ones that persisted over time. One of the challenges with cyber is that we tend to make a big splash, but if we don't continue to follow up again and again and again, that the effect of that decreases over time.
And it's got a lot to do with just not only with the strategy behind the employment, but also with the way the technical effects themselves are understood. The other limitation is that our ability to change the perception of a target audience, of an adversary, still remains problematic, right? So we can think about a couple of things here that as we decrease the exposure of particular effects, how they lost their value. Here's an example. A number of years ago, there was an effort made to delay the enrichment of uranium on the part of the Iranians, and it was cyber effects that were focused on the mechanisms of enrichment, if you will. They proved to be actually extremely effective while they were being employed, but once they were no longer employed, and there was a political decision that was made to do away with the agreement that had been reached in many cases because or caused by some of those effects, that you saw the enrichment again increase. The strategic bombing campaign, the Second World War, was thought to break the will of the people. It didn't happen in Britain, and it didn't happen in Germany. So, in other words, that the will of the people to continue did not suddenly decrease because of those effects. So it's important, I think, to know the limitations of trying to deal with changing perception in particular ways that are very evident and obvious. Cyber is also still linked to the physical infrastructure, right, of space, of undersea cables. There are ways that we move cyber effects. There's that transport layer, whether it's that way or whether it's wireless, right? So we can use RF energy to propagate cyber effects wirelessly. But there are atmospheric limitations, there are technical limitations. So these are physical infrastructure limitations that occur with cyber. So it's just important to remember that as a limitation. And the last piece of this is that defense at scale of cyber effects is extraordinarily difficult. It is clearly the offense has an advantage in that the defender needs to defend many, many, many more square inches, square feet of space against a cyber effect, whereas an offensive activity just needs to find one way in. And so that makes defense at scale more difficult, which is one of the reasons that you see a lot being talked about defending forward, right, that the United States Cyber Command is doing now. So how we interpret that is still subject to classification levels, but the fact is that it's an attempt to get at this challenge of trying to defend everywhere. So if the thought is, if I can defend forward, if I can make can start my defensive layers closer to the adversary to where it's beginning, then I'm going to be more effective. The last piece that I would ask us to think about here is the role of cyber strategically going forward. And there's a couple of things that occur to me in this realm that I think would be useful for us to consider in this conference as we go through the rest of the day. The first thing is that the operational effects of cyber effects, if you will, or cyber initiatives, is always more effective when it's combined with things in other domains. Okay? So there's been a tendency to think of the domain of cyber as a unique silo in and of itself. And it is unique in a way, but the effects that we try to achieve with cyber are always more effective when they're linked together with other things as well.
So, for example, as a strategy, if you were trying to affect another country's, perception of something, or you were trying to nullify some particular economic activity that they had performed, that would always be much more effective if it was linked with other military, economic, diplomatic sort of initiatives. The other piece of this is that cyber, in order to be effective, has to be persistent. There was an issue a couple of years ago where a shipping company, happened to be in Iran, was the subject of a disruptive attack against their databases, and for a number of days, there were ships lined up outside of the harbors that they couldn't get in, they couldn't unload, they couldn't offload. There was utter chaos. But the effect didn't last long. And whoever was perpetrating that effect didn't continue to go back into the databases. And within 4 or 5 days, things were not back to normal, but they were operating again. So persistence is a very, very important part of this. I think that one of the greatest uses of cyber, both as a transport and also as a tool of manipulation of data, is the ability to manipulate or to alter perceptions of activities that are occurring in empirical space. In other words, the ability of one actor to influence the perception of another actor with regard to how they see themselves and how they see the rest of the world, I think is an area that is very ripe for continued research and potential. If you can imagine if you could disconnect a country from its historical narrative about how it sees itself and how it sees its role in the world and create a different narrative and use cyber tools to be able to propagate that narrative, how that could potentially change the way that one might, quote unquote, control another country, another piece of space. The one thing, though, that I would, the caution that I would give here is that, and this has to do with both cyber and electronic warfare and disinformation and other means of economic sanctions, et cetera, none of those things have proven to be quite as effective as occupying territory. So at the end of the day, we can have all these effects, but we just need to be cognizant of the fact that having an army from another country occupying your country ultimately is the most significant issue that has to be dealt with. How we go about keeping that from happening is potentially through all these means is one thing, but that's actually at the end of the day, that's kind of it. And the last thing I would leave you with is that one of the things that is occupying a lot of people's attention these days is the concept of cognitive warfare. And cognitive warfare referring to the ability of us to understand the world around us. We've seen a lot of this in the last 3 years in the writings, especially the writings that have been coming out of China, out of their defense establishment, as well as other places. The United States is looking at this right now. I am deeply involved in a project on cognitive warfare, how to understand what it means, how to counter it, and how you might think about the organization of a military in order to be able to counteract another country conducting cognitive warfare against you. Cognitive warfare is, again, at its fundamental heart, it's the altering of perceptions about the reality that's around us. It is, in fact, something that is rather ill-defined right now. It kind of means a lot of things to a lot of people, but cyber as a transport layer, as well as cyber as a tool for the manipulation of data and information to change perceptions, is at the heart of any strategy
that is going to involve the use of cognitive warfare. So with that, Walter, I appreciate the opportunity to talk to you all again. I wish I was there in person, and I apologize for not speaking German. This is the best I can do. Thank you very much. Markus, bitte. So thank you, sir, for your great presentation. Just a short question from my side. When it comes to artificial intelligence. Okay, that's it. Oh, sorry. Was ist jetzt passiert? Nichts, der hat sich von der ist aus dem Skype Room rausgegangen. Ach, so. Er hat uns verlassen, sagen Sie. So, Sie kommen sicher wieder. Na, braucht man nicht, jetzt kommt der Oberstreisner gleich. So, ja, die Technik ist doch noch nicht so perfekt, wie wir glauben. Der Washington ist etwas außerhalb. Ich darf dann gleich fortsetzen mit dem nächsten kurzen Statement vom Oberst Reisner, den ich heute nicht noch einmal vorstelle, der aus Film und Fernsehen bekannt ist und aufgrund seiner hohen Qualifikation in allen möglichen Domänen eingesetzt werden kann. Bitte, du machst mir verlegen, ja. So, ich brauche wieder diesen Präsenter. Ja, dann darf ich quasi zum dritten Mal in dieser Woche die Ehre quasi meines Offiziersberufes quasi entsprechend hoffentlich mit Lorbeeren schmücken, wie du richtig gesagt hast, und auch zeigen, dass wir nach wie vor in Österreich eine sehr gute Ausbildung haben, weil das ist ja die Voraussetzung dessen, dass wir überhaupt hier, ich sage mal, auf einem hohen Niveau kommentieren können, und auf das bin ich schon stolz, und das möchte ich quasi auch hier an dieser Stelle noch einmal sagen. Solange wir in Österreich das Denken nicht verlieren, brauchen wir uns keine Sorgen machen, dass wir diesen Staat auch in die Zukunft führen können. Aber wenn das einmal der Fall ist, dann wird es gefährlich. Aber momentan schaut es noch gut aus. Ja, Dank auch von Offizieren wie dir, das muss ich auch an dieser Stelle mal sagen, weil gerade der Cyberraum, du hast ja schon früh darüber gesprochen, da haben viele deiner Vorgesetzten auch noch gar nicht gewusst, um was da geht eigentlich im Wesentlichen. Ja. Und wir, die Jungen, müssen da einige Gedanken vorantreiben, damit dieser Staat auch überlebensfähig ist. Und damit bin ich schon beim Thema, denn der verborgene Cyberkrieg um die Ukraine, der ist Realität, und da hat sich sehr viel getan, was wir gar nicht so mitbekommen haben, wo auch leider die Medien viel zu wenig darüber berichten. In Wirklichkeit geht es dabei rund, wie man so schön sagt, auf Österreichisch, und ein paar kleine Ätzes möchte ich Ihnen ganz kurz in einem Parforsit zeigen. Das erste ist, nur zur Abholung, Sie wissen, wir haben diesen Begriff der hybriden Kriegsführung, der in den letzten Jahren sehr oft thematisiert worden ist, quasi als neuer Begriff. Das Besondere an der hybriden Kriegsführung ist, dass sehr viel eigentlich schon vor einem heißen Konflikt passiert, vor allem in diesem Informationsraum. Wir haben also hier subversive Handlungen, Stellvertreterhandlungen, und da ist das Thema Cyber Network Exploitation ein großes Thema. Das heißt, da wird sehr viel im Informationsraum auch tatsächlich durch Cyber dargestellt. Sie müssen sich vorstellen, Cyber ist unter anderem wie ein Zauberteppich, der genutzt wird, um zum Beispiel den Informationsraum auch weiter zu bestimmen. Und diese Vorarbeit, die dient natürlich dazu, Voraussetzungen zu schaffen, die schlussendlich zu einem Einlenken des Gegenübers führen, oder wenn nicht, dass wirklich dann zu einem Überschreiten kommt auf das Hoheitsgebiet, also der Intervention und der offensiven Handlung. Und bis jetzt dachten wir sind maximal hier, und in Wirklichkeit sind wir aber jetzt hier angekommen, quasi knapp 80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges. Ja, das Wichtige, um das zu verstehen, und da tun sich oft viele schwer, warum hat Cyber diese besondere Bedeutung, ist, Sie müssen das vor allem im Zusammenhang mit den anderen Domänen der Kriegsführung sehen. Wir haben also traditionell natürlich diese Domäne
Land, dann See, die Luft und dann der Weltraum, der dazugekommen ist. Aber das Besondere ist, es gibt zwei Domäne, die all diese anderen Domänen durchdringen. Und das ist einerseits der Cyberraum, der quasi wie ein Zauberteppich wirkt und hier gezielt quasi alle anderen unterstützt. Und das zweite ist der Informationsraum. Und die zwei arbeiten sehr enge miteinander. Man kann also die nicht quasi getrennt voneinander sehen. Und das eine geht oft ohne das andere nicht. Und das ist also wichtig zu verstehen, dass gerade diese beiden die Bedeutung haben. Wenn Sie die zwei beherrschen, brauchen Sie oft gar keine großen Fähigkeiten in diesen Bereichen haben, weil Sie möglicherweise vieles im Vorfeld schon abwehren können. Schauen wir uns jetzt ganz kurz die Ukraine-Krise an. Die Ukraine-Krise kann man unterteilen, sicher in eine Vorbereitungsphase, in eine Shaping-Phase und dann in die wirklich Decisive Phase. Der Herr Oberst hat schon gesagt, seit 2014 hatten wir über 5000 tatsächlich nachgewiesene Angriffe, die sich in unterschiedlicher Ausprägung ausgedrückt haben. Sie wissen, vielleicht haben Sie gehört, auch die Angriffe auf das ukrainische Stromnetz und viele andere Dinge. Ich möchte mich nur ein bisschen konzentrieren anhand von ein paar Beispielen an das, was unmittelbar geschehen ist vor Ausbruch der Feindseligkeiten. Einerseits der Umstand, dass man hier ganz gezielt die Operationsführung der militärischen Kräfte unterstützt hat, mit quasi Maßnahmen im Cyberraum und natürlich dann auch ganz gezielt am Beginn des Angriffes, also ab 3 Uhr in der Früh am 24., wo man also mit Software, mit dieser Viper-Software versucht hat, quasi auch gezielt Softwareprogramme auszulöschen, also auszuwipen im Wesentlichen. Ja. Ich habe das noch einmal kurz dann dargestellt, über das werden wir dann kurz nochmal später reden. Schauen wir uns kurz die Angreifer an. Das ist also ein Blick auf das Periodensystem im Wesentlichen. Sie haben also hier verschiedenste Gruppierungen, die man grundsätzlich zuordnen kann den wesentlichen Nachrichten- und Geheimdiensten quasi Russlands, also GRU, SVR und FSB, die also hier aktiv sind. Die Russen haben einen großen Vorteil, den wir nicht haben. Also es ist oft nicht das Finanzielle, das die Hacker quasi anlockt, sondern es ist auch der Zwang, der dazu führt, dass sie einfach verwendet werden. Es ist auch so, dass also ganze Universitätslehrgänge verwendet werden, um als Trolle zum Beispiel tätig zu werden. Und da kann man natürlich dann einiges tun, um genau diese einzelnen dann verschiedenen Programmen zuordnenbaren Angriffe durchzuführen. Also auch wieder diese Viper-Geschichten oder anderes, was also hier passiert ist. Ich möchte also kurz ein Beispiel geben. Ich habe es schon gebracht am Beginn der Konferenz am Montag, weil es einfach für mich sehr entscheidend ist, das also zu vermitteln, weil man verstehen muss, wie dieser Krieg tatsächlich passiert ist. Und zwar sieht man also hier schön, wie also Maßnahmen im Cyberdomain zur Vorbereitung einer Maßnahme im Informationsdomain gedient haben. Ich habe Ihnen beim letzten Mal erzählt, dass eben versucht worden ist, hier diesen Enthauptungsschlag in der Nähe von Kiew durchzuführen. Und dieser Enthauptungsschlag wurde parallel vorbereitet durch Cyberangriffe, aber auch gezielt durch Informationsmaßnahmen. Das heißt, die Russen haben versucht, das Kommunikationsnetz der Ukraine stark einzuschränken, um dann gezielt Informationen weiterzugeben. Das haben sie getan, indem sie Drohnen vom Typ Orlan 10 in einer Konfiguration als quasi fliegender Handymast eingesetzt haben. Und diese Drohnen haben vor allem im Nordosten und im Osten ganz gezielt über mehrere Stunden SMS ausgeschickt an die Handys der Soldaten. Und da stand drinnen, der Präsident ist gestürzt, Kiew ist gefallen, der Krieg ist vorbei, gebt auf und legt eure Waffen nieder. Und das hat tatsächlich für ziemliches Chaos gesorgt, weil natürlich die Ukrainer aufgrund der Angriffe auch im Cyberraum nur eingeschränkt auf Nachrichtenmittel zurückgreifen können, nur diese SMS hatten und nicht wussten, stimmt das jetzt oder stimmt das nicht. Ja, und das hat also eine Zeit lang gedauert, bis man das von ukrainischer Seite wieder eingefangen hat. Im Prinzip war es dann vor allem der Auftritt des Präsidenten im Fernsehen und man gesehen hat, aha, das stimmt nicht. Also offensichtlich ist er noch in Amt und Würden. Und da sieht man sehr schön, dass also quasi das Cyberdomain hier genützt worden ist, um etwas im Informationsdomain ganz gezielt mit einem möglicherweise entscheidenden Effekt also durchzuführen. Sehen wir uns noch einmal ganz kurz andere Beispiele an und da ist auch wichtig, wir im Westen reden auch von sogenannten Multi-Domain Operations, also quasi die verschiedenen Domäne übergreifende Operationen. Denken Sie jetzt wieder an das eine Beispiel von vorher. Und auch da sieht man, dass die Russen sehr gezielt, ich gebe hier ein Beispiel, das aufeinander abgestimmt haben. Das heißt, wir haben im April zum Beispiel die Angriffe gesehen der Russen ganz gezielt auf das Eisenbahnnetz der Ukraine, sehr gut und überlegt, also sehr erinnernd auch an diese schon im Zweiten Weltkrieg angewandte Strategie der Alliierten. Und hier sehen wir auch, dass also das einerseits vorbereitet worden ist, mit also quasi Angriffen auch im Cyberraum oder auch Ausspähungen, wo man dann ganz gezielt also versucht hat, vor allem die Elektrifizierung dieser Eisenbahnanlagen zu stören. Wenn wir uns jetzt die Enduring Phase ansehen, also das, wo wir uns befinden, so ist auch wichtig zu verstehen, dass gerade der Kampf um den Informationsraum eine sehr, sehr hohe Bedeutung hat und dass hier Russland ganz gezielt versucht, wo auch immer sich Bruchstellen zeigen in Europa, und derer sind da viele, also denken Sie an die Einigkeit der NATO und der EU, genau dort anzusetzen und über das Cyberdomain mit der Kombination und Informationen entsprechend zielgerichtet einzuwirken. Und da haben wir wieder die üblichen Verdächtigen,
nur noch breiter gefasst, weil da kommt das Verteidigungsministerium und das Außenministerium auch dazu, die also hier eine große Rolle spielen. Und wenn Sie sich überlegen, was die EU aufbietet, um dem entgegenzuhalten, das haben wir ja schon bei der Corona-Krise gesehen, dann ist das natürlich sehr, sehr überschaubar als solches. Es ist vor wenigen Tagen eine sehr interessante Studie herausgekommen von Microsoft, wo das erste Mal versucht worden ist, also wirklich Erfahrungen aus diesem Konflikt herauszuleiten. Und da gibt es also verschiedene Ansätze. Wir natürlich halten sehr viel auf den Umstand quasi Free Expression, all diese Dinge der Kommunikation, um also das so breit und wie möglich also aufzustellen und auch jedem die Möglichkeit zu geben, sich selbst ein Lagebild zu schaffen. Das Problem ist, dass der Mensch, der Durchschnittsmensch heutzutage überflutet ist von Informationen und es ihm ganz schwierig ist zu entscheiden, was ist richtig und was ist falsch. Und das viel Schlimmere ist, dass der Staat, wenn wir ihn positiv konnotieren, zunehmend die Deutungshoheit verliert über die Information. Und das haben wir ganz deutlich in der Corona-Krise gesehen, weil egal was die Regierung gesagt hat, da kommt jemand und sagt, auf Google haben wir aber gesehen, das ist alles ganz anders und ihr belügt uns alle. Und das ist genau das Problem. Wie kann also der Staat diese Deutungshoheit wieder zurückgewinnen und es nicht verhindert werden? Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Wir haben also, vorher habe ich schon erwähnt, die Aussage gehabt, der amerikanischen Seite hat für einige Unruhe gesorgt, vor allem im Weißen Haus, die dann gesagt haben, naja, das kann man nicht so scharf sehen und das war also ein Leak, das man nicht so gewollt hat, aber das wird natürlich aufmerksam wahrgenommen von der russischen Seite, wo General Paul Neckerson, der Leiter des US Cyber Command, eigentlich zugegeben hat, dass sie auch aktiv begonnen haben, Cyberangriffe durchzuführen. Warum? Weil ihnen sonst die ganze Sache entglitten wäre, aufgrund der Maßnahmen der russischen Seite. Das heißt, die Amerikaner mussten hier aktiv werden, weil sonst hätte das quasi ein Ausmaß angenommen, das man nicht mehr kontrollieren hätte können. Ja, die Frage ist, was gibt es also für andere Ansätze? Da gibt es auch dieses 4DD-Modell, also zuerst versuchen zu detektieren, sich zu verteidigen, disrupt und deter. Das sind natürlich interessante Ansätze, aber Sie dürfen nicht vergessen, es fehlt also hier vor allem an zwei Dingen in Europa. Erstens die Betroffenheit. Es ist einfach den Leuten immer noch zu wenig bewusst, was das bedeutet, vor allem der Wirtschaft, ja, die nicht erkannt hat, dass quasi durch die Cyberangriffe auch ein Abfluss unseres Wissens passiert, nach China oder sonst wo. Und das Zweite ist natürlich auch der politische Wille, über die Floskeln hinausgehend, ja, wir tun was im Cyberraum, wirklich etwas zu tun, nämlich wirklich Maßnahmen zu setzen und gesamtstaatlich hier entsprechend sich aufzustellen. Damit bin ich am Ende. Ich möchte noch einmal die Zahlen von Herrn Oberst bringen, damit Sie Ihnen in Erinnerung bleiben. Also wir sehen also hier, was passiert ist in den letzten Monaten. 128 Versuche, 42 Länder, 29% Success. Bereits am Beginn auch so, wenn Sie es vielleicht mitbekommen haben, über 5000 Räder waren betroffen aufgrund der Angriffe der Russen auf Satellitenserver von KSAT, wo also das dazu geführt hat, dass die Betreiber diese Windkrafträder nicht mehr kontrollieren konnten. Denken Sie an die grüne Wende. Und was wir hier vorhaben und wie leicht es dann möglicherweise ist, hier aktiv zu werden. Damit bin ich am Ende und sage danke fürs Zuhören. Ja, vielen Dank, bitte nehmt gleich Platz. Die weiteren Sprecher darf ich jetzt vorstellen, falls ihr ein Bild kriegt. Ja, passt. Aber so. Den haben wir schon gehört. So. Als nächsten am Podium darf ich begrüßen Daniel Wurm, Oberstleutnant des Höheren Militärfachlichen Dienstes, derzeit, glaube ich, Doktorand für den Bereich Philosophie und tagtäglich beschäftigt in der Generaldirektion Verteidigungspolitik, sicherheitspolitische und verteidigungspolitische Auswirkungen von Technologieentwicklung sowie hybriden Bedrohungen. Die Militärkarriere hinter sich, die Theresianische Militärakademie, Studium hinter sich, Auslandeinsätze in ganz brisanten Gegenden, Tschad, Afghanistan, und war auch 3 Jahre lang in Mons in Brüssel tätig. Daher darf ich auf das Podium bitten und dann darf ich gleich die weiteren Sprecher herbitten. Es ist eine besondere Freude, dass wir die Frau Magistra Caroline Schmidt gewonnen haben für unser Podium.
Sie wirkt seit 2017 im Innenministerium und ist derzeit Programmdirektorin für die Umsetzung des EU-Cybersicherheitspaketes und befasst sich mit rechtlichen und strategischen Fragen der Cybersicherheit. Sie hat auch einen Master in internationalen Angelegenheiten und internationaler Sicherheit der Sciences Po in Paris, einen Forschungsmaster in Rechtswissenschaften der Universität Graz. Sie war Erasmus-Stipendiatin an der Juridischen Fakultät der Universität Poitiers und besuchte auch die International Law School in Den Haag. Interessant auch ihre Tätigkeiten in Südamerika, wo sie eine Zeit lang tätig war, und beim österreichischen Verwaltungsgerichtshof und bei internationalen Anwaltskanzleien in Paris und Wien. Wenn Sie also ein Problem in Frankreich haben, ein juristisches, vielleicht können Sie da mal nachfragen. Und dann darf ich noch begrüßen unseren langjährigen Partner und jemanden, mit dem wir ganz besonders gut zusammenarbeiten seit vielen Jahren. Diplom-Ingenieur Philipp Blauensteiner ist derzeit, bei uns glaube ich gibt es sowas gar nicht, Geschäftsführer und der Leiter der Abteilung 410 Netz- und Informationssystemsicherheit. Wenn ich das frei übersetzen darf, ist das jene Stelle, die das NIS-Gesetz realisiert, sprich den Unternehmen vorgibt, was sie an Sicherheit zu machen haben, das dann auch prüft und entsprechend forciert, dass die Sicherheit bei der kritischen Infrastruktur besser wird. Er steht vor einer Zeitenwende, weil ich glaube, das NIS-Gesetz 2 ist schon in der Schublade und wird dazu führen, dass nicht nur 100 oder 150 Unternehmen zu servicieren sind, sondern ungefähr das 10-fache oder mehr. Also das wird interessant, wie das in Zukunft läuft. Philipp Blauensteiner hat Informatik an der TU Wien studiert, hat ein Information Security Management an der FH Hagenberg absolviert, ist zertifizierter Projektmanager und CIISSP. Ich weiß nicht genau, was das heißt, er wird es uns vielleicht erklären. Und zudem ist er tätig als Lektor am FH Masterstudiengang Strategisches Management in St. Pölten oder Wiener Neustadt. Ja, der weitere Ablauf ist so vorgesehen, dass jeder der Podiumsteilnehmer noch ein kurzes Eröffnungsstatement macht und dann diskutieren wir. Und nachdem die Zeit fortgeschritten ist, würde ich Sie bitten, einfach sich einzumengen, wenn Sie eine Frage haben, und dann versuchen wir auch darauf einzugehen. Es ist wie immer ein Ziel dieser Diskussion, dass Sie mit neuem Wissen bewaffnet nach Hause gehen. Nicht, dass wir uns da bespaßen herum, sondern dass Sie hinterher sagen können, da habe ich wieder was mitnehmen können. Das hilft mir weiter, beziehungsweise hat meinen Horizont im Cyberbereich entsprechend erweitert. Ich darf daher beginnen, Daniel, mit dir. Oberstleutnant Wurm, bitte um deinen Beitrag. Jawohl, herzlichen Dank, Walter, für die Einführung. Und ich versuche mal, diesen sehr schnell fliegenden Ball von Markus aufzugreifen, aufzufangen und weiter zu spinnen, nämlich in der Frage, was macht denn Europa jetzt eigentlich? Wenn wir sehen, dass hier gezielt Angriffe auf die Handlungsfähigkeit der Europäischen Union, ihrer Mitgliedstaaten durchgeführt wird, auch das, was der Herr Professor Schmiele gesagt hat, wo die Herausforderungen liegen, nämlich in der Frage der Zuschreibung, der Attribuierung, und eigentlich auch im Erzielen der Effekte, nämlich dass die hier nur in der Zusammenschau bestmöglich wirken können. Also letztlich geht es um die Frage, was macht die Souveränität Europas aus? Also wir stehen hier an ganz zentralen Knotenpunkten in den politischen Konzepten, die sich natürlich auch auf den digitalen Raum auswirken. Und die EU, muss man sagen, hat über die letzten Jahre sukzessive hier wirklich einen strategischen Weitblick entwickelt, würde ich jetzt mal unterstellen, der dazu führt, dass wir hier mittlerweile ein sehr dichtes Netz an Instrumenten, Strategiepapieren, Policy Papers und so weiter sehen. Ich würde, weil es war eigentlich die Aufforderung auch, hier eine These in den Raum zu stellen, und ich
ich würde fast eine provokante These in den Raum stellen, also dass wir mit der Endossierung des strategischen Kompasses im März, also am 21. März diesen Jahres, diese Ambition hin zu einer gesamtheitlichen und umfassenden Cyberverteidigung einen wesentlichen und entscheidenden Schritt vorwärts gemacht haben. Also wir sehen hier eine Zusammenführung zuvor sehr stark fragmentierter einzelner Ansätze und Strategien im Digitalisierungsbereich. Und das wird nunmehr viel kohärenter beurteilt und betrachtet, so dass man jetzt mit dem nächsten Schritt, der aktuell läuft, nämlich mit der Entwicklung einer Cyberverteidigungspolitik, erstmals eine wirklich glaubhafte Verschränkung zwischen diesen zuvor sehr getrennt betrachteten Bereichen der zivilen Cybersicherheit und der militärischen Cyberverteidigung sehen. Also ich würde unterstellen wollen, wir befinden uns auf dem Weg hier zum ersten vergemeinschafteten Bereich im Rahmen einer EU-Verteidigung. Also das einmal so als These in den Raum gestellt. Wie komme ich drauf? Ich werde wenig Zeit darauf verwenden, aber für Fragen dann sehr gerne offen. Wir haben einen ganz wesentlichen Schritt gemacht mit der Cybersicherheitsstrategie der Europäischen Union Ende 2020. Da wurden 3 Prioritäten festgelegt. Also das eine war so dieser Großbereich Resilienzentwicklung, technologische Souveränität und wie Sie es nennen, Leadership. Also diesen Anspruch, Standards, europäische Werte etc. auch international durchzusetzen. Dann die Stärkung der operationellen Kapazitäten im Bereich der Prävention, und das wurde angesprochen, Abschreckung und auch der Reaktion. Und dann das Ganze auch eben in der Umsetzung, wie wir gehört haben, was ja nur im Zusammenwirken möglich ist, auch im Bereich Förderung eines globalen und offenen Cyberraums hier mit Partnern. So, und das war der Ausgangspunkt. Und wenn man sich dann anschaut, was seit 2020 hier passiert ist, das ist unglaublich. Es hat eine wahnsinnige Dynamik angenommen. Wir sehen hier ganz, ganz viele Teilstrategien. Nennen wir es einmal so. Egal, ob das auf der strategischen Ebene ist, ob das auf der operativen Ebene ist, oder ob das auch schlicht und ergreifend auf der instrumentellen Umsetzungsebene ist. Also der wesentliche Punkt hier in diesem Bereich ist, dass diese Dokumente mittlerweile auch mit Leben befüllt werden. Und zwar werden die mit Programmen hinterlegt, die mittlerweile milliardenschwer sind, im internationalen Vergleich zwar immer noch sehr wenig, aber es befördert das Ganze. Es befördert vor allem diese Entwicklung einer gemeinsamen strategischen Kultur, also einer gemeinsamen Sicht auf die Herausforderungen, was natürlich auch mit diesen derzeitigen Anforderungen nicht ganz Schritt halten kann, aber in der Langfristperspektive natürlich hoffen lässt. Also die EU hat sich heuer im Mai zum Beispiel, das war so der jüngste jetzt, muss man besser sagen, der jüngste Meilenstein, würde ich jetzt fast sagen, sehr umfassende Ratschlussfolgerungen gegeben, wo sie im Wesentlichen 5 Kernbereiche definiert haben, für den sich die Europäische Union zuständig fühlt. Und das betrifft eben im Bereich, was eingangs schon erwähnt wurde, mit 2020 ausgehend, Resilienzsteigerung, dann Solidarität und umfassendes Krisenmanagement, was wir gesehen haben, auch im Rahmen der Ukraine-Krise, wo also erstmals auch dieses aus PESCO heraus entwickelte Cyber Rapid Response Team aktiviert wurde. Dann hier dieser aktive Ansatz, dieser mittlerweile, muss man sagen, also dieses geopolitische Erwachen sozusagen, und das steht so drin, die EU-Vision des Cyberraums auch entsprechend zu promoten, also entsprechend auch durchzusetzen, wenn man es genauer liest, dann in den Ratschlussfolgerungen, die Partner einzubinden und als letzten Bereich hier, und das ist ganz entscheidend, das ist eben diese Verschmelzung oder Verschränkung zwischen zivil und militärischen und auch der inneren und äußeren Sicherheit, hier diesen präventiven, verteidigenden und diesen antwortenden Ansatz gegen Cyberattacken durchzuführen. Und es werden hier über diese Ratschlussfolgerungen, diese einzelnen Instrumente, Cyberdiplomatie zum Beispiel, Cyberverteidigung, dann Programme wie das Digital Euro Program etc. wirklich zum Zusammenwirken gebracht und es dient wie ein Katalysator. Um hier letztlich diesen Selbstanspruch, den es mittlerweile gibt, stark gepusht natürlich von Macron damals, der europäischen Souveränität im Digitalraum und der Technologiesouveränität hier auch zum Durchbruch zu verhelfen. Und mit dem würde ich es jetzt hier bewenden lassen und würde zurückgeben. Danke, Daniel. Und die europäische Ebene gehört haben, schauen wir mal auf die österreichische.
Vielen Dank, auch vielen Dank für die Einladung. Naja, also es gibt ja immer diese Spiele, wo man sich so kennenlernt mit dem Ball. Ich würde den Ball jetzt von Daniel schon aufnehmen und vielleicht auch noch kurz was zu diesem EU-Cybersicherheitspaket 2020 sagen, aber ankommend dann schon in Österreich, weil es da zwei Dinge gibt, die uns sehr konkret betreffen werden. Und zwar zum einen, die wurde im Dezember 2020 wurden zwei neue Rechtsvorschläge vorgestellt zur Erhöhung der Resilienz, zum einen kritischer digitaler und physischer Infrastrukturen. Ja. Das ist zum einen die NIS-2-Richtlinie, die NIS-Richtlinie aus dem Jahr 2016 ersetzen wird. Und das andere ist die Richtlinie zur Resilienz kritischer Einrichtungen, die sogenannte RKI-Richtlinie. Die Idee der Europäischen Kommission, diese beiden Richtlinien zusammen vorzustellen, war es, dass man in Zukunft die Bereiche Netzwerk- und Informationssystemsicherheit und kritische physische Einrichtungen, also den Schutz der kritischen Infrastruktur, so wie wir es nennen, nicht mehr getrennt voneinander zu betrachten, sondern gemeinsam zu betrachten. Die Umsetzung dieser beiden Richtlinien, die momentan noch in Verhandlung sind, also die NIS-2-Richtlinie ist schon ziemlich am Ende der Verhandlungen und die RKI-Richtlinie, wir hoffen, dass es auch sich vielleicht noch unter französischer Präsidentschaft ausgehen wird, aber wenn nicht, dann unter tschechischer Präsidentschaft. Diese beiden Richtlinien wird für Österreich und auch für die anderen EU-Mitgliedstaaten wesentlich eine Erweiterung der Aufgaben bringen, die man sowohl im Bereich schutzkritischer Infrastruktur als auch im Bereich Schutz der Netzwerk- und Informationssysteme haben werden. Und es wird natürlich für uns als Behörden einen deutlich erhöhten Ressourcenbedarf bringen. Die Chance natürlich, wenn wir diese beiden Richtlinien effizient umsetzen, ist, dass es auf jeden Fall zu einer Erhöhung der Resilienz kommen wird. Ich möchte Ihnen jetzt vielleicht ganz kurz beschreiben, was sich bei NIS-2, was jetzt das Neue quasi daran ist im Vergleich zur NIS-Richtlinie und kurz diese RKI-Richtlinie auch noch vorstellen. Die NIS-2-Richtlinie beruht auf 3 Säulen. Das ist zum einen die Verbesserung der Cyberstrukturen in den Mitgliedstaaten. Es kommen jetzt zum Beispiel erhöhte Anforderungen an die Cybersicherheitsstrategien, also man muss eine Cybersicherheitsstrategie haben und was in dieser Cybersicherheitsstrategie drinstehen wird, steht jetzt explizit in der NIS-2-Richtlinie drinnen. Es wird von den Mitgliedstaaten gefordert, dass sie ein effizientes Cyberkrisenmanagement und vor allem strukturiertes Cyberkrisenmanagement einrichten. Es wird zu einer verstärkten, strukturierten Zusammenarbeit kommen müssen zwischen den NIS-Behörden und den Datenschutzbehörden und den Strafverfolgungsbehörden. Die zweite Säule ist, dass man versucht, was auch der Daniel schon erwähnt hat, eine verstärkte Zusammenarbeit auf europäischer Ebene. Es gibt ja bereits das sogenannte Cyclone-Netzwerk, das sind die Cyber Crisis Liaison Offices, die sich immer wieder treffen und Planspiele zum Beispiel organisieren. Das wird jetzt in der NIS-2-Richtlinie rechtlich verankert. Das CSIRT-Netzwerk wird zum Beispiel auch neue Aufgaben kriegen. Die ENISA soll in Zukunft alle 2 Jahre in Zusammenarbeit mit der Kommission einen sogenannten Report on the State of Cybersecurity in the Union erstellen. Es wird in Zukunft sowas wie ein Peer-Review-System geben. Das ist, ich weiß nicht, ob das jemandem bekannt ist, sowas Ähnliches wie die Schengen-Evaluierung, also dass die Mitgliedstaaten gegenseitig evaluieren, wie gut ihre Cyberresilienz ist. Und der Informationsaustausch und Informationsfluss zwischen den Mitgliedstaaten und der Europäischen Kommission soll auch verstärkt und verbessert werden. Und die dritte Säule ist jetzt der Bereich, wo es wirklich ums Cybersicherheitsrisikomanagement geht. Da kommt es jetzt natürlich zu verschärften Sicherheitsanforderungen sowohl an Unternehmen als auch an die Einrichtungen der öffentlichen Verwaltung, die unter diese NIS-2-Richtlinie fallen. Es wird beispielsweise in Zukunft vom Top-Management gefordert, eine sogenannte Management Accountability, also
Die Unternehmensleitung wird in Zukunft die Pflicht haben, die Einhaltung von Maßnahmen des Cyber-Risikomanagements zu überprüfen und auch beispielsweise Trainings zu machen. Die Meldepflichten für Vorfälle werden jetzt gestreamlined. Da gibt es jetzt viel präzisere Bestimmungen über den Meldeprozess, über die Inhalte, den Zeitrahmen, bis wann man was melden muss. Und die Behörden, also die NIS-Behörden, bekommen strengere Aufsichts- und Durchsetzungsmöglichkeiten, zum Beispiel Security-Scans oder dass man Einrichtungen ein Monitoring-Officer oder so vorschreibt. Und ein ganz wichtiger Teil der NIS-2-Richtlinie ist, dass natürlich der Anwendungsbereich wesentlich erweitert wird. Ja? Also jene, die bereits unter die NIS-Richtlinie fallen, fallen auf jeden Fall unter die NIS-2-Richtlinie. Und es wird in Zukunft sogenannte Essential Entities und Important Entities geben. Die Essential Entities werden von der Behörde ex ante kontrolliert und die Important Entities werden von der Behörde ex post kontrolliert. Also und der Bereich der Sektoren, die eben unter diese NIS-2-Richtlinie fällt, daher auch so viel mehr normunterworfene, wird um einiges erweitert. Vielleicht noch kurz zu dieser RKE-Richtlinie. Auch hier kommt es zu einer wesentlichen Erweiterung der Sektoren, also jener, die die Norm unterworfen sind, dieser Richtlinie. In Zukunft werden es 10 Sektoren sein, die mehr oder weniger deckungsgleich sind mit den bisherigen Sektoren der NIS-Richtlinie. Und es wird in Zukunft eine nationale Strategie für die Widerstandsfähigkeit kritischer Einrichtungen geben müssen. Auch bei der RKE-Richtlinie wird es zu Risikobewertungen und Identifikation von kritischen Einrichtungen in den 10 Sektoren kommen. Und die Überprüfung der Einhaltung der Verpflichtungen und bei Bedarf eben Sanktionierung wird in Zukunft durch autorisierte nationale Behörden stattfinden müssen. Wie gesagt, wie eingangs schon erwähnt, momentan befinden sich die beiden Richtlinien, also NIS 2 jetzt nicht mehr, aber die RKE-Richtlinie schon noch in den Trilogverhandlungen. Wir gehen aber davon aus, dass auf jeden Fall die NIS 2-Richtlinie im Herbst im Amtsblatt der Europäischen Union stehen wird und wir dann 21 Monate zur Umsetzung haben werden. Die RKE-Richtlinie, ja, das wird man bis Ende Juni sehen, ob es die französische Präsidentschaft durchbringt oder nicht. Vielleicht noch ganz kurz ein Wort zur österreichischen Strategie für Cybersicherheit, die ja auch im Dezember 2021 veröffentlicht wurde. Die österreichische Strategie ist nun etwas anders als die Strategie, die wir davor hatten. Und zwar besteht sie aus einem allgemeinen Teil, der sehr allgemein gehalten ist, und einem Maßnahmenkatalog, den sich jedes Ressort selber setzen kann. Immer im Rahmen der Ziele, die in der Strategie natürlich vorgesehen sind. Unsere Kollegen aus dem Verteidigungsministerium haben einen sehr detaillierten Maßnahmenkatalog schon aufgesetzt. Auch wir haben uns schon konkrete Maßnahmen überlegt, wie zum Beispiel den Ausbau unseres Cybercrime Competence Centers oder zum Beispiel Cybercops, also dass es auf jeder dass es so sogenannte Bezirks-IT-Ermittler geben soll. Und ja, also ich stehe gern für Fragen noch offen, wenn es noch Fragen zu den Maßnahmen gibt. Ja, ich glaube, das hat hoffentlich einen guten Überblick gegeben über das Rechtliche, was auf uns zukommt, und ich darf dann an meinen Kollegen übergeben. Vielen Dank. Ich darf gleich weitergehen. Ja, ich darf hier auch wieder versuchen, den Ball aufzunehmen. Wir haben gehört, dass nun auf europäischer Ebene vorgeschrieben wird, dass die Staaten ein Cyberkrisenmanagement haben müssen. In Österreich waren wir hier tatsächlich einmal schneller als die Europäische Union. Wir haben schon in der ÖSCS 2013 erkannt, dass wir Cyberkrisenmanagement brauchen, und wir haben auch damals bereits erkannt, dass wir Zusammenarbeit in der Cyberkrise und auch außerhalb der Cyberkrise benötigen. Ich darf daher jetzt kurz skizzieren, welche Maßnahmen wir haben, welche Gremien, Zusammenarbeitsformen wir haben, gerade auch mit dem BMLV, aber auch mit dem Kollegen im Kanzleramt und im Außenamt, im Außenministerium.
Wir haben nämlich seit 2014 eine sogenannte operative Koordinierungsstruktur in Österreich, auf gut österreichisch abgekürzt OPCOAD. Dazu gibt es einen inneren Kreis der operativen Koordinierungsstrukturen, abgekürzt ICTOC. Ich werde versuchen, die Abkürzungen zu verwenden, denn sonst stolpere ich wahrscheinlich und kann meinen Zeitrahmen nicht einhalten. Der ICTOC, dieser innere Kreis, besteht sozusagen aus diesen Ressorts, die ich aufgezählt habe, denn die Strategie 2013 hat vorgegeben, dass eine operative Koordinierungsstruktur unter Beibehaltung der Zuständigkeiten der Ressorts zu schaffen ist, die sich im Cyberbereich abstimmen. Wir haben im Kanzleramt dabei, die für strategische Bereiche natürlich immer zuständig sind und auch das nationale und Computernotfallteam dabei haben. Im Innenministerium haben wir natürlich den Bereich Cybercrime, Polizei im Allgemeinen, aber auch die Gefahrenabwehr. Wir haben im Innenministerium auch den Inlandsnachrichtendienst, sind operativ inzwischen für die NIS-Richtlinienumsetzung, das NIS-Gesetz zuständig und decken sozusagen den zivilen Cyberbereich ab. In der Landesverteidigung gibt es natürlich einmal die militärische Landesverteidigung im Cyberraum, aber auch, und das darf man, wie wir auch heute ein paar Mal gehört haben, nicht unterschätzen, den militärischen Eigenschutz, weil eben auch sozusagen es hier etwas ist, ohne dem heutzutage kaum mehr etwas geht. Und natürlich auch, sozusagen das Nachrichtenamt davon auch nicht vergessen müssen, schauen, dass wir Intelligence Sources bekommen, wo wir sie herbekommen können. Und auch die Cyberdiplomatie, die im Außenministerium angesiedelt ist, dürfen wir nicht vergessen. Diese Strukturen stehen unter der Leitung unter Anführungszeichen des BMI. Warum unter Anführungszeichen? Weil wir uns auf Augenhöhe treffen und diese Leitung de facto Sitzungsführung würde im Anlassfall einer militärischen Landesverteidigung auch auf das Landesverteidigungsressort übergehen. Es ist eine bunt gemischte Gruppe. Wir haben 2014 begonnen, uns regelmäßig zu treffen und ich kann hier in dieser Runde sagen, dass die Start schwierig war, die ersten 1 bis 2 Jahren kaum Output herausgekommen ist, was wir aber erwartet haben. Warum haben wir das erwartet? Weil wir so unterschiedliche Institutionen und Personen drinnen hatten. Wir haben auf der einen Seite des Spektrums die nachrichtendienstlichen Organisationen drinnen, die natürlich sehr stark auf das Need-to-Know-Prinzip achten. Nur die Information darf an andere weitergegeben werden, die der andere unbedingt braucht. Auf der anderen Seite haben wir quasi diese Community der Computernotfallteams, die mehr auf das Need-to-Share-Prinzip setzen. Das heißt, nur Information, die ich weitergebe, kann überhaupt sinnvolle Information sein, weil sonst kann man mit der Information nichts anfangen. Es prallten Welten aufeinander und wir haben uns sozusagen freundlich 2,5 Jahre sozusagen zusammengerauft, wo die einen sehr viel Information gebracht haben, die für die anderen nicht notwendigerweise relevant waren, die anderen auch wiederum sozusagen Informationen mehr und mehr gebracht haben, bis dass man einander kennengelernt hat. Das hört sich jetzt sehr mühsam an, war es nicht, es war nicht so mühsam, es war ein gradueller Prozess, aber wir haben dann etwas erreicht, nämlich das, dass sich die Institutionen untereinander kennen, die Personen auch eine einigermaßen Konstanz hatten und dass man Vertrauen aufbauen konnten und dass wir hier dann auch angefangen haben, nicht nur auf der Ebene jetzt der Abteilungsleiter und von Experten, organisatorischen Experten, operativen Experten eben uns hier zu treffen, sondern dass wir auch eingeführt haben, was sich später als sehr wichtig erwiesen hat, regelmäßig auch eigentlich die Mannschaft, die Techniker, die technischen Fachexperten zusammenzuholen, möglichst einmal im Quartal, zumindest vor Corona, zusammenzuholen, damit sich auch diese Leute kennenlernen und wissen, was der andere braucht, wie die anderen arbeiten. Besonders schlagend geworden ist dies Anfang 2020, Ende 2019, Anfang 2020, als es zu unserem in den Medien bereits breit diskutierten Außenministeriumsvorfall kam, wo wir einen Cyberangriff im Außenministerium hatten. Dadurch, dass die Institutionen zusammengearbeitet haben und auch die Personen einander kannten, konnten wir innerhalb kürzester Zeit einen interministeriellen Stab aufbauen, Stab unter Anführungszeichen, da eben klassische Stabsstrukturen interministeriell nicht funktionieren können, wenn niemand irgendetwas anderes anweisen kann, sondern indem man auf Zusammenarbeit angewiesen ist. Das ist schon einmal eine Leistung gewesen, die, denke ich, nicht schlecht war. Was aber meines Erachtens die wesentlich wichtigere Leistung war das, dass wir innerhalb eines Tages
3 interministerielle Fachexpertenteams zusammensetzen konnten mit technischen Fachexperten, die sofort arbeitsfähig waren, die Arbeit aufgenommen hatten und den Angriff binnen kürzester Zeit abwehren konnten und dann nur mehr suchen mussten und schauen mussten, dass der Angreifer nicht erneut reinkommt, bis dass man sicher war, dass alles abgedeckt war. Diese Cyberkrisenstrukturen haben sehr gut funktioniert, es war sehr anstrengend für uns und war aber auch eine wichtige Erfahrung für uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind. In der Zwischenzeit hat sich, Caroline Schmidt hat schon gesagt, auf europäischer Ebene das Cyber Crisis Liaison Officers Network etabliert, das mehr oder weniger sozusagen auch eigentlich unserem Zusammenarbeit entspricht. Auch hier können wir den Franzosen oder Tschechen nicht anordnen, etwas zu tun, und man kann sich abstimmen über die Lage. Und auch wir sind sozusagen hier vertreten. Wir machen hier den Lead als Innenministerium in dieser Cyberkrisenorganisation. Was bleibt, aber was auch diese Strukturen so wichtig macht, ist das Thema, das man im Cyberbereich nie außer Acht lassen darf, und das ist der Fachkräftemangel. Wir haben sehr wenig Experten. Wir haben eine große Lücke in Österreich und Europa, was Experten im Bereich Cybersicherheit anlangt. Wir haben eine noch größere Lücke, was die öffentliche Verwaltung betrifft, weil für die Experten der öffentliche Dienst nicht notwendigerweise das attraktivste Arbeitsumgebung ist. Und gerade deswegen ist auch diese Zusammenarbeit interministeriell so wichtig, denn im Anlassfall muss man alle Experten aus unterschiedlichsten Häusern zusammenholen und muss eben sicherstellen können, dass man zusammenarbeiten kann. Die Key Learnings aus diesem Prozess für mich waren eben auch, dass diese gute Zusammenarbeit nicht verordnet werden kann. Man kann nicht kommandieren, ihr arbeitet jetzt gut zusammen, gerade in diesem sensiblen Bereich, wo wir von auch sehr speziellen Persönlichkeiten unter den Fachexperten ausgehen müssen, braucht man ein gegenseitiges Kennenlernen oder gegenseitiges Vertrauen, das sich eben nicht kommandieren lässt, und dieses Vertrauen muss man erlernen. Wenn man das zusammenbringt, kann man auch das Vertrauen einigermaßen institutionalisieren. Es ist allerdings ein laufender Prozess, den man nicht aufgeben darf und wo man immer dranbleiben muss, damit man dann in Krise zusammenarbeiten kann. Nichtsdestoweniger müssen wir uns auch auf gesamtstaatlicher Ebene überlegen, wie wir dem Fachkräftemangel entgegentreten können, damit wir auch in Zukunft diversen Krisen gewappnet sind. Fachkräftemangel wäre es noch oft. Fachkräftemangel werden Sie noch öfter hören oder oft hören, aber es muss klar sein, der entscheidende Moment, ob man Cyberabwehr machen kann oder nicht, ist ausreichend qualifiziertes, hochqualifiziertes Personal, das auch entsprechend motiviert ist. Wir haben in Österreich circa 20.000 IT-Fachkräfte, derzeit zu wenig. Ja, Wirtschaftskammerzahlen, nicht meine bitte. Also so wie im Service, im Pflegebereich gibt es auch im IT-Bereich einen großen Mangel, der durch unsere Universitäten und Fachhochschulen nicht kurzfristig behoben werden kann. Ja, nachdem Oberst Reisner bald gehen muss, gleich eine erste Frage von mir an ihn. Muss ich gleich changen zur nächsten Frage. Frau Magister, was ist die wesentliche Neuerung von der Strategie 2013 zu 2021? Also 2013 war sehr unverbindlich, hat trotzdem für die Aufbauzeit ganz gut gewirkt. Jetzt haben wir so etwas wie Maßnahmenkataloge. Kann da jeder reinschreiben, was er will, oder gibt es auch eine Kontrollinstanz, die dann sicherstellt, dass die beabsichtigten Ziele auch erreicht wurden? Naja, also vielen Dank für die Frage. Ja, also die österreichische Strategie für Cybersicherheit hat sich schon wesentlich geändert zwischen 2013 und 2021. Das habe ich schon eingangs erwähnt. Das ist jetzt viel flexibler, ja. Das hat seine Vor- und seine Nachteile. Ich glaube, dass es in einem Bereich, der so sehr im Fluss ist und wo sich alles so schnell wandelt, vielleicht kein Fehler ist, dass man Maßnahmen jedes Ressort für sich flexibel machen kann, ja.
Diese Maßnahmen werden jetzt auf eine Plattform gestellt, das ist die sogenannte Reporting-Plattform, wo das Bundeskanzleramt, die zuständig sind für die Ausarbeitung der österreichischen Strategie für Cybersicherheit und auch die Implementierung, die immer schauen, was die Ressorts hierzu einmelden und ob das alles zusammenpasst, auch mit der österreichischen Strategie für Cybersicherheit. Und es wird dann auch regelmäßig die ist jetzt noch nicht erwähnt worden, aber es gibt in Österreich, das wurde damals mit der ÖSCS 2013 eingerichtet, eine Cybersicherheitssteuerungsgruppe auf höchster Ebene, und da gibt es auch ein Team, das dem zuarbeitet, wo wir 3 zum Beispiel Mitglieder sind, wo dann schon regelmäßig geschaut wird, welche Maßnahmen werden eingemeldet, gibt es neue Maßnahmen, also da gibt es schon sowas wie eine Art Qualitätskontrolle auch dahinter. Und es sollen diese Maßnahmen auch halbjährlich in die Konferenz der Generalsekretäre der Ressorts eingemeldet werden. Es gibt aber natürlich Maßnahmen, die jetzt veröffentlicht werden können, und Maßnahmen, das kann das Ressort für sich selber entscheiden, dass es die quasi geheim hält und nicht unbedingt veröffentlicht. Ich darf an dieser Stelle das Publikum fragen, eine Frage an Sie oder sonst jemand? Ja. Bitte kurz Namen und woher Sie kommen. Beim Hauptquartier der NATO. Eine Frage vielleicht allgemein, weil sie wirklich alle der ausgezeichneten Vorträge, wenn ich mich so bedanken darf, betrifft. Wenn man über Cybersecurity spricht oder über den gesamten Bereich, geht es ja im Endeffekt auch um Datensicherheit. Wir wissen, dass heutzutage kaum mehr Unternehmen oder staatliche Organisationen ihre Daten aufgrund des Platzbedarfs für Server in lokalen Servern abspeichern. Dementsprechend läuft das alles über Clouds. Wenn man sich jetzt anschaut, wem die Clouds gehören, sind wir da bei Oracle, Alibaba, Amazon und so weiter und so fort. Findet also nicht einen einzigen europäischen Anbieter da drinnen, ausschließlich USA und Chinesisch. Wenn es um die Abgreifbarkeit der Daten dann gibt, liegen die natürlich unter der Jurisdiktion des jeweiligen Staates, USA, China und so weiter. Wie geht man mit dem Problem um? Stichwort strategischer Kompass und die Digital Sovereignty, nennen wir es mal so, bei der Europäischen Union. Und dann direkt abgeleitet, wie geht die Republik Österreich damit um? Denn selbst wenn wir das machten, dass wir alles in Servern abspeichern, in dem Moment, wo wir mit unseren Partnern oder anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union in einen Ausgleich treten, werden die Daten einfach abfließen. Frage, die genau trifft, ja. Darf ich da mal dich bitten, Daniel? Also, ja, danke, das ist eine ausgezeichnete Frage. Ich habe es kurz angerissen, digitale Souveränität. Die EU hat das auch vor einigen Jahren erkannt, und es gibt jetzt so zahlreiche Sachen. Also einerseits einmal, um eine gewisse strategische Autonomie, so wie es so schön heißt, zu erreichen, im Bereich der Grundlagen dafür. Also wenn es um diesen Chips Act geht, also dass wir überhaupt einmal die Basis haben. Parallel dazu finden die Diskussionen über den Data Act statt, also die Frage Datenhoheit, wem gehören die Daten, wo dürfen Daten wie verarbeitet werden. Wir haben hier diese Datenschutzgrundverordnung einerseits, wo sagen wir mal auch Persönlichkeitsrechte etc. bestimmt werden, aber natürlich die Frage, wo wird das gespeichert und verarbeitet. Und es gibt mit dem Projekt Gaia X sowas wie einen Versuch, europäischen Cloud-Dienst anzubieten, genau aus der Intention heraus. Das ist das eine. Also man versucht hier anbieterseitig was zu schaffen. Auf der anderen Seite versucht man es normativ-regulativ einzuhegen. Also wir haben heuer noch 2 Richtlinien in der Pipeline. Das eine ist der Digital Markets Act, das andere ist der Digital Services Act, wo man im Prinzip versucht, hier diese Grundidee, nämlich diese eigene Idee, ich habe es kurz angerissen mit der Vision, dieses Cyberspace, den die Europäer haben, hier abzusichern nach außen hin, um diese Grundwerte, diese Grundvision hier entsprechend nach innen zu gewährleisten. Und dort werden gewisse Marktmechanismen, Zugangsmechanismen geregelt, dort werden genau diese großen Konzerne, die Sie angesprochen haben, über diese also sogenannte Gatekeeper-Firmen werden dort definiert. Das betrifft im Prinzip amerikanische Plattformen, mehr oder weniger. Die sind nach einer bestimmten ökonomischen Marktmacht definiert. Versucht man die zu begrenzen. Also die müssen also hier dann nach den europäischen Richtlinien spielen, und hier auch, man will hier
über kurz oder lang diese Marktmacht brechen auf der einen Seite und gleichzeitig europäische Firmen auch bestärken. Ganz kurz in der Nutshell. Ja, danke. Kann man da aus der nationalen Sicht noch was ergänzen? Magst du, Philipp? Bitte? Ich kann noch ein paar Sachen sagen. Also momentan setzen wir in der Republik noch für die öffentliche Verwaltung noch sehr, sehr wenig auf die Cloud. Auch wenn es natürlich immer wieder Cloud-Anbieter gibt, die sehr stark darauf drängen, doch in die Cloud zu gehen. 100% verschließen wird man sich nicht können. Das Problem, was mit unseren Daten passiert, die wir Daten übermitteln, haben wir natürlich immer, allerdings nicht erst seit dem Thema Cloud, weil wir natürlich auch, sobald man Daten aus der Hand gibt, ist man eben sozusagen nicht mehr Herr dieser Daten. Was man schon auch dazu sagen kann, ist das Thema, dass die Cloud in gewisser Weise ein Vorteil sein kann. Ein Grund, warum die Ukraine zum Beispiel handlungsfähig geblieben ist, war, dass sie sehr stark auf Cloud-Dienste gesetzt hat und sozusagen damit sozusagen die Angriffe auf sozusagen IT-Infrastruktur in der Ukraine selbst nicht zu einem so großen Ausfall geführt hätten, wie es hätten führen können. Der andere Seite der Medaille ist das, dass man natürlich sich auch in die Abhängigkeit der anderen Staaten gibt, denn sollte dann der Staat, der zuständig ist, wie Sie richtig sagen, für die auch rechtlichen Rahmenbedingungen sagen, wir verhängen ein Embargo gegen Österreich, kann dann auch binnen kürzester Zeit, siehe Russland, diverseste Dienste abgedreht werden und man kann genau nichts mehr machen. In diesem Spannungsfeld wird man sich bewegen müssen. Es ist keine einfache Antwort. Es gibt immer mehr Firmen, die auch meinen, Rechenzentren hier jetzt in Österreich zu bauen für österreichische, europäische Cloud, die allerdings nur Teilaspekte dieses Problems lösen. Und es ist etwas, was derzeit sehr heiß diskutiert wird, wie man da auch operativ damit umgeht in den nächsten Jahren, denn die Entscheidungen müssen bald getroffen werden. Ich darf da vielleicht noch hinzufügen, dass die Cloud-Dienstanbieter in Zukunft NIS-2-konform sein müssen, also ein Sektor sind, der unter die NIS-2-Richtlinie fallen wird. Ja, vielen Dank. Gibt es noch weitere Fragen? Bitte. Verzeih, dass ich da jetzt doch noch anhänge, eine Frage, die wahrscheinlich nicht leicht zu beantworten sein wird, aber beantwortet werden muss. Kameraden der Landesverteidigung kennen Sie gut, ich darf sie daher ans Innenministerium stellen. Wir haben ja nicht nur die Datenschutzgrundverordnung und jetzt in der Pipeline Digital Service Act und Digital Market Act. Wir haben ja auch eine Richtlinie zur künstlichen Intelligenz in der Pipeline. Jetzt nach der EU-Ratspräsidentschaft der Franzosen in einer aus meiner Sicht durchaus etwas vernünftigeren Form. Also nicht von vornherein alles verbieten, worüber von China bis Indien nur gelacht werden kann, wenn wir es verbieten. Aber die polemische Bemerkung bitte ich aus dem Protokoll zu streichen, im Stream darf sie bleiben. Was sehr wohl aber als Frage auf uns zukommt, ist abseits der Datensicherheit oder in Ergänzung zur Datensicherheit zur Frage der Trustworthiness und Risk der künstlichen Intelligenz, wo nämlich Militär und nationale Sicherheit zwar ausgenommen sind, aber in der Realität in Europa wahrscheinlich es dann eine europäische NATO-Sicherheit gibt und eine europäische NATO-Risiko-NATO-Trustworthiness der künstlichen Intelligenz gibt. Und dann, wenn wir Glück haben, ich weiß nicht, ob der Schweizer General noch da ist, wir vielleicht von der Schweiz abkupfern können, wenn wir etwas Neutrales machen wollen, aber wir werden auf jeden Fall etwas machen müssen. Vielleicht ist jetzt unhöflich, wenn ich frage, oder vielleicht ist es geheim, aber vielleicht kann die Kollegin vom Innenministerium zumindest konzeptionelle Vorstellungen dazu sagen, wir werden auf jeden Fall etwas machen müssen, oder wir sagen, wir gehen in die NATO, ja, ist auch eine Möglichkeit. Klammer, dann wird man abgewählt in jeder Partei, das ist mir schon klar. Also, zum einen darf ich mal sagen, dass das Innenministerium nicht für die Verhandlungen dieser künstlichen Intelligenzverordnung federführend zuständig ist, ja, sondern das ist das Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaft. Und wir haben hier einen expliziten künstliche Intelligenz-Experten am Tisch und deshalb würde ich ihm diese Frage gerne weitergeben. Soll ich das beantworten? Okay. Ja. Ich habe mir gedacht, dass er wollte eine explizite Antwort auch aus dem Innenministerium hören. Ja, also
wir müssen was tun, natürlich. Also wir sind ja betroffen davon, also nicht nur über diesen AI-Act, sondern eben ganz explizit auch über die Frage der autonomen Waffensysteme, wo das mit hineinspielt. Wir sind ja weder noch Verhandlungsführer, also wir sind immer nur Betroffene. Das ist also auch dem Umstand geschuldet, dass wir hier so toll diese interministerielle Zusammenarbeit funktioniert, also in Teilbereichen dann schon sehr in der Defensive sind und Abwehrmaßnahmen ergreifen müssen, also gegenüber dem Außenministerium, gegenüber BMDW, jetzt wird es dann BMF sein vermutlich, ich weiß nicht, wo die genau landen jetzt, diese Verhandlungsführer, aber das ist eben nur eine Seite der Medaille, also es ist angesprochen, wir reden hier natürlich über diese Ausnahmebestimmungen fürs Militär, aber die Europäer haben ja, also das ist nicht zu Ende gedacht. Also weil wir haben ja hier, das besteht ja, ist ein Ökosystem in Wahrheit. Also man kann nicht diese eine KI-Entwicklung, diesen einen Algorithmus oder diese eine Software-Applikation bestimmen als zum Beispiel nur für das Militär notwendig. Also wir haben ja hier eben ein Zusammenwirken, was ja erst dann diese ganze Lernfähigkeit etc. Wirklich zum vollen Tragen bringt. Deswegen dieser graduelle Ansatz, also risikobasierte Ansatz, wie Sie es so schön nennen, wo man dann irgendwo eine Linie einzieht und sagt, ab da müsste dann in Sandboxes getestet werden etc., muss der Zugang erschwert werden, was uns aber nicht hilft. Also wenn wir hier trotz dieser Ausnahmebestimmungen könnten uns durchaus, also ich überspitze es jetzt vielleicht ein bisschen, aber ich tue gerne polemisieren auch, sagen wir so 80% wegreguliert werden, dann bleibt nicht mehr viel übrig, trotz der Ausnahmebestimmungen. Das heißt, das Haus, das wir bauen, steht auf einem sehr sandigen Fundament und es wird unterspült die ganze Zeit durch genau diese Fragestellungen und es schützt uns ja nicht, weil auch, das ist korrekt, es gibt ja trotzdem auf der NATO-Seite entsprechend hier Länder, die das, und jetzt im Juni ist wieder die Frage des Trustworthiness und so weiter und auch die Frage der Transparenz etc. durch ein US-amerikanisches Papier beantwortet worden, also im Verteidigungsministerium. Die haben hier ganz gezielt natürlich Investitionen im Blick und auch die Deutschen mittlerweile, also die lassen sich das auch nicht nehmen, glaube ich, weil wenn man sich anschaut, das Investitionsvolumen aus diesem Sonderpaket jetzt, diese 100 Milliarden, wollen sie also explizit 500 Millionen für den Bereich KI, Forschung und Entwicklung deklarieren, die natürlich einzahlen in die NATO. Das heißt, wir stehen in diesem Spannungsfeld, ja, wir als Österreich sind in der, ich würde jetzt mal sagen, Lose-Lose-Situation, wenn man sich das anschaut, EU-seitig wegreguliert, NATO dürfen wir nicht mitspielen, wobei NATO lässt sich das eben nicht nehmen. Und national gibt es die Bestrebungen, überhaupt sämtliche Fragen im Zusammenhang mit KI, wo das Wort Waffe vorkommt, generell einmal zu verbieten. Also es ist eine ganz, ganz schwierige Gemengelage. Es beantwortet jetzt wahrscheinlich nicht die Frage mit Trustworthiness. Ich weiß nicht, ob das unbedingt, vielleicht können wir es in einem anderen Kreis einmal weiter diskutieren, weil es wird vielleicht den Raum entsprechen. Ich denke, das braucht eine längere Diskussion und die verschieben wir aufs Buffet. Ich erwarte nicht, Walter, dass du jetzt sagst, dass die grüne Umweltministerin entweder mit euch waffenfähige KI für Blackout-Schläge entwickelt, wenn ich das richtig verstehe, ist das die eine Variante, oder mit der NATO gemeinsam für Europa. Aber die Frage steht im Raum. Vielleicht noch eine Ergänzung, weil es ja, diese Geschichten haben ja alle, das ist ja so eine inhärente Dual-Use-Fähigkeit und das macht das Ganze so schwierig greifbar, auch in der Frage mit der Exportkontrolle. Du schätzt das Wassenaar-Abkommen sehr, du hast es aufgebracht, das bin ich sehr dankbar dafür, wo also zum Beispiel bestimmte Technologiebereiche explizit auf eine Exportkontrollliste gesetzt werden, um hier den Zugang bestimmter Länder zu diesen Technologien zu verhindern. Aber letztlich ist es halt so, wo sind wir betroffen? Wenn man sich anschaut, wir sind zu einem hohen Grad immer noch abhängig auch als Europa, von diesen Grundtechnologien zum Beispiel, die plötzlich dann auch uns nicht mehr zugänglich sind. Also das ist die Frage, deswegen hat man zum Beispiel den EU-USA-Technologierat zum Beispiel ins Leben gerufen, der heuer letztmalig im Mai okay, ich beende. Ja, vielen Dank. Wir haben also hier ein typisches Teppichmesser, mit dem kann man auch Flugzeuge entführen. Also da wird noch viel diskutiert werden müssen.
damit man da eine vernünftige Vorgangsweise findet. Ich darf jetzt an dieser Stelle Frau Magister Caroline Schmidt verabschieden und mich bedanken für Ihren Input. Wir wissen jetzt Bescheid, was in Österreich los ist, und wünsche viel Erfolg für die kommenden großen Brocken. Super, herzlichen Dank und gute Diskussion noch. Ja, bitte, gibt es weitere Fragen? Nicht, ich hätte schon eine an dich, Markus. Gestern hat der Professor Ney einen Kommentar in der Presse veröffentlicht. Ich weiß nicht, wer Gelegenheit hat, ihn zu studieren. Ich kann ihn nur empfehlen. Er hat also seine ersten 8 Lessons aus dem Ukraine-Konflikt gezogen. Unter anderem hat er zum Thema Cyber gesagt, Cyber scheint nicht entscheidend zu sein. Und ich habe mir gedacht, es fehlt da nicht das Wort scheint noch nicht entscheidend zu sein. Oder hat er recht? Wie siehst du das in der Zukunft? Also ich kenne diesen Kommentar, ich weiß nicht, wer ihn gelesen hat, vielleicht im Detail. Das Wesentliche ist, glaube ich, dass das Problem besteht, dass viele nicht erfasst haben, in wie viele Detailbereiche quasi bereits der Cyberraum einwirkt. Und wir haben jetzt in der Berichterstattung natürlich das, was uns die Medien vorsetzen. Und das sind Bilder von zerstörten Panzern, das sind Raketen, die fliegen und sonstiges. In Wirklichkeit passiert aber sehr viel im Hintergrund. Und der Cyberraum war also hier in der Vorbereitung der Ukraine-Krise bereits entscheidend, und er war es auch in den ersten Stunden des Konflikts. Es hat nicht funktioniert, weil diese Luftlandung in Hostomel nicht das erbracht hat, was man sich gedacht hat, aber es hätte alles zusammengepasst. Und wenn man sich anschaut, was also an Cyberangriffen durchgeführt worden ist in den letzten Jahren, nicht nur in der Ukraine, sondern auch in anderen Bereichen, dann sieht man, dass also das zum Teil schon wirklich entscheidend ist. Denken Sie an das Verhältnis zwischen Israel und dem Iran, was hier passiert, vor allem im Cyberraum. Also da gibt es also sehr ganz klare, herleitbare Strategien, wo man sieht, dass Israel zum Beispiel wirklich hier gefordert ist, sich hier gut aufzustellen und auch aktiv, weil wenn es das nicht tut, wäre es am absteigenden Ast. Und das ist das Problem. Und ich möchte kurz auf das referenzieren, was du gesagt hast. In Österreich schlafen wir in der Pendeluhr, und zwar tief und fest. Und da kann man draußen an die Türe klopfen, was man möchte, da rührt sich nichts da drinnen. Und das ist auch eine monetäre Frage. Ich bin ja für die EU-Kommission tätig, für dieses Horizon-Programm. Es entgehen uns hier Milliarden von Euros, die wir nicht abschöpfen, weil wir uns aus einer Angst vor einer Technologie verstecken in der Pendeluhr und da nicht herausschauen. Und das wird uns auf den Kopf fallen, über kurz oder lang. Und wir verstehen auch nicht, warum Cyber eine hohe Bedeutung hat für unser Land. Es gibt nämlich 3 entscheidende Bereiche, warum Cyber Defense so wichtig ist. Das erste ist, wir sind, man glaubt es kaum, aber es ist so, immer noch ein Hochtechnologieland. Also unser HTL-Ingenieur hat durchaus einiges an Wissen da, der kann also schon einiges machen. Das Problem ist, wenn er nicht darauf achtet in seiner Firma, dass dieses Wissen nicht abgeschöpft werden kann, ohne dass es vielleicht weiß, dann wird dieser Vorsprung, dieser technologische, uns bald verlassen. Und dann ist das nicht mehr besonders, was wir produzieren. Das ist das eine. Das verstehen die Unternehmen oft nicht. Die denken, naja, was wollen die von uns haben? Eine Menge. Wenn auf der Universität in Klagenfurt zu Drohnenschwärmen geforscht wird und sich die wundern, warum es da Aktivität auf dem Server gibt, dann hat das einen Hintergrund, weil vielleicht der chinesische Brigadegeneral möchte wissen, was die Österreicher da machen. Das ist das eine. Und das zweite ist, wenn es die staatlichen Organisationen betrifft, Außenministerium, ich war ja 2018 dort, die Cyberdefense des Außenministeriums war eine Katastrophe. Es war aber auch an jeden egal, weil die Diplomaten gesagt haben, ja, das ist jetzt nicht meine Expertise, das Ergebnis kennen wir. Jetzt kann man sich die Frage stellen, was holt der Angreifer in unserem Außenministerium? Nicht, was die österreichische Politik betrifft, aber wir sind Teil der EU. Und warum in Brüssel anklopfen, wenn man es bei uns viel billiger bekommt? Das ist das Problem. Die Hintertür, über die man nämlich hereinkommt. Und der dritte Bereich ist natürlich die Kriminalität, die spielt da mit dem ersten wieder zusammen. Und da darf man nicht vergessen, dass viele Angriffe, die durch organisierte Kriminalität passieren, eigentlich ja im Hintergrund staatliche Akteure haben. Das heißt, der Unterschied zwischen dem nichtstaatlichen und dem staatlichen Akteur verschwimmt hier natürlich. Und das wird auch ganz gezielt gemacht, dass man quasi nichtstaatliche Akteure generiert von staatlichen Akteuren, die dann aktiv werden, und wenn sie erwischt werden, sagt man, mit uns hat das nichts zu tun. Das war also irgendeine verrückte Hackergruppe, die das gemacht hat im Wesentlichen. Ja. Das Problem ist die mangelnde Betroffenheit. Und wenn sich das nicht ändert im Staat Österreich,
dann sehe ich hier schwarz für die Zukunft. Wir müssen da in die Gänge kommen und erkennen, was für Potenzial wir haben mit diesen Technologien, was für Potenzial wir selber haben mit den Dingen, die wir noch entwickeln können. Und wenn das nicht der Fall ist, ja, dann haben wir uns selbst aufgegeben. Das ist leider das Problem. Und darum, nein, aus seiner Expertise heraus wage ich zu sagen, dass er nicht verstanden hat, was es sich hier in diesen Bereichen getan hat, sondern er als Politikwissenschaftler quasi sein Statement abgegeben hat, aber in Wirklichkeit durchdringt es schon alle Bereiche. Und denken Sie an das eine, was ich gesagt habe vom US Cyber Command, die haben das nicht umsonst gemacht, weil die konnten gar nicht anders. Ja, vielleicht darf ich den Philipp bitten, zur Kriminalität vielleicht noch was sagen und zu ergänzen. Also was wir schon sehen, ist, dass wir wissen natürlich auch, dass es gewisse Länder gibt, den Namen heute schon genannt worden, die durchaus auch bekannt sind in der Szene, dass man cyberkriminelle Gruppen dort nicht verfolgt, solange sie sich nicht gegen Russland richten und nicht verfolgt, solange sie, wann jetzt das eigene Land sagt, wir bräuchten auch Ressourcen, da sozusagen ein bisschen Arbeitshilfe leistet. Also sprich, das, was da ist, die cyberkriminellen Gruppen werden nicht notwendigerweise durch die staatlichen Organisationen gesteuert, aber staatliche Organisationen greifen durchaus auch auf cyberkriminelle Gruppen zu, um ihre Ziele zu erreichen. Und wir haben auch schon gesehen, wenn cyberkriminelle Gruppen Ziele angreifen, die gerade staatlich nicht opportun sind, dass man jetzt eine Pipeline in den USA eingreift, dass plötzlich der Staat dann doch wieder zugreift dort, um das aufzuheben. Nicht deswegen, weil man plötzlich so gegen Cyberkriminalität ist, sondern weil es einfach nicht in die operative Linie des Staates passt, dass da plötzlich gerade zu dem Zeitpunkt diplomatische Spannungen auftauchen. Darum sehen wir auch, dass diese cyberkriminellen Gruppen dann danach sich nicht mehr an den top-kritischen Infrastrukturen so vergangen haben, weil sie bemerkt haben, das könnte diplomatische Auswirkungen haben, die ihnen selbst schaden, sondern dann auch sozusagen Ziele ausgesucht haben, die nicht zu einem nationalen Aufschrei führen, wenn sie angegriffen werden. Also diese Verzahnung haben wir. Wir haben dort auch eine massiv arbeitsteilige Gesellschaft und es kann durchaus sein, dass der einzelne Hacker nicht mehr weiß, dass er gerade jetzt sozusagen für eine staatliche Organisation arbeitet, weil er hier auf einem Schwarzmarktmarktplatz einfach seine Dienste anbietet und wer bezahlt, für den macht er halt etwas, egal was ist der Zweck dahinter ist, der ist interessiert dafür, dass er das Geld bekommt. Wir haben auch im BMR gesehen, dass es manchmal leider tatsächlich größere Angriffe benötigt, um tatsächlich etwas zu tun. Muss dazu sagen auch das BMR hat inzwischen massiv investiert und massivst investiert, wie kaum ein anderes Ressort in Österreich in den letzten Jahren in diesem Bereich. Und das steht derzeit wirklich gut da. Es wäre schön, wenn sozusagen es nicht jedes Ressort einzeln treffen müsste, sondern wenn wir auch als Staat daraus lernen würden, dass wir uns entsprechend vorbereiten und dass es sozusagen hier dann nicht immer den Anlassfall überall braucht, sondern dass wir tatsächlich auch jetzt einmal Geld in die Hand nehmen, Leute rekrutieren, auch Leute selbst ausbilden, um dann eben gewappnet zu sein in der Verteidigung und in allen Bereichen des Cyberlebens. Ja, danke schön. Daniel, bitte. Ja, ich würde gerne den Punkt, den der Markus angesprochen hat, noch einmal unterstreichen. Wir haben es nicht verstanden. Also das ist immer noch so. Es gibt dezidierten Widerstand gegen die Formalisierung bestimmter Prozesse in der Strategie, wie zum Beispiel die Attribuierung, das ja eigentlich das Fundament darstellt. Und wir auch europäisch darauf pochen, dass es ein nationales, souveränes Recht ist, hier eine Attribuierung durchzuführen, um dann im europäischen Kontext mit den Sanktionen mitzugehen. Wir haben hier weder einen etablierten Prozess noch die Kapazitäten dazu. Also das ist das eine. Die Caroline ist leider nicht da, ich hätte ja gerne ein bisschen widersprochen, nämlich du hast die sehr interessante Frage gestellt, was ist die Neuerung gegenüber der 2013er nationalen Strategie? Naja, sie ist umfangreicher und hat mehr Bilder. Also das ist, ich sage das jetzt ganz bewusst so, weil ich war über 4 Jahre in der Genese dieses Dokuments mit integriert, / dann waren wir als Ressorts mehr oder weniger ausgeschlossen. Es gibt dort keinen Mehrwert. Wenn man das inhaltlich, ich sage es ganz bewusst so und ich stehe dazu, wenn man das reduziert auf eine inhaltliche Neuerung, schaffe ich das in einem Absatz. Und der ist aber sehr kurz. Also es gibt hier substanziell nichts Neues. Jetzt müssen wir dankbar sein, unter Anführungszeichen, dass es diesen supranationalen Anteil gibt über die EU, die also, wir sind ja mit unserer Strategie weit hinter das Niveau zurückgefallen, was die EU damals 2020 schon auf den Weg gebracht hat, auch in der Umsetzung wenig ambitioniert. Also man muss jetzt danach trachten, im Prinzip diesen supranationalen Rahmen hier zu stärken, um eben wirklich diesen Schutzschirm aktiv aufzuspannen, den wir als Österreich gar nicht schaffen können in dem Ausmaß. Und ich meine, das ist natürlich die große Herausforderung derzeit.
weil halt der Fokus weggeht. Das würde ein bisschen in die Richtung gehen, Richtung NATO. Also die Frage ist eben, was bleibt über im Rahmen der GSVB jetzt, wenn wir diese Fokussierung haben. Und das wäre also schon eine Möglichkeit auch für Österreich, sich hier zu positionieren, wenn man das wollte. Aber ja, also überall Maßnahmen ist im Prinzip die Willkür, muss man ganz ehrlich sagen, dieser Maßnahmenkatalog. Ja, meine Damen und Herren, ich denke, es sind alle Fragen beantwortet, oder? Was drängt sich bei Ihnen so auf? Im Moment alle zufrieden, aber wir sind alle erreichbar, falls sich im Nachgang noch was ergibt, bitte, wir sind also in allen Medien erreichbar, können Sie die Fragen noch anbringen. Ich würde nur zwei Dinge noch ergänzen zu den bisherigen Statements. Ich glaube, es ist den meisten Österreichern nicht bewusst, dass die Digitalwirtschaft bei uns ein höheres Sozialprodukt erwirtschaftet als der Tourismus mittlerweile. Ja. Also nach der Industrie ist die Digitalwirtschaft. Haben wir das auf der politischen Ebene, auf der Umsetzungsebene von der Bedeutung her, sieht man das dort auch so? Ich glaube, Sie können sich das selber ausmalen, wie es ist. Das sollte man im Hinterkopf behalten. Weiter sollte man im Hinterkopf behalten, Technologiefeindlichkeit führt nicht in die Zukunft. Ja? Das heißt, KI und anderes kann wie das Teppichmesser sowohl so etwas sehr Gutes sein, und diese Seite sollten wir nutzen, als auch gefährlich werden in der Sicherheit, ganz klar. Aber auskommen wir nicht, es sei denn, wir sind in der Zukunft zufrieden, mit dem Blauzeug für die führenden Länder dann die Produkte herzustellen. Ja. Ich glaube, das kann nicht unser Anspruch sein. Nicht? Wir haben einen hohen Wohlstand erreicht, der beruht darauf, dass wir innovativ sind, dass wir Neues produzieren, dass wir geschickter sind im Produzieren, ökonomischer sind. Und wir sollten auch die Augen nicht davor verschließen. Die Produktion ist halt globalisiert. Vielleicht kann man ein bisschen wieder was zurückholen, wird nicht alles gehen. Das bedeutet aber auch, wir müssen Ausgaben einrechnen, die man für den Schutz der logistischen Ketten ausgeben muss. Weil sonst haben wir plötzlich kein Speiseöl mehr in den Regalen, wie dieser Tage in Österreich auch. Ja? Und da fängt es ein bisschen die Schizophrenie bei uns an. Nicht? Wir sitzen wie hast du gesagt, in der Pendeluhr der Neutralität, möchte ich sagen, da steht vorne Neutralität drauf, und glauben immer noch, die hat einen relevanten Schutz. Ja, dann, wenn wir es so machen wie die Schweizer, das gebe ich zu, ja, die sind da deutlich besser aufgestellt als wir. Ja, in diesem Sinne kann man vielleicht noch einmal dort den Projektor einblenden. Habe ich in der Vorbereitung diese schöne Grafik gefunden, bitte, Cyber Peace Institut, sehr interessant. Die Darstellung zeigt das Bedrohungsbild sehr gut und die Wirkungen, die daraus hervorgehen im Cyberbereich. Und bitte nehmen Sie mit, je mehr digitale Geräte eingeführt, je intensiver wir vernetzen, 5G, ich weiß nicht, ob Ihnen das klar ist, was das für eine Abhängigkeit bedeutet. Das ist gigantisch, es werden die älteren Netze verschwinden, dann haben wir nur noch 5G. Das ist angreifbar, wenn nicht digital, dann physisch. Ja, ein Netzwerkzusammenbruch in der Ukraine in Teilen hat es auch deshalb gegeben, weil Knoten physikalisch zerstört wurden. Ja. Dass die Abhängigkeit von diesen Dingen steigt. Wir müssen uns anstrengen, dass die Dinge funktionieren. Maximaler Ausfall von 4 Stunden, mehr darf nicht passieren. Sonst sind wir im Eimer. In diesem Sinne danke ich für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihre Teilnahme. Bitte auch um Nachsicht, wenn das eine oder andere durch die aktuelle Situation nicht so rund geklappt hat.
Ich glaube aber, wir konnten einen Beitrag zur Diskussion leisten und bin der guten Hoffnung, dass, das haben wir Österreicher so an sich, wenn wir mal verstehen, um was geht und dass da was drinnen ist für uns, dass wir dann anpacken und uns auch vorne etablieren, dass wir in diesem Bereich tatsächlich die Chance haben, vorne dabei zu sein. Ich habe also in das 2030er Ideenprogramm hineingeschrieben, wir sollen im Digitalbereich uns so aufstellen wie Israel. Das wurde wieder rausgestrichen. Aber ich hoffe, nicht ganz vergessen, Israel ist nicht viel größer wie wir, haben aber natürlich andere Umfeldbedingungen, aber sind im Digitalbereich Exportweltmeister. Also das ist nicht nur Selbstverteidigung, sie exportieren 11 Milliarden pro Jahr. Also da ist ganz schön viel zu machen. Da ist eine große Chance drin und die können wir auch nützen. Weil was wir haben gescheite Leute bei uns. Wir müssen schauen, dass die das Richtige studieren und vielleicht in der Volksschule einmal den Strickunterricht abschaffen und dafür spielerisch programmieren lernen. Dann können wir da aufschließen, vorne mitspielen und dann ist mir um die Zukunft und den Wohlstand in Österreich habe ich dann keine Bange, dass das gelingen wird. In diesem Sinne herzlichen Dank, dass Sie am Freitag so lange dabei waren und ich hoffe, dass wir uns nächstes Jahr oder bei anderer Gelegenheit, zum Beispiel bei meiner IKT-Sicherheitskonferenz im September, 14.05. in Wien, ganz großes Event heuer. Wir hoffen, dass Corona uns nicht wieder einen Strich durch die Rechnung macht. Heuer die 20. Konferenz im Messezentrum. Wir haben also genug Platz, der Teilnehmer zahlt nichts, anderswo würden sie dafür viele tausend Euro auf den Tisch legen. Wir haben etwa 80 Präsentationen und Lifehacks, wir haben 70 Aussteller aus dem IT-Sicherheitsbereich, wir haben rund 3000 Teilnehmer aus mehr als 500 verschiedenen Organisationen aus 15 Ländern, also für Networking und Projekte anstarten, absolut richtig. Und wir haben heuer ganz was Besonderes. Wir kriegen die europäische Cyber Security Challenge, also die Hacker Challenge, die wir mitbegründet haben, wieder nach Wien zurück und werden voraussichtlich 25 Mannschaften am Start sehen. Also eine echte Europameisterschaft. Und wenn es gut geht, wird auch ein Team aus Kanada und ein Team aus Israel dabei sein. Rund 800 Leute bestreiten da einen Wettbewerb parallel zu unserer Konferenz. In diesem Sinne sind alle dazu herzlichst eingeladen. Ja. Einfach anmelden. Auf der Seite des Bundesheer finden Sie seminar.bundesheer.at, da können Sie sich anmelden. Herzlichen Dank, schönes Wochenende, bleiben Sie gesund. Sie wollen, dass ihr gelöscht wird? Ja. Also wenn die Konferenz hat. Ja. Sind zwar dafür dumm, ja, absolut. Absolut. Ja. Wenn Sie mir das geben, ich schicke Ihnen das, ja? Ja, sehr gerne. Wir können auch. Ja, mach das. Man kann aber schauen, dass wir dafür Aufgaben anstellen. Es geht nicht nur ums Hacken, aber man muss ja schauen, wie man das eigene System
Masterclass. Ja, sicher. Na, sehr geehrte Damen und Herren, darf ich bitten, auch kurz Platz zu nehmen? Bitte Platz nehmen. Bitte Platz nehmen. Na, passt. Ich habe gestern mit dem Brigadier Beischel vereinbart, dass er die Verabschiedung macht, als Mr. Strategiekonferenz sozusagen. Leider ist uns das Virus dazwischen gekommen. Ich nehme aber an, so wie ich ihn kenne, dass er trotz mittlerer Symptome uns über den YouTube-Kanal zuhört und zusieht. Und darf dir, lieber Wolfgang, ganz herzlich für die Ausrichtung, für die federführende Ausrichtung dieser Strategiekonferenz danken und dir im Namen aller Anwesenden baldige Besserung und einen möglichst geringen Verlauf wünschen. Danke, Wolfgang. Das war es also, die 6. Wiener Strategiekonferenz. Wir haben ein komplexes Thema gehabt, die Schnittstellenproblematik zwischen strategischer Zwecksetzung und operativer Umsetzung aufzuarbeiten. Um ein erstes Ergebnis zu sagen, inhaltlich war das für mich ein Erlebnis herausragend. Also unglaublich, was in dieser Woche diskutiert worden ist und welche neuen Erkenntnisse da gebracht worden sind. Ich darf daher allen Vortragenden, Panelleitern und Panelisten noch einmal ganz herzlich für ihre Beiträge danken, darf mich aber auch bei Ihnen im Publikum bedanken für Ihre Fragen und Kommentare. Ich möchte die bei meiner Einleitung schon angesprochenen Heinzelmännchen auch diesen Dank sagen. Es war eine organisatorisch sehr herausfordernde Strategiekonferenz. Ich möchte mich bei der Führungsabteilung bedanken, mit ihren Mitarbeitern ganz besonders an der Spitze der S5, der Amtsrat Simbrunner mit seinem Vizeleutnant Winkler und den Grundwehrdienern, die für uns unverzichtbar sind und mit ihren goldenen Händchen manche technischen Probleme lösen konnten. Ich bedanke mich beim Büro Strategiekonferenz, haben wir das genannt, neben Brigadier Beischel, der Dr. Laurenz Fürst und der, wieso eigentlich Gefreiter, der Herr Gefreite Meier, die Frau Jilek, die leider erkrankt ist, zusätzliches Erschwernis, und die Unterstützung der ÖMZ insgesamt, die uns ja nicht mehr unmittelbar untersteht. Die Kraftfahrer haben beigetragen mit dem jungen, neuen KO, Oberstabsmeister Kramer und den Fahrern. Das Team des Offizierscasinos hat, glaube ich, hervorragende Arbeit geleistet unter Anleitung von der Major Gosch mit den Damen, Frau Kiedl und Frau Giegler. Sprachinstitut des Bundesheers, ganz herzlichen Dank für Ihre Unterstützung. Der Herr Biener, der die Technik unterstützt hat, und unsere Damen und Herren hinten in der Dolmetscherkabine. Herwig Bauer, Claudia Fischer, Balia, Julia Kreuzer-Schuss und Julia Lindsay. Herzlichen Dank. Es war sicher nicht einfach, diese Arbeit, vor allem, glaube ich, auch, wenn manche Personen zwischen Englisch und Deutsch gewechselt sind. Herzlichen Dank. Allen Personen, es haben alle Institute beigetragen und Personal abgestellt und das in schwierigen Zeiten, zum Beispiel die Frau Bova und die Frau Schlagnitweit, ganz herzlichen Dank für Ihre Unterstützung, auch jetzt beim Troubleshooting wegen unserem Corona-Vorfall. Die Informationsoffiziere unter Anleitung vom
Magister Capri von unserem Zentrum für menschenorientierte Führung und Wehrpolitik für ihre ausgezeichnete Arbeit und ihre Information abseits der eigentlichen strategischen und operativen Vorträge. Last but not least die Medienstelle und die Heeresbild- und Filmstelle drüben im Kinosaal für die Bilddokumentation, Aufzeichnung und Übertragung der Konferenz. Wir planen nächste Woche und im Folgenden dann eine Lessons Identified und Lessons Learned zu arbeiten. Inhaltlich habe ich schon gesagt, also ich halte das, was da passiert ist in den letzten 5 Tagen, für hervorragend und außergewöhnlich. Ein paar erste Eindrücke von mir, weniger ist vielleicht oft mehr. Wir haben teilweise Zeitdruck gehabt, wir haben zu wenig Zeit für die Vortragenden und Paneele und für die Fragestellung gehabt. Vielleicht kann man da korrigierend eingreifen. Organisatorisch, glaube ich, hat es recht gut funktioniert aus meiner Sicht. Ich würde Sie auch bitten um Ihr Feedback, um Ihr persönliches Feedback unter dieser Strategiekonferenz Wien E-Mail. Wenn Sie Anmerkungen, Feedback, positiv oder negativ haben, bitte nutzen Sie das und helfen Sie uns, die nächste Strategiekonferenz noch weiter zu optimieren. Wir planen diese möglichst frühzeitig, also ich möchte im Zuge dieses Lessons-Learn-Prozesses spätestens im Herbst den Zeitraum, vermutlich wird es wieder erst die letzte Juniwoche etwa werden. Stimmt es? Das ist 5, letzte Juniwoche haben möglicherweise, ja, werden wir dann fixieren. Und auch das Thema möchte ich zumindest grob, dass das klar sein wird. Allen Anwesenden noch einmal ganz herzlichen Dank für Ihre Beiträge. Ich hoffe auch für die nächste Strategiekonferenz, dass uns der Brigadier Beischel noch zur Verfügung steht, ob jetzt in einer Komplettleiterrolle wie diesmal oder als wichtiger Beitragsleister, das wird noch beurteilt werden. Ihnen allen noch einmal ganz herzlichen Dank für Ihre Beiträge. Ich muss leider eines noch sagen, denn die schlechte Nachricht habe ich mir für das Ende aufgehalten. Wir wollen keinen Cluster hier bilden, was das Corona betrifft. Es sind 2 oder 3 Personen erkrankt von uns. Daher haben wir uns schweren Herzens entschließen müssen, das Buffet entfallen zu lassen. Ich bitte Sie um Nachsicht dafür. Es ist in unser aller Interesse, dass wir gesund bleiben. Herzlichen Dank für Ihr Verständnis und in diesem Sinne eine schöne Heimfahrt und bis zur nächsten Strategiekonferenz an der Landesverteidigungsakademie. Herzlichen Dank.